Einen wunderschönen guten Morgen zu Tag 4 der SPIEL-Messe. Ja, und wir sind hier in Halle 5 und wir machen heute noch viel mehr Schabernack mit euch. Wir laufen durch Halle 5, wir laufen durch Halle 4 und wir sind auf dem Meet and Play für euch. Viel los ist heute, ja. Also jetzt gerade geht's los in Halle 5, wie gesagt, und später Halle 4 und Meet and Play ist um 15:30 Uhr, wenn ihr uns da treffen möchtet. Wir spielen mit euch, ja. Wir reden mit euch und mit allen anderen Creatoren, die dort auch so unterwegs sind. Ja, wir lesen euch auch übrigens. Daniel, wo ist der Chat? Ja, der Chat, ich habe ein kleines Chat-Upgrade an der Stelle hier. Der Chat, wenn du einmal kurz am Mikrofon halten würdest. Natürlich. Wir können jetzt den Schlüssel hier rausnehmen, ja. Den Chat. Und der Chat ist uns 69 Euro wert? Der Chat ist, nice, 69 Euro wert. Und dann machen wir das hier auf. Ich habe Angst, das fallen zu lassen.
Hier seid ihr, Chat. Hallo Chat, wir grüßen euch. Guten Schön, Morgen. Wir werden gleich mal rausfinden, wo das Chatbuch herkommt. Aber vorher, lasst uns doch noch sagen, was man genauso in Halle 5 hier so erwarten kann. Oh, wir haben hier hinten schon ein paar Highlights. Wir starten gleich mit Hasbro. Wir haben hier Krimi-Dinner. Wir gucken mal bei den Arschmellows vorbei, bei den Denkriesen und viel mehr. Also hier sind viele lustige Spiele, aber auch für Kenner ist hier so einiges dabei. Einiges dabei. Also, lasst uns kurz schauen, wo das Buch herkam und dann ein bisschen im Chat lesen. Hier drüben nämlich bei Giovanni Franco. Buongiorno. Bist du Giovanni? Ich bin der Giovanni, ja. Ich bin seit über 20 Jahren hier auf der Messe. Verkauf Schreibbücher, Kalligrafiezubehör, alles was das Harry Potter, Herr der Ringe, Dungeons and Dragons, unsere Pen-and-Paper-Leute lieben diese Sachen. Ich liebe die Sachen auch und ich meine, ich gehöre auch in einige dieser Zielgruppen rein. Aber alleine hier drüben, Marci, wenn du mit der Kamera einmal herkommen möchtest, diese ganzen Bücher, beinahe Notizbücher, wie würde man die nennen hier eigentlich? Das sind Sketchbooks, Notizbücher, Tagebücher. Jeder hat eine andere Verwendung dafür. Letztendlich, manche nehmen es als Magic-Bücher, Zauberbücher. Also da gibt es kein Limit nach oben. Apropos kein Limit nach oben, also zum einen die Qualität und das Aussehen einfach mega. Aber wie sieht es, bei den Chat interessiert es immer, preislich aus? Also mit was kann man rechnen hier bei dir am Stand? Also wir haben eigentlich für jede Preiskategorie was da. Es geht los ab 10, natürlich auch bis oben. Das, was du in der Hand hattest mit dem Intro, das liegt bei 69 €. Ich sag mal, zwischen 29 und 49 sind so die Hauptpreiskategorien anzusiedeln. Also gut erschwinglich, meine Damen und Herren. Wer also noch mit euch, von euch mit Feder und Tinte schreibt, schreibst du selber mit Feder und Tinte manchmal? Hin und wieder ja, aber letztendlich die Zeit ist der Faktor, was es nicht immer zulässt. Aber es ist, sag ich mal, die Feder ist mächtiger als das Schwert, heißt so schön. Ja. Da ist was dran und ich sag mal, es ist natürlich ein aussterbendes Produkt. Ich bin eine Nische, aber ich sag mal, geschrieben wird immer noch, hoffentlich lange. Sag mal, wenn das ausstirbt, ist vorbei, glaube ich. Ja, Leute, schreibt Dinge hernieder, damit ihr sie nicht vergesst, so wie ich, weil ich bin doch gut vergesslich. Eine Sache noch, du bist, hast du gesagt, seit 20 Jahren auf der Spiel. Korrekt. Inwiefern hat sich so dein Stand und dein Besuch hier auf der Spiel verändert? Also sag mal, als ich hier angefangen habe, waren die Live-Rollenspieler natürlich meine Hauptzielgruppe, aber die Messe hat sich in den letzten 5 Jahren als internationale Leitmesse entwickelt und viele ausländische Gäste kaufen Geschenke oder Aussteller selber für die Daheimgebliebenen und das ist für mich eigentlich ein Faktor, der sich sehr positiv für mich entwickelt hat. Ja, glaube ich. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch viel Spaß hier auf der Spiel und viel Erfolg mit deinen wunderschönen Produkten hier. Und ich sage danke. Kein Problem. Ich übergebe dir einmal den wieder und hole den Chat gleich bei dir ab. Alles klar, vielen Dank. Kein Problem. Ich hätte es sehr gerne behalten. Aber, meine Damen und Herren, ich bin ja artig und kein gemeiner Dieb. Anders als Simon, nicht wahr? Ja, während du so schön hier über Bücher geschnackt hast, haben sich die Hallen hier gefüllt. Die Leute sind hier reingelaufen, wir sind hier in Halle 5. Das heißt, sie machen jetzt erstmal den Weg hier durch und sind jetzt alle hier angekommen. Und wir sind hier am Hasbro-Stand und hier gibt es einige Spiele, die uns hier gezeigt werden. Hi, good morning. Good morning, guten Morgen. That's the only thing I can say in German. Sorry for that. It was great. And you have great games too for us. Yes, so welcome to the Hasbro booth. So we start with the Avalon Hill corner here. So you have Hero Quest with the latest Jungle of Deathstrike extension pack. You have Alliances, the new cooperative extension on Talisman to play. It was a fully packed yesterday, so come over, please. Show us, please. Enter the gates of Hasbro. Let's enter the arch, and then that's where you discover our brand new Leben in Reterra, Life in Reterra in English. So that It was also great. Yes, thank you. So it's our entry to the strategy game world. So with the famous Eric Lang inventor, he will be there at 11 and 2 for meet and greets. So come over, guys. You will be able to have a chat with him. But it's basically, yes, a tile-based game with a post-apocalyptic theme, and pretty easy to enter with some depth and complexity. So really good for dabblers, regulars, and then if you are more a strategy person, like I'm sure you are, you can have some depth and some more complexity coming. So that's our new game for this year. Okay, and it's all available here? Yes, it is available on our booth. You can buy it straight away. You can have a sign-up with Eric Lang himself. So yeah, that's our new jewel for this year. And you saw a big banner. Oh, there are cows in a, what is this?
a futuristic garage? That's a futuristic farm. So yeah, in Life in Runeterra, you have to rebuild your own planet after, of course, us humans have destroyed it, right? Something quite pessimistic, but could happen. So yes, you have to really reset the planet in the best way you can. So yeah, being a good person for once. Perfect. Oh, the first game, but you have more for us. Yes. Ah. So yeah, so here you have your Hero Quest, Betrayal and everything, and then we move away to party games with Drop Trivia. So that's our new party games for adults, but yes, there you can see Betrayal, Talisman, and all the Avalon Hill stuff. And you have seen the tables, which get fuller and fuller with every second, because the people come in right now. Yes, especially Hero Quest, I can tell you it was packed all days. Yes. And then yes, we are moving over to more an adult party game space here with Droppen oder Floppen. Oh, it's awesome. Your German is awesome. Droppen oder floppen. I like it. So, come, we go behind the game so the camera can show us everything. So Drop Trivia is a Trivial Pursuit game where it's much easier than, the basic Trivial Pursuit where you sometimes feel a bit dumb, let's say it. There you have all the answers. You know me? Well, I'm starting to understand. So there you have all the answers. You just need to rank them in order. So those tokens here are telling you whether you're wrong or right. The unit will tell you... Okay, show me, please. Yes. So the unit is telling you, and then you just move the token. So you basically, you drop them down. And then, yes. The unit is speaking to us. Oh, yes. Bling. You see? Bling. And then... There you go. So then I've told you what card I'm playing for. In the stream you can't hear it, but it makes music and sound. Exactly. And then I have 45 minutes to guess the right order, right, of the answers I need to give. So, and then it will tell me whether I'm right or wrong. So if I'm right, you will hear a hee. Yeah. If you are wrong, you will So yes, really pretty. Like the TV show atmosphere, very easy to understand. You can play 1 versus 1 or in teams. So that's our new party game, for fun at Christmas this year. The title, he or ho, would be great as well. I did record it myself. Yeah. Oh, perfect. Really funny. Droppen oder floppen. So yes, okay. our new party games for this year. And then yes, if we move right away, we will move to the more classic games. So where you find Hungry Hippos, Dr. Bieber. Oh. And all those classics that we all know about. So yes, you can enter here. You have also another area here for card games. So you have a Betrayal version of card games. Yeah. Very popular. I don't know it. I love Betrayal. Yeah. But I don't know the card version. So we have both a Risk and a Betrayal version. So, card games is a great way, a quicker way to enter a game. So it's a lighter way to enter Betrayal. So if you don't want to... It's a great, but sometimes heavy game, Betrayal Core. This version could be either good for people that like card games or that know Betrayal but want to put some friends into the Betrayal world. That can be sometimes a bit worrying or scary. Yeah. With I'm a fan. I'm a fan. You need to play that with friends that are not yet into Betrayal. You will need to. And I love the cards. The edges are golden. It looks so glamorous. Yes. So you and have dark. Omen, spells, and of course the Betrayer is somewhere in the game, like the core Betrayal, right? Otherwise it would not be Betrayal. But yes, the cards and the finish of the cards is really something all the players are saying really great positive feedback on. Is it available here? Yes. It's a very important question for me because when the stream is over, I have to come back. Yes, and that's actually our next stop because here you have our Pearls booth where you can buy everything you find on our booth. And yes, right after you can buy a Betrayal deck of Lost Souls here and any game we have in the booth here. So that's our lovely staff here. Hi guys. Not running away. Hi guys. All lovely stuff here. So thank you guys for being there first. So they sell all our games and they sell also something that you can, if you're lucky, if you're coming and play a Hero Quest game and you have to draw a 1000 die and then you have a chance to win that tin of dice. So Jankle of Delstrack is our new extension pack. So brand new dice, very limited edition. So if you want to have a chance to play it, to get it, come and play Hero Quest or those guys here would be happy to sell you one. You've heard it.
come to Hasbro. Here are awesome games. Exactly. Thank you. And then we move over to the all classics. So Dr. Beaver is there. You have Crocodile Dentist. It is fitting for Educators Day and something like that. I've heard about the Crocodile, Dr. Bibber, education games. Yes, exactly. They are And a very educative thing, Looping Louie. I'm sure you're still playing that, right? Yeah, I'm playing it with water. Yes. I bet so. I bet so. Educative for me. Yeah, different type of education. And now you have two special spots. Yes. It's a Twister XXL, maybe Daniel and I have to do it, but I've heard that Daniel is a master player in Jenga. So Master player, really? master player. I don't believe that he is a master in every... That has been one of the hits of the booth, I can tell you. We even had a Dungeon and Dragon master coming yesterday. I have a picture of that because it was so hilarious. And we had a daughter and his dad playing for like 1 hour, like trying to get the highest tower, screening that on their Instagram. So it's a hit. And no, you have two live stream masters here. And I will fight against you, Daniel. Wait a second. Yes. You dare challenge me? I have Absolutely. never been beaten in Jenga in my life. I've heard you're a master. I am, the only master. And I am on my knees. Yeah. Okay, this is speed Jenga, of course. Yes. So we don't have much time for our moves. Yes. You can only use one hand. Yes. Okay. Yeah, okay. You ready? Yes, I am. Then you can start. You may only... Nope. The top two are off limits. Oh my god. Yeah, It's that's just one hand. It is... Oh, I've done it. it's a bad move already. I've learned from the best. Put it on there. Let's see. This one is an easy one. Ah, you made it. Then I take these. Yeah, try. They are pretty smooth. I love the smoothness of the stones. Oh, it's great. It's great. So the live stream will be over with this. Ah, I've seen it. Okay, let's do it like this. Okay. And now I take this one. That would work. Yep, I know. Oh, but I like the risk. No risk, no fun. You know it? Oh, no. Uh-oh, you need to take this one, right? Yes. Because you chose it. I will make it. Oh, no. Oh. With the power of Grayskull. Ow! I just wanted to help you. I think maybe I am the new master. I think you're mistaken. I just want to see the world burn, so I do. Oh no, oh no, oh no, oh no. Holy. You need to put it, beside them. Do you see it? Let's see. Let's use this one. Oh! Yeah, Daniel, what are you doing? we saw his hand, right? We saw his hand pushing the tower. Do we? Yeah, we did. I asked the referee. I think you won. Why? The life is not fair, Daniel. The life is... Myself, so I'm a cheater myself, so sorry. Oh yeah, so you're both cheaters. I can't remember. Whew. Yeah, that was fun. You are not pure of heart. I'm not worthy. You're not worthy to be my co-host. Yes. I know it already. Whew. Okay. That was a fun. Thank you very much. Of course. Have a great time at the fair and come over to Hall 5 to Hasbro booth. Yes. Thank you. Und wenn ihr irgendwann noch ein Twister-Duell von uns sehen wollt und wir uns überlegen, wie wir da schummeln, also ich, dann sagt uns das. Du hast aber auch was Schönes für uns. Ja, ich steige erstmal hier über die Mauer, die fast so hoch ist wie ich. Und dann gehen wir rüber zu HCM Kinzel. Hier drüben wartet nämlich der Jakob auf mich und der wird uns mal die neuesten Neuheiten zeigen, nicht wahr? So ist es, ganz genau. Wunderbar. Freut mich, dass ihr da seid. Freut mich, dass du da bist, weil sonst wäre auch langweilig hier. Erklär mir gerne die verschiedenen Neuheiten, die du uns hier auch präsentiert hast auf diesem Tisch. Ich konzentriere mich auf 3 Spiele. Das erste ist Next Station Paris. Relativ frisch rausgekommen. Nachfolger von unserem Next Station London. Der 3. Nachfolger jetzt. London war zum Spiel des Jahres 2023 nominiert. Hätten wir fast gewonnen. Paris ist jetzt der Nachfolger mit ganz speziellen Varianten. Das Besondere ist, hier auf der Messe gibt es auch exklusive Promokarten zu Paris
und zu London. Wer also hier ein Spiel erwirbt, bekommt die kostenfrei mit dazu. Das ist immer so schön, dass du halt nicht nur in den meisten Fällen bessere Messepreise bekommst, sondern dass du auch einfach, wenn du hier bist, nebenan spielen und neben den ganzen Events, wie zum Beispiel da drüben Jenga oder hier die Spiele beigebracht bekommen und mit den Leuten spielen, auch diese Promokarten bekommst. Das heißt, du hast immer noch ein Andenken auch an die Spiel. Absolut. Und das Spiel wird sogar noch richtig schön bereichert. Kannst du erzählen, was da so da drin ist dann? Ja, also bei London ist es so, es gibt in dem Spiel Sehenswürdigkeiten, die werden hier speziell nochmal benannt unter dem Motto Tag der offenen Tür. Ganz besonders ist aber Paris, das kam damals zur Olympiade frisch heraus. Ja. Da gibt es nochmal gemeinsame Ziele, die entsprechend den verschiedenen Disziplinen zugeordnet sind. Zum Beispiel jetzt hier Marathon, weil es gibt über den Plan von Paris verteilt, hier kann man sehen, die ganzen Windrosen, 8 Stück. Wer die alle im Laufe des Spieles erreicht, hat im Grunde den Marathon-Teil erfüllt und gewonnen. Ah, okay. Ja? Wie du schon meintest, es bereichert das Spiel wirklich. Also für alle Fans definitiv eine Empfehlung, auch wenn ihr das Spiel schon habt, einfach vorbeizukommen, nicht wahr? Ja, absolut. Macht super Spaß und ist sehr beliebt. Alle kaufen es gerne. Am besten beide zusammen kaufen und wer möchte, kann sogar noch Tokio dazu nehmen. Das nur ergänzend. Perfekt, da die Empfehlung von dir. Ja. Wollen wir einmal über die Tische und dann das andere Spiel dort zeigen? Lass uns mal kurz zuerst zu Score 5 rübergehen. Okay. Score 5 ist also ein ganz kompaktes Kartenspiel, das wir ganz neu herausgebracht haben. Ja. Hier geht es im Endeffekt darum, Karten in bestimmten Farben in einem möglichst hohen Zahlenwert sich zu gönnen. Es gibt bis zu 5 Spieler, jeder hat das gleiche Set auf der Hand. Es werden dann Karten aufgedeckt, die einen höheren Zahlenwert haben und jeder kann dann verdeckt Gebote abgeben. Es wird dann aufgedeckt und hinterher wird geschaut, wer hat die höchste Punktzahl. Der bekommt die jeweilige Karte auf die Hand und die restlichen Karten werden unter den anderen Mitspielern verteilt. Okay. Ja, also hat einen Poker-Charakter, einen strategischen Charakter, sehr viel Interaktion und am Ende gewinnt derjenige, der in allen 4 Farben die höchsten Zahlen hat. Also ist eher so, also ein schönes Eröffnungsspiel für so einen Spieleabend oder so ein Absacker, ja. Also leicht zu lernen, ja. Leicht zu spielen und für Familie wahrscheinlich auch schon, ne? Für all die Fälle ist es super, ja. Wir achten generell bei unseren Spielen darauf, dass wir immer die so umsetzen, dass die Anleitungen sehr schnell verständlich sind, dass man ganz schnell einfach zum Spielen selbst kommt. Das ist sehr ehrbar, weil also es gibt einige Spiele, man muss... Ja, man muss Spielregeln lernen natürlich mögen, ne? Und es gibt viele, die möchten sich nicht durch so 40 Seiten durchwälzen. Ich für meinen Teil mag das sehr. Aber natürlich ist dann sowas für Leute, die gerne einfach direkt reinstarten und nicht diesen Aufwand machen wollen, perfekt. Genau, so ist es. Wir haben auch eine sehr schöne Verpackung kreiert, finde ich. Die ist sehr kompakt, die kann ich super gut mitnehmen, auch auf Reisen. Mit Magnetverschluss, damit arbeiten wir generell gern, auch bei den Next Station Spielen. Ich habe die Karten schön kompakt hier drin. Also... schöne Sache, lässt sich gut mitnehmen, gut verschenken und macht einfach Spaß. Perfekt. Und das 4. im Bunde? Das ist das Mandamina. Da wandern wir bitte auch einmal zum Block rüber, ja? Sehr gerne. Ich folge dir auf Schritt und auf Tritt. Ah, hier, der Mandamina-Block. Ich sehe es. So, Entschuldigung, wir würden einmal gern hier hin. Danke. 2 Spielerinnen, die gehen jetzt leider schon. Haben wir sie verjagt? Nein. Die kommen bestimmt gleich wieder. Also, Mandamina ist eine wundervolle Mischung aus Knobel- und Kooperationsspiel. Ich spiele hier gegen das Spiel selbst. Ich sehe es hier auf dem Plan. Es sind Kugeln in 8 unterschiedlichen Farben vorhanden. Die werden am Anfang so gelegt, dass keine 2 gleichen nebeneinander liegen. Dann dürfen alle Spieler, die beteiligt sind, 1 bis 4 Spieler, entsprechend die Kugeln bewegen. Und also zum Beispiel jetzt von hier nach hier, von hier nach hier, von hier nach hier. Und das Ziel ist, die Kugeln so zu gruppieren, dass am Ende jede Farbe immer direkt aneinander liegt. Ah, okay. Der Clou dabei ist, am Ende kommt dann eine geordnete Figur heraus. Und im besten Fall habe ich dann 8 unterschiedliche Formen. Weil ich bekomme pro unterschiedlicher Form, die ich am Ende habe, 5 Punkte. Die werden addiert und jetzt kommt der Clou. Davon abgezogen wird aber die Anzahl der Züge, die ich gebraucht habe. Ja, heißt bei 4 Spielern, also nach jedem Zug streicht einer die Züge entsprechend ab. Wenn ich jetzt zum Beispiel 8 unterschiedliche Formen geschafft habe, hätte ich eine Punktzahl von 40. Wenn wir 35 Züge geschafft haben, hätten wir also eine Endpunktzahl von 5. Das wäre schon ganz gut. 5 ist gut? Ja. Okay, krass. Was ist so dein Highscore?
Ich glaube, der lag so bei 3. Ja, also man kann da auf jeden Fall viel reinknobeln, sich viel verbessern, glaube ich. Und die beste Spielerinnenanzahl, das ist, glaube ich, egal, weil du kannst mit 4 Leuten und du kannst es so aufteilen, wie du möchtest, ne? Und du kannst es sogar auch alleine spielen. Auch alleine spielbar. Ganz nett. Also kannst du auch mit auf Reisen nehmen, im Zug knobeln, wie auch immer. Ja, und es ist auch, also hat eine schöne Reisemitnahmegröße noch auf jeden Fall. Ja. Also Score 5 und die Next Station Spiele sind noch kompakter. Hier brauche ich natürlich ein bisschen Platz, aber das Spiel ist super leicht und wunderbar umgesetzt. Vielen Dank dir. Gibt es noch ein Highlight, was du uns zeigen möchtest auf dem Stand? Also wir haben mehrere Highlights noch, zum Beispiel unsere Crazy Cubes XXL Spiele. Lass uns da nochmal hingehen. Was hat es damit auf sich? Crazy Cubes ist bei uns schon ein Klassiker, den kann ich auch mit 1 bis 5 Spieler sogar umsetzen entsprechend. Es geht hier darum, mit den Blöcken hier bestimmte Karten nachzubauen. Jeder hat ein Set und in dem Fall haben wir eine XXL-Variante da. Lohnt sich super, hier vorbeizukommen und die auszuprobieren. Der Clou ist im Endeffekt, die Blöcke sind ganz unterschiedlich aufgebaut und ich muss versuchen, die so zu kombinieren, dass ich entsprechend die Karte dann nachbaue. Der es als erstes schafft, gewinnt die Karte. Verstehe. Und abseits dieser Titel, ich weiß, wir haben ja schon Samstag, aber an alle Besuchenden oder die noch kommen wollen, heute Nachmittag oder morgen, gibt es noch Events, auf die du hinweisen kannst, die hier am Stand stattfinden werden? Eigentlich ist es genau das, was wir vorher gemacht haben, dass wir entsprechend die Promo-Cards noch mit herausgeben, dass alle Spiele auch live gespielt werden können. Ja. Dass ich den Vorteil habe, ich kriege es hier ganz schnell erklärt, muss also nicht mal die Anleitung lesen. Ja. Das ist im Grunde unser Dauerevent hier. Perfekt. Dann danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und noch viel Spaß auf das Spiel. Wünsche ich euch auch. Bis dann. Danke dir. Wir machen einen kleinen Schlenker an der Stelle und bewegen uns zu einem Detektiv. Simon hat seine Profession gewechselt und ist nun Privatdetektiv. Ist das richtig? Was ist denn los? Ich sehe doch aus wie immer. Ich habe mich hier mit der netten Dame getroffen und wir haben gedacht, wir sind mal investigativ unterwegs und schauen, was hier auf der Messe so alles vorrätig ist, nicht wahr? Ja, natürlich. Wir sind Jawohl. Wir werfen mal einen Blick rüber. Da steht ein wilder Daniel, geschlagen in Jenga. Geschummelt, du kommst dafür in die Hölle. Ja, deshalb würde ich gerne mit ihr weitergehen. Los, wir gucken uns mal an, was wir hier so haben. Natürlich, super. Hier drüben haben wir Lucy Goosey. Oh, mit einem Spiel Sail or Die. Das sieht doch schon mal interessant aus, oder? Ja, vor allen Dingen der lila Dino. Ich stehe auf lila. Lila ist schön. Ja, doch. Und das ist Surfosaurus Max. Sieht auch interessant aus hier. Also die Halle 5, die hat einiges, was mir gefällt. Ja, mir auch. Sollen wir mal noch ein Schrittchen weitergehen? Das machen wir. Wo gehen wir denn jetzt hin? Wo führt mich mein Ermittlernäschen hin, ihr Lieben? Oh ja, Holzkomponenten. Das sieht doch schön aus. Das gucken wir uns auch mal an. Ja, da habe ich auch schon ein paar Sachen gekauft, weil man hat immer mal Sachen, die fehlen. Okay. Von Detour. Hier, holt euch hier eure Holzkomponenten. Alles, was ihr braucht, könnt ihr eben auch noch nachholen. Das ist ja sehr interessant. Vielleicht habe ich da was in meinem Detektivmäntelchen drin. Zeig mal. Nee, der ist leer. Ein Detektiv flext gerne mit dem, was er tut. Ja, nicht wahr? Ja. Was haben wir hier? Ich habe überhaupt gar keine Ration hierzu. Was ist das? Kopfkino. Ach, Kopfkino. Da müsste jetzt ein Film bei dir ablaufen. Ach natürlich, da bin ich natürlich selber drauf gekommen. Aber ich danke dir, dass du mich hier hingeführt hast. Bitteschön. Hör mal, kann das eigentlich sein, dass das dein Mantel ist, den ich hier weggenommen habe? Ja, ich glaube, der ist von Inspektor Fischer, der Mantel. Oh, du bist gar nicht Inspektor Fischer? Naja, in meinem zweiten Leben schon. Okay. Ja. Dann bin ich Inspektor Fisch. Okay. So gut, ne? Kopfkino, du hast uns auf der Neuheiten-Show das schon mal gezeigt. Genau. Ja. Gibt's jetzt neu von uns mal was anderes als ein Krimi-Fall. Ja. Krimi Total gibt's natürlich auch weiterhin. Und es gibt auch eine Krimi Total-Edition mit besonders gefährlichen Fragen. Ja, guck mal. Und weil du der Meister bist, gebe ich dir auch deinen Hut wieder. Ja, ne? Bitteschön. Fühle ich mich doch gleich wieder angezogen. Ja, willst du deinen Mantel auch wieder haben? Ah, wäre ganz cool. Ne? Pass auf, wir machen mal live einen kleinen Striptease. Oh, Entschuldigung, das ist deiner, ne? Ja, das tut mir leid. So, das ist, wenn ich einmal im Pfad bin. Bitte schön, ich habe dir den Gefalten wiedergegeben. Alles klar. Ja. Dann haben wir jetzt zugeschaut, haben jetzt Kopfkino. Ja, genau. Die beste Überleitung für das Spiel. Schaut mal hier vorbei in Halle 5. Vielen Dank euch. Halle 5, Stand 5, 511. Genau. Und vielleicht, glaube ich, noch mal im Mantel hier rum. Dir auch. Ganz, ganz lieben Dank. Ich danke dir. Schönen Spaß noch. Dankeschön. Ich habe mich gut gefühlt. Mir ist noch ein bisschen warm geworden, muss ich sagen. Vielleicht ums Herz oder aber auch unter den Achseln. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass du dich heute verhältst wie die Axt im Walde?
Erst schubst du den Turm um mich zu besiegen in Jenga, weil das die einzige Möglichkeit ist, die du in deinem Kopf gesehen hast. Und dann schmeißt du hier auch noch den Anorak von ihm runter, der mindestens 37 € wert ist. Und dann rennst du gleich noch jemanden um, weil du rückwärts gehst und nicht aufpasst, was los ist. Und dann fällt dir vielleicht sogar das Tablet runter, weil du überhaupt nicht aufpasst. Aber das Tablet halte ich ja gar nicht. Ja, das stimmt. Ja, also wenn, dann wäre das dein Fehler. Übrigens, wir sind hier beim nächsten Stand angekommen, Ja. Wo sich jemand auf den Platz gesetzt hat, wo ich eigentlich hin wollte. Ich suche mir mal eine Axt und einen Wald. Ja, Bis gleich. mach es. Es war gerade abgesprochen, dass ich mich auf diesen Platz setze. Ich muss ihn ganz kurz freundlich erobern. Moment. Entschuldigung. Ich müsste ganz kurz einmal mich hinsetzen, weil ich ein Date habe mit dem Gegenüber. Mit dem Stream. Danke. Ich wollte dich nicht jetzt wegschicken. Tut mir leid. Ich guck's zu. Alles gut, ja. Okay, perfekt. Yeah. The stakes are high now because whoever wins will get internet fame forever. So no free copy. No free. Will the winner get a free copy? I'll see. We will see. Okay, who are you and what is your game about? My name is Ponghwan Ju. I'm from Plural Games. I'm a designer of this game called Magic Number 11. And this is a two-player game. It's a football theme. And each player becomes football manager of your team. And your job is to maximize the synergy and combination between your players. You see here is the example of your game plan. So you can see there's many icons created in between the many cards, and that is the key. You have to maximize the icons, and there's 4 different icons. Like you can, with this icon you can attack, with this icon you can defense, and this arrow you can press, and this plus icon you can draw some synergy card which can boost your attack or defense. So in each turn, each player will place their player card on their tactics board, and each turn they will, as time goes by, there will be more players on the board, and there's more icons, and there's more things they can do. So we're gonna do briefly how turn goes on. Okay, so he's a home team, and he's gonna place a player card first. And you see there's color lines on the board. So these red players have to touch the red line like this. He cannot be here because there's no red, okay? So the other green and blue guys are as well. So within this rule, you place your first card, please. But there's one more rule. Here in the front line, have to be connected with another player, right? So I can start with this one? Yeah, sure. Yeah. Was that a good move or was it a bad move? I don't know. It's very aggressive move because by placing this player here, he can place attacker here in the next turn. So it means he had to prepare it, right? Yeah. So maybe you can attack 2, but you have to make decision. You're gonna defense or you're gonna attack 2, right? Defense. So he choose to defense first because he's kind of very aggressive. Wherever blue line here or here, so you better make the shield because it will give you the defense power. So he put the defender here, and now he got 2 defense power. I mean. Okay, so he has got 2 defense power, and if he gets 2 attack or 1 attack, when will the variables be like compared to each other? When will the attack happen? Right after he makes some attack icon, he can attempt a shot. So we'll show it now. Okay. So let's do it. This one? All right. So as soon as someone made the attack icon, he may attempt a shot. So let's attempt a shot, right? So put the shoot token here on the bow and count the numbers of the attack icons as 2. 2 attack power versus 2 defense power. And plus, we're going to add team synergy on each. Okay, this is the synergy space and 3 space which can be placed synergy cards. Yeah. And the first one always comes from the deck randomly, and defender as well randomly. And from second and third one, you have to see the control track. So your home team's control is now in green color. It means
green space is now available. But he is not in red yet, so he cannot use this space yet. Okay? So this is available for him. But it says there's hand icon. It means you have to play from your hand. He has nothing in your hand. So that's it for his attack. So 2 attack power plus something here. And defender reaction, defender always use these 2 spaces only. Okay? But there's 2 choices. From the hand or from the deck. But you don't have anything in hand, right? So from the deck. Now everything's ready. So add up the number from the attacker. So reveal it. Attack power is 5. Yeah, defender. Already 6. Wow, strong tackle. So no go. So no fall. Yeah, but if attacker's total power is higher than the defender, it's gonna be score, and there will be a score on the board. Yeah. But there's a really important thing. If attacker make exactly 11, it's always go, no matter how high the defender. I see. But if it's over 11, like 12 or 13, always no go, because shooting was too strong. Ball just going away. Yeah. That's so cool. Like you really try to capture the essence of soccer in a board game, and I think it works really well. And the mechanics are really interesting. How did you get the idea? Why did you choose to do this in a game form? I'm really a football fan. At the same time, I'm a board gamer. Yeah. So I was always looking for some board game, football theme. But there was not really the game that I'm really looking for. Some game was too heavy. Some games are too simple. So I wanted to make something in the middle. There's something to think about, and I want to capture as many things as I can possible about the football, like tactical things, and at the same time some lockedness, which actually in real football as well. Right? So I wanted to make something like that, very tactical, at the same time, not too heavy. I see. So yeah, it worked great, and all the love to the detail, right? The score cards and the strategy cards and a penalty kick. Yeah. 1, 2, 3, goal. Oh, you got the quick copy. Yeah, so it happens when this card comes out. Yeah. Every time the defender plays this card, it always cancels the shoot. But instead we do the penalty kick. That's so cool. So there are even more mechanics than I knew of, and I scored a goal. So I won the game, I'd say. Thank you very much for showcasing the game to us. Maybe one more time for all the viewers. What's the name of the game and where can they find it? Okay, the name is Magic Number 11, and from Plural Games, and we are in now 5H410 booth, and but unfortunately it's sold out on site. Yeah, but maybe some leftover because we are still waiting for the pre-order people. But if they don't show up, maybe there's some leftover here. So yeah. And I suppose they can also order online, right? Yeah, right. So here in the booth, we accept a shipment order. So if you're really interested in, so you can just drop by here and you can make the order for the shipment. Yeah, so free checkout. Yeah, if you are really interested in. Yeah. Thank you so much for showcasing the game, man. Yeah, thank you very much. Bye. Das war schön. Schönes Zwei-Spieler-Spiel. Und jetzt direkt vom Sitzen, ich habe richtig vergessen und vermisst zu stehen, zu Ricardo, richtig? Yes, Ricardo, nice to meet you. Oh yeah, in English. Nice to meet you as well, Ricardo. What are you going to show me? I'm going to show you the stand of Jolly Dutch. That's my company. So yeah, we make a bunch of little card games. We currently also now have a new chartered building in Amsterdam. You could see it in all of its glory over there. Yeah, but we just focus on small, easy to learn games, hard to master. That's sort of our forte. I love me some good card games. Yes. So let's take a look at them. I'm going to take you guys right to the center of the action, right? So we've got a table set up right in the middle of our sort of playing hall here. You can see people are playing a bunch of different games. We've got bluffing games. We have Panda. This one's very popular. But I'm going to see if I can try to squeeze you guys in to that reserve table over there. Okay. We've got a table reserved for us, guys.
we're famous. I just lay this down here. Please don't steal it, okay? Don't take it away. That's our chat. Okay. Yeah. What are we seeing here? It's Royal. Yes. We're seeing Royale, Party at Luis. So you actually come on a very special day today because we have a lot of our designers here of our current games. We just like to have the Dutch designers. We bring them in from the Netherlands. We live here in Germany, so it's a little easy to drive them out here. And they actually get to explain their own games to people. So actually, Wouter, the designer of this game, is here today. I will keep my eyes open when I see him. I think he's right there. Look, he's explaining Royale to another group of people. And I will give you a little demo of what this game is today. So we thought this would be a nice little showcase. Okay, great. Has it ever anything to do with Bridgerton or something? Bridgerton? It sure could. You could put a little bit of a role play element into it. The reason we wanted to show you this one and not our big one, Chartered, right? That's a lot more of an impressive sort of big board game, is because this one recently won a Dutch Family Games of the Year award. So we thought this was really nice. It also has a unique single-player mode, which not a lot of games have, but we found a way to make it work on this one. So then take it away. Okay. Well, okay. I'll give you the brief one because I know there's a lot of games to get through at Spiel today. This is a game where you have no cards in your hand. All you need to do is satisfy all of your guests. You will see each of your guests have different cards that they want. This one specifically is actually your helper. I'll explain him later. But you see, for example, this guest wants 25 exactly in points. This one wants 4 cards under 15, all with purple. You see here in the center of the table, this is your table. So on your turn, you will pick one of these cards. No, you'll not pick one of these cards, sorry. You'll pick a row, either a vertical row or a horizontal row. And then you have to play those cards with your guests. Some guests won't like them, and if you give a guest a card that they're not asking for, they're going to send the food back, and you'll have to discard everything under the guest. So, for example, let's say we were playing with this row of guests right here. All right? So I'm looking for cards here. I'm trying to find, let's say we're looking for something for this man. He wants green. He wants 1 card that plus another card equals a third. So we see a row of 3. We have a 3, a 9, and an 8. They go from 1 to 12. So I'm going to take this whole horizontal row. And then I have to decide how to place them underneath. So with a 3 or a 9, I can either add a 12 to him and then satisfy him, earning the points at the top of the card. Or I could, for example, add a 6, right? Because 3 plus 6 equals 9. And then he is also satisfied. This is a joker card, so this would apply anywhere. But if I give this to him now, he's going to send it back. He says, I don't want that. They're very picky, these guests, right? And this is going to go to a discard pile. At a certain point, and then, of course, the deck will be refilled. At a certain point, you will draw this card. This card means that they are done. You'll play first. This card will be shuffled into the bottom third of the deck. So when you draw it, you take all the cards, you shuffle them back up, and you play again, this time with it halfway in the deck. And then when you play it the second time, you're done. All your guests who are satisfied, you count their points, and you see who has won the game. The last little note is sometimes it's very restrictive to play in horizontal or vertical lines. You have a little helper here, which once per game, you can utilize them, and then you can take the pattern on their card. You can organize that however you like. Is that clear how that sort of works? So you get this one, you can take this card, this card, this card, or you can take this card, this card, or this card, and you take it in a specific pattern. You don't have to go in lines. You give you a little bit more control over what your hand looks like. Yeah, and that's basically it. That's basically the game. It's a little more complicated than it looks, especially once you start realizing that you have a card that's going to ruin someone, and you have to make that strategic decision. Yeah, that's a big part of this game. I already thought about maybe I can satisfy one of these guests with one move, but there was not a choice to do that, sadly. But I already, like I said, thought what the best way to satisfy the guests is, and that shows how simple this game is to learn, right? Yes, precisely. So that's all the games we kind of like to show. Like even something like Panda, which is a fairly simple game, it's very simple rules, and you discover the complexity as you play. That's kind of how we like to structure a lot of our games. Though again, we're always trying to find different ways to do it. Again, with some bigger games, it takes a little bit more explanation, but it allows you to have more fun essentially. Would you like to hear from the designer about a little bit about how this game came to be? Because I think he's standing directly behind me. I think I've got 1 or 2 more minutes, sure, if he wants to come. Yes, Wouter. Hi. Hello, I'm Daniel, and you are? Wouter van Strien. Great. He just told me that you can tell me how this game came to be, and why did you choose to develop it? Yeah, sure. I really love puzzle games, and I also love data. So I really like to play with numbers, and that's how this game came alive. So you really like puzzling with the options you have to serve the nobles. They're really picky, so they really want to have specific types of foods. Sometimes they throw it away if they don't want it. So and that's how the game came alive. And then together with Jolly Dutch, fantastic illustrator,
we gave this really nice theme with all those nice nobles, and you have like double-sided, so there's quite some nice variety and colorful with the different kind of colored flavors. I didn't describe the other side yet. Can you explain quickly what that means? Yeah. So you have like a basic version, and you have the masked version with the masked faces, and that's basically a different, more advanced version of the game. Well, that's cool. So players can like change their way of play depending on their level of expertise. Exactly. One question: are you a picky eater as well? Yeah, I am definitely. Yeah. Definitely. What is something that you really don't want to eat? If I give this to you, then you will send it back. Oh, I think if it's not really cooked well, I just give it back to the kitchen. Yeah. I see, okay. Potato should be good, and the sausage should be really well done. Yeah. That unfortunately counts for half the stuff we have in the break room. So unfortunately, Wouter has to go search for other things sometimes. Yeah. What are you going to do? And another question, because most of the developers and authors of games I've asked are not good at their game. Are you good at your game? I know the game well, but I must say, sometimes people surprise me with their moves, and then even I can lose. Yeah. Thank you so much. Maybe as a last question, it's Saturday already, but people who still want to come to Spiel, what can they expect on your booth? Any special events that'll be on Saturday or Sunday? Yes. So the most popular thing is the one you can see right next to you. There's about 6 tables where we have Chartered Building Amsterdam. This is a big Euro game, of course. We thought we're coming to SPIEL Messe. We got to have a nice board game here. So we've arranged for that. You can sign up. There are still some slots left for Sunday. In fact, I think a lot of slots are left for Sunday. Of course, you have to peter in quick. But for the rest, we just like to say we have a bunch of tables here. People play, about 10, 15 minutes and leave. If you guys have seen other stuff at Spiel, or if you want to come here directly, we've always just got fun games. At the end of the day, you can play a 50-minute fun game, and we'll take it from there. We just want to meet people. We want to talk with our community, and when we see people smiling at the table, this gives us energy to go back to the Netherlands and just keep making good games. That's what it's all about. Thank you so much for showcasing the game. Thank you as well, and have great fun at Spiel. Yes, you too. Thank you. Bye. You too. Wir suchen uns mal einen Weg hier raus zu Simon, der schon wieder bereit ist. Popstars. Ja. Bist du jetzt ein Popstar? Seid ihr Popstars? Nein, nur sie. Ja, und da kommen wir auch gleich zu, weil du darfst nicht weit weglaufen. Ich habe was für dich arrangiert. Du hast jetzt so lange gesprochen und wir gehen gleich zu einer kleinen Party. Und ich liebe Partys. Ja, in der Party bekommst du auch was zu trinken. Und dann habe ich sogar noch exklusive Infos bei Yellow. Wir kommen in den Pressraum und die sagen uns, was alles auch nächstes Jahr rauskommt. Das ist überragend. Aber zu der Party nehme ich dich gleich mit. Nicht, weil ich dir nicht vertraue, aber ich frage trotzdem einmal, will er mich hinters Licht führen und verarschen oder meint er das ernst? Nee, der meint das ernst. Wirklich. Chat, wollen die wohl beide mich verarschen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Daniel, du hast mir gestern so lieb einen Met klar gemacht. Oh und Gott. dieser Met war, nachdem meine Stimme komplett zerrissen war, auch gar nicht mit Chili und Pfeffer versehen. Also von daher, wie könnte ich drauf kommen, dich jetzt hinters Licht zu führen? Ich bin gespannt. Tschüss. Genau. Bei euch waren wir auch letztes Jahr und euer Stand ist übrigens da drüben. Aber weil wir gleich hierher gehen, haben wir gesagt, komm mal eben rüber mit dem Mikrofon und erklär mal, was habt ihr Neues? Genau, wir haben Krimi-Dinner-Spiele für die jüngere Zielgruppe, für Familien. 2 Stück, 1 ab 10 Jahre und 1 ab 12 Jahre. Da stirbt diesmal niemand, sondern es handelt sich um ein Verbrechen. Die Erwachsenen-Themen, die sonst immer so Teil des Krimi-Dinners sind ausgespart. Also man kann sich sicher sein, dass keiner eine Affäre mit jemandem hat. Ne? Und Warum? Ja, weil es halt für die Familie geeignet ist. Du kannst das mit deinen Eltern spielen, genau, und du kommst nicht in eine unangenehme Situation, mit deiner Mutter dann eine Affäre zu haben. Das wäre unangenehm. Ganz genau. Ja, ich habe tatsächlich mal Top 10 die ab 18 Version mit meinen Eltern gespielt. Grüße gehen raus. War mir nicht so angenehm. Also ich habe mir gewünscht zu sagen, ich gehe und ich mache das nie wieder. Ja, kann ich verstehen, genau. Und deswegen haben wir das jetzt ein bisschen eröffnet, den Markt für die Familie. Und das ist ein bisschen mehr Audiotracks, mehr Bilder, weniger Text, ein bisschen moderner. Einmal Popstar in Not, da schlüpft ihr in die Rolle einer Band, den Freaking Fruits, und geht auf Tournee. Freaking Fruits! Genau, und im Schatten der Achterbahn, das ist unser ganz neuer Fall, da geht ihr in einen verlassenen Freizeitpark. Ja. Das klingt spannend. Ihr seid Parameter B und man findet euch hier praktisch direkt neben dem Stand, wo wir gerade sind. Genau, Halle 5, 5H318. Viel Erfolg euch. Dankeschön. Ciao. Ciao.
Daniel, es geht zu einer Party. Die Leute da sind super gut drauf. Ja, ich nehme den Chat natürlich auch mit. Ja. Und da vielleicht einmal ganz kurz der Hinweis. Wir sind ja live auf 3 Kanälen. Spiel, Messe, BrettMan, Brettspiele und Nerdstar TV. Also da, wir lesen überall rein. Sagt gerne Bescheid, wenn ihr irgendwas sehen wollt, wenn ihr Fragen zu Spielen habt. Hier wird gerade gesagt, oh, das Fußballspiel war cool. Oh, das hätte ich auch gern gesehen. Das Spiel eben war cool. Und sehr interessant, kann man es online kaufen und was kostet es, wird gerade gefragt. Okay, können wir mal versuchen, dass wir das noch in Erfahrung bringen. Vielleicht nehmen wir es auch mal mit drauf für verpasste Highlights morgen. Und übrigens, Dankeschön für all die Clips. Wir sind ja auf einem Twitch-Kanal auch live, Nerdstar TV. Ja. Und da kann man Clips machen. Und es wurden sehr viele schöne Clips gemacht, lustige Ausschnitte geklippt. Und da abends noch mal im Hotel zu sitzen und sich die anzugucken, Revue passieren zu lassen, vielleicht sogar hinterher einen Highlight-Cut zusammenzustellen. Ja. Danke für das Möglichmachen davon. Ja, und jetzt komm weiter hier mit den ganzen Dankes. Wir haben noch einen kleinen Weg zu der Party. Oh, wie lang ist denn der Weg? Och, das sind bestimmt noch 5 Meter. Da hinten wird gewunken. Das sind bestimmt noch 5 Meter. Das ist mega weit. Also, aber es ist gut, dass du... Oh, das tut mir leid. Entschuldigung. Es ist gut, dass du in der Dankestimmung bist. Weil ich habe es ja vorhin wahrgenommen. Ich muss auch Danke sagen. Da sind wieder Leute hinter dir. Du wirst sie umrennen. Oh Axt im Walde. Aber ich habe die Axt und den Wald gar nicht gefunden. Also, wir gehen mal so ein Stückchen hier durch. Wir gucken, dass die Kamera auch mitkommt. Und da ist es. Und zwar muss ich ja Danke gleich sagen für 10.000 Abos, die ihr mir bei BrettMan investiert habt. Und wir gehen hier ab für 10.000 Abos. Freuen wir uns. Dankeschön. Und what must he say to get a drink? We say free, you say coffee. Free 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 coffee. 10.000 Abos. Dankeschön. Can he get a drink? Of course. Okay. All the drinks. Everybody go home, get your free coffee! Free coffee for everyone! Das Mikro ist... Daniel, Prösterchen. Prost. Lass es dir schmecken. Der ist für dich. Ist hier wirklich Kaffee drin? Da ist wirklich Kaffee drin. The team. Und schmeckt ja. Okay. Hey, oh. Daniel scheint es zu schmecken. Das ist alles gut. Wir lassen dich mal ein bisschen hier. Erhol dich. Ich lasse auch den Becher hier. Thank you. He will stay. Und wir gehen noch ein Schiff. Danke. Danke. Ich danke euch. Und wir gehen jetzt in den Showroom von Yellow. Und ich habe euch gesagt, hier werden Infos gegeben zu Spielen, die noch nicht draußen sind und auch Spiele, die jetzt da sind. Und wir dürfen hier durch dieses Türchen, ja, ich darf hier durch, so mit meiner Hüfte darf ich es aufstoßen und komme hier rein und wir werden hier mal reinschauen. Hi, nice to meet you. Welcome to Yellow Booth. I'm Roger from Yellow and let me show you around our next novelties for next year. I'm nervous. Please show us. So here we are on the booth where we show all our partners which games will release next year. So we have, for example, here the Guilty line that is already out, not in Germany sadly, but we are still looking for a partner. We have Guilty, Houston and Monaco that released this year, and for next year it will be Fontainebleau with a little of historical stuff. It's a detective game, basically. Okay, and you say detective, and I saw the Animals of Baker Street. Yeah. What's that? Animals of Baker Street is also a detective game, but more family-oriented, based on the dog of Sherlock Holmes and his friends, trying to... Is it a smart dog? It is a very smart dog, but he's very old, so he asked his young friends to help him solve the case. And it released actually at Spiel in German this year. Okay, so come here. Then we have traditional card games from around the world that will release next year. Cool. Still unsure if it will go live in Germany, but yeah. And what is puzzles? Here are jigsaw puzzles. Our main novelty is that we have now jigsaw puzzles that glow in the dark and change illustrations in the dark. Is it an innovation in the puzzle world? I think it's quite new in the puzzle world and it's very beautiful artwork, so yeah. It seems to be a trend. We've seen the game Dying Light, which has UV lights, and now you got with puzzles. Yeah, we want always to
innovate in the field of puzzles, because we think that there are a lot of puzzles, and we have to be like the best one, or to have something new for people to buy our puzzles. I like it here. The puzzles look awesome. They're on the wall, and there is a little hint, a little teaser for a game which I'm very happy to see it. Yes. Oh, it's movie night, yellow, be happy and eat popcorn. Oh, maybe they can imagine. Yeah. Okay, but we will have a look on the other games. So here we have... come here next to me, so the camera come here, please. Here we have Ancient Knowledge, released last year. This year we have the new expansion, Heritage. We can play solo, basically, with this new expansion. Oh, cool. Yeah. Cool. Then Unmatched. The people in the chat already asked for Unmatched. Yeah. This year we will have the new Unmatched Slings and Arrows that has been released. Sadly, Unmatched now will not be in German anymore, only in English, in Germany, though. Next year we will have, of course, the Ninja Turtles. Restoration Games started their Kickstarter, and we will have it next year around Gen Con, probably. I have to say my friends, because they are big groupies of the Turtles. Yeah, it's crazy, it's cooperative, and you will have villains, but that you will be able also to play as heroes. Okay, will there be pizza pies in the Adventures pack from the Turtles? No, I'm not sure. I'm not sure about this. Oh, okay, but I see pizza on the cover. Yeah, of course. That's fine. On all his illustrations, Donatello will have to eat pizza. Great. At the beginning of next year, we don't have a box yet, but the Witcher expansions will come out. Is it the real Witcher or is it Alea in this Witcher cosplay? No, it's a real Witcher, and it's basically based on the video games more than the books. Okay, cool. Then new things in the world of King of Tokyo? Yeah, we have some new stuff in King of Tokyo. A new monster. Oh, the 100th monster. It will release as a little gift with purchases next year. It's the monster number 100, so big thing with big blasters. Yeah. King of Tokyo Origins already released in English, but releasing in Germany in Thalia exclusively. Next month. Yeah. What is the thing about King of Tokyo Origins? King of Tokyo Origins is basically a lighter version of King of Tokyo base game. Only 4 players instead of 6, and less cards. Easier rules, let's say. And lesser price? Lesser price, of course. Yeah, okay. And King of Tokyo Duel is also a trend in this year. Yeah, of course. We just released it at Spiel. It's our big novelties of this year. Releasing in Germany like in a few days as well. Basically 2-player version of King of Tokyo. We know that the base game is not that good at 2 players, so we had to do a dual version. With a tug-of-war mechanic that is changing a bit of the game, and now the monsters have special powers, unique powers. And now I see, it looks great, the Luchador. The next monster pack for King of Tokyo that will release next year. It's all about wrestling. Yes. I like it. In the newcomer show, there was wrestler who get me, and I have to play with them, and they scream at me, and they were very nasty. They will like this expansion. You will have your monsters to wear masks, and you will be able to steal them like in wrestling by challenging your opponents with challenge cards. Okay, I see the different masks here. Yeah. Everyone will start with a mask, and then you will try to steal them from the opponents to score more points. Oh, luchador power. Yeah. The table is full with King of Tokyo stuff. Yeah, this is our new tournament kit. So if you guys like tournaments of King of Tokyo, we have a new monster called Globe Smasher, and 3 monsters from other countries because we are doing national monsters. How funny is Shaggy-Tron? He's very funny. It's basically Pinocchio, right? Yeah. And it's the Italian monster. It's basically Pinocchio with chainsaws. Yeah. You will have new promo cards and buttons to collect. Okay. Then here is Time Bomb Undercover. Time Bomb is very popular in France. We do not have the rights around the world, but we did Time Bomb Undercover that adds some spiciness to the game, and that will release next year in like a lot of countries. We still don't know which ones.
It's a game of hidden role, game of gab. Yeah. These are so many games, and I have to say, every title is very interesting. Yeah, I like it. We have a lot of titles coming out next year and this year. Mythical dice, basically trick-taking game, but with dice. Yeah. It's the mood of a party game. You throw the dice, you never know which face you will have, and you don't know exactly which tricks you will have. Yeah. Pina Colada Dice just... Oh, I like the name Pina Colada Dice. Yeah. Pina Colada Dice will release in Germany as well next year. Mm-hmm. Basically, it's a mix of tic-tac-toe and Yahtzee. Mm-hmm. And you will try to have your cocktails on the coasters to score the most points, or do a Pina Colada Dice to win instantly. I like Pina Colada. Candy Rabbit Bad Peas is a bit complex to explain. The name is Candy Rabbit Bad Peas. Yeah. Oh, difficult. You have to read the name out loud to understand the game. Mm-hmm. Basically, it means, can you repeat that, please? I got it. And okay. then you understand how the game works. Do you know the German title? Not yet. We have to translate it. Difficult to find one. Yeah. And maybe we can go over there for two big things for next year. Yes. Here is Loose, a trick-taking card game where you do not see your Let's values. go over here. I will switch it. Yes. So this game basically trick-taking, but you do not see your values. You only see the values of the others. Mm. So you will have to bet on what you can do, but without knowing exactly what's in your hand. What is the artwork like? Are these windows or something like that? Those are like, windows of churches, you know? Yeah, right. And we have good work with the different form of natural light, sun, lightning, moon, fire. There's also stars. And yeah, we are working with good graphic design. And yeah, we're pretty happy about it. We'll release next year in a lot of countries. Okay. Okay, and now we come to the title, which I can saw from the entry. Yeah. Of course. This is a game about cinema. Mm-hmm. So this is Popcorn. Let's show the box. This game is very exclusive. It's the first time that we are presenting it this year. It's about cinema. You will own your own cinema and have to manage it. Buying movies, buying new seats. Okay. With a lot of content. And the main goal is to win popcorns. Oh. In your little buckets. Real popcorn inside the box? We will try to make it happen, yeah. Okay, I like it. So we have the cards are very funny. The Godmother, yeah, a very popular movie. All the movies are like parodies of real movies, existing movies. King of Tokyo is here. Godzilla. Yeah. And yeah, so you will have to buy films, increase your seats, and attract new spectators in your theater and steal them from the others because you have the best cinema in the city. Okay, I like the humor. I like the topic about the popcorn cinema thing. Yeah. And it looks awesome. Big spenders. Immersive. What is it? It's Abracadabra. Abracadabra. Absolutely. Yeah, right. I know the movie. So Kangaroo Man. We're hoping to make it live at UKG next year, but we're still not sure. Maybe Gen Con, maybe next Spiel. But we hope to localize it in a lot of countries as well. Of course, Germany will have it. So yeah. Wow. Thank you for the overview. Lots of games. Yeah. Everything is interesting for me. Thank you. No problem. Thank you very much. It was a pleasure to meet you on the booth and have fun watching the other booth. And what is this for a play area? Yeah, this is a preview of our first outdoor game. Yeah, here is the exclusive area, and if you have to rest, then you're lying there and throw dice against the wall. Yeah, exactly. It's called POC. It will release next year. Or maybe... I have thrown out the dice. Basically, that's how you play the game. Oh! You throw the dice and you try to be the closest one to the brown ones. Yeah, I've learned it in very, very fast time. Thank you very much. Thank you very much and have fun on the live stream. Yeah. Thank you. Wow. Wow, ihr habt's gesehen. Also wir haben hier einen richtig coolen, exklusiven Einblick bekommen, was hier eben als nächstes ansteht. Viele Spiele, sehr, sehr viele Spiele. Ich mag einfach den Humor, ich mag die Art.
Das sieht überragend aus. Gucken wir mal, ob Daniel die Feier da hinten überlegt hat, weil da ist ja ordentlich was los bei dem freien Café. Und ich weiß auch, dass an dem Stand halt auch eben Spiele gespielt werden. Hier werden so ein paar Pfeile geworfen, die müssen an die Wand geklatscht werden. Das sieht überragend aus. Vielleicht kommen wir da noch mal zu. Wir biegen aber hier noch mal ein bisschen nach links ab, Freunde. Das mit den Pfeilen könnt ihr euch vielleicht dran erinnern. Das hatten wir letztes Jahr in der Neuheiten-Show. Da haben Daniel und ich auch versucht. Die sind so mit Saugnäpfen, die können an der Wand hängen bleiben. Das haben wir gegeneinander gespielt. Das sind alles so Sachen, die machen gerade gegeneinander Spaß. Wenn Dani wieder in Jenga gegen mich verliert, ne? Du belesener Dude? Ich bin ein sehr belesener Dude. Ich wollte mal kurz darauf hinweisen, weil er hat sich so ins Zeug gelegt und wir haben gar nicht darauf hingewiesen. Der Dude mit den Büchern am Anfang des Streams. Ja. Florenz-lederkunst.de. Ja. Das wollte ich nochmal machen, weil er hat sich so Mühe gegeben und sonst hat er ja gar nichts davon. Und jetzt hast du ihm das Buch geklaut? Er hat mir das mitgegeben, der Süßi. Ach ja, guck mal, das ist aber lieb. Nimm ich das? Ja. Ja, cool, danke. So. Ja. Und dann bringen wir dem das mal wieder zurück, ne? Und wir sprechen jetzt hier mit einem Ansprechpartner zu diesen Tischen, weil wir haben ja gestern schon ein paar TischherstellerInnen dabei gehabt im Stream. Es gibt natürlich Varianz dabei. Es gibt nicht nur Hühne, nicht nur Ratskellers und andere, sondern es gibt auch weitere. Ich weiß nur nicht. Hello. 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 Who are you and what is this table about? So we are Mesas para Juegos. So we've been building tables since 2017. And so we create tables that are for gaming, but they are tables that look like normally really good in your living room. Yeah. So when they are closed, they tend to seem like tables that you would really find like design-wise very innovative and very useful as well. Let's look at the models. Let's start with this one right here, if you want. So this is Heracles. So this is a new model we are trying. When you see this, we cover with all the leaves because it's very thin frame. So it's really very nice design style. It has a lot of accessories that come in and go on top of the table. So this is one of the new releases we have here in Essen. Then we can show you like other tables here. Like this is the Zeus. This is one of the classic tables we have. So it's a very big, nice living room dining table in which you can have you can play at different heights. So the table allows you to modify the height where you play. Of course, you can cover it all completely. It doesn't look at the gaming table. You can have also the leaves of the table under the table, so you cannot see them. We also have the chairs, and the chairs are also the upholster of the chair is the same material that we use in our tables, on the bottom of our tables. The chairs are very comfortable, if I might say so. Thank you so much. Thank you. Yeah, and we have a lot of models, different models. This is something also unique because not every manufacturer produces chairs, and not always you can match the chairs with the colors of the fabric of the tables. And the third big table that we are bringing here as a novelty is this table that we can see here, which has electric. It's electric lifting system. You can jump, yeah. So there are like 3 people jumping there. Actually, this is very good when people play or want to play standing up. Like games that people are very excited, rolling dice or betting, so they want to be standing up. And then I hope that nobody dies here in the demo. And but also like people that tend to work on the table, so you can. Some people it's good for their backs to be working straight. And that, well, this is a prototype, but we are already starting to produce them. You can also play like regular gaming with your regular chairs, and that's it. And we also have a lot of accessories that go on the sides. We have, as you can see, if you play more like role-play games, for your rules, you can have places where you have some nice dice towers that come on the side, but you can also use or store here on the. And well, so but we have at Essen we have more than 20 tables spread because we work with many partners and they use our tables. That's another table, all the tables behind. So yeah, this is the 3rd time we come to Essen. Thanks for showcasing in just such a creative way. You said that these tables are designed for looking like
normal dinner tables if you want. Is there anything else that sets them apart from other table manufacturers like Hühne, Ratskellers and stuff? I think the quality finish you can look, if you look closely, it's like solid wood, oak, and the finish, if you see how it's painted, how solid it is, and in particular quality price, we are super comfortable. And actually in our catalog we put links to our competitors, so we send them to see Ratskeller, Geekinson tables, and we are very happy, and we all invite all the people that come here to go and see other, because it's a big investment, so you want to be sure what you're buying. So we always tell them, just go and see the big players in the market, see them, and then come back if you find them like worth it. And we sell we ship all over Europe. I see. The chat always asks, what is the price point? Yes. And how is it with, like you said, shipment with the tables? So we ship one by one. Actually, one of the good things we have is like shippings within 2-3 months of ordering. So you can have a table in 3 months after you've ordered, you can have it home, which is not always the case. We have some less fancy tables that we ship even faster, within a month, that we have in the other stand there, but these are not as high quality. And the price point, it depends. This big table that you have there is from 2,100 euros on, VAT included, and this is solid oak. And then you can also touch and see the quality of the materials, and this is something that it's difficult to see on the screen, but I'm pretty sure the people that come will appreciate. I think this is a very, very reasonable price and a very reasonable investment for life. Yeah, thank you so much for showcasing your models, and have great fun at Spiel. Thank you so much. We are having fun every year we come, and I think this year is fantastic as well, and next year we'll be here. Great, thank you. Wir gehen weiter. Ich habe mich eben schon gefragt, warum sitzt da jemand auf diesem Tisch drauf und dann fällt der Tisch einfach hoch. Ich habe es geliebt. Und dann setze ich mich auch drauf und dann fahre ich auch mit hoch. Ich habe es geliebt. Das war schön. Wir müssen hier auch nochmal, weil Björn gerade in eine andere Richtung zeigt, zu Valkyries gehen. Aber vorher gehen wir einmal zu Tower Up. Ich habe hier AnsprechpartnerInnen, soweit ich weiß. Entschuldigung. Hallo, grüß dich doch. Wer bist du denn? Do you speak English? Can we? Oh, of course, no problem. Who are you? Hello, so I'm Chloe from Monolith Board Game. We're a French board game company, and this is Tower Up, so our first game. And we are really excited because it has been released right here at Spiel 2 days ago. Yeah. And the reception has been great? Awesome, really. The people are really happy. We have a giant version that works really, really well, and the game is quite easy. It's a simple family game, so everyone seems to really like it, like the table presence, the 3D elements, and yeah, it's really been great. Let's look at the big version of the game, and maybe you can tell me about its core mechanics as well. Yes, definitely. So as you can see, it's a city building. We all together build the city. We place our roof during the game. And it's a competitive game. It's all about making the most money at the end. So how does it work? We have a bit of resource management with those floor pieces and strategic placement. So during the game, you will try to have your roof placed on the most high building, but also try to achieve some objectives first, and then try to have your roof still visible at the end of the game. And you need to balance through these mechanics through the game. I see. Okay. Is there anything else that you think is another highlight of the game before we move on with the stream? Well, the table presence is amazing, and I really think that it makes a great difference between all those other small card games that we see right now in the market, and I think it's really what makes us stand out. I think so too. Thank you so much for showcasing the game, and have great fun at Spiel. Thank you, you too. Bye. Bye. Tschüss. Und nun springen wir einmal in den Stand gegenüber. Meine Ansprechpartnerin. Hello. Hi. Oh, German or English? Spanisch, aber German is good. German is good, also sprechen wir Deutsch. Ich hatte eben mit einer Kollegin gesprochen, aber ich sehe sie gerade nicht mehr. Deswegen spreche ich jetzt mit dir. Überraschung. Kannst du uns ein bisschen was erzählen zu Valkyries?
Yeah, of course. So in Valkyries, it's a competitive spiel. We play against each other. Everyone is here, and we have to kill as much monster as we can. It's a bit English. Here are the actor cards with more or less a puzzle game. You go to the card of the color you have, and then you attack all monsters around you. But you have to take care about the active monsters. The only one who can tut uns weh. If you go through one active monster or you finish your turn with an active monster, you will receive wounds. And at the end, who have killed the most monster win. I see, and you have different character classes. Do they play different? No, there's the same. In campaign mode, there is not. A different way to attack. You have a mace, so you attack in other way, a lance, a little bit weiter, further. Auch there is es gibt eine andere Art von Attackieren und so. Jede Waffe. Und dann haben wir mehrere Karten, die Helfer von Göttern, du heilst dich, du konntest dich teleportieren und verschiedene Aktionen. Ah, verstehe, okay. Und für welche Art Zielgruppe ist das Spiel gedacht? Also welche Leute werden damit Spaß haben? Ich habe gespielt mit jetzt kleinen Mädchen, Jünger, die sind 8 bis alle so. Es ist noch nicht so schwer zu verstehen, weil am Ende ist nur wie ein Puzzlespiel, wo du landest, mit welcher Farbe und so. Ich finde, haben die alle Spaß gemacht. Ja. Und ich bin auch Lehrer und ich wollte in meiner Schule die benutzen. Und ich denke, die Kinder verstehen ja gut. Dankeschön fürs Zeigen des Spiels und ich wünsche dir noch viel Spaß auf der Spiel. Danke, gleichfalls. Tschüss. Auf in Richtung Simon wieder, weil der war mir jetzt zu lange alleine. Der hat bestimmt schon wieder ein bisschen Schabernack getrieben. Er hat einen Boomerang. Ich will das auch. Ich will das auch. Was passiert hier? Aufpassen. Wir sind hier bei Boom Around. Pass auf, ich hab's geübt. Ich habe nur eine Hand zum Fangen. Das macht's schwieriger. Wie cool ist das, bitte? Ich hab's nicht gefangen. Ich will das auch. Versuch's mal. Pass auf. Halt mal. Ich zeig's dir. Oh, ja, na gut. So. Und zwar nein, das farbige Ding zu uns hin. Und jetzt zurück an dein Handgelenk und die Kraft nur aus dem Handgelenk. Oh, das war gut. Another one. Das war gut. Einer noch. I love it. Like this? Yes. Und nur aus dem Handgelenk. Nur aus dem Handgelenk. Du kannst das. Das war stark. Oh, sorry. I did it. Und du hast meine obere Hüfte berührt dabei. Warum tust du das? Ich habe das gefangen. Ich habe das. Okay. So, hier Boom Around. Die Halle ist sehr, 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 sehr cool. Ja, stimmt. Ich könnte mich verlieben in diese Halle. Halle 5 hat so viele lustige Aktionen, Boom Around, andere Sachen, die ihr spielen könnt. Hier hinter mir. Thank you very much. Jetzt gib den Leuten ihren Boomerang wieder, Daniel. Hier hinter uns ist ein Glücksrad bei Game Lab, bei Rudy Games. Und diese Halle, wirklich, ich komme hier gerade rein und ich muss wieder mal feststellen, dass einfach bis jetzt jede Halle, die wir besucht haben, einfach mega geil ist. Wirklich, ich könnte auch hier den ganzen Tag verbringen. Und das sage ich nicht einfach so, das ist wirklich so. Wir haben jetzt nur den Anfang geschafft und wir müssen jetzt mal ein bisschen hier durch und den Leuten mal zeigen, was wir hier haben. Weil ansonsten schaffen wir das gar nicht alles. Die Halle ist voll mit Highlights. Eindrücke auf das Spiel. Ecosphera, ich muss es gerade mal eben kurz zeigen. Das Spiel hatten wir letztes Jahr auch gezeigt. Richtig schönes Spiel. Und da gibt es jetzt die Baltica-Erweiterung daraus. Also kommt hier auch gerne mal vorbei. Überragend. Wirklich schönes Spiel. Große Transformers, die wir uns hier holen können. Und wir konnten jetzt leider nicht uns mit Pfeilen bewerfen. Ne? Mal gucken. Das sparen wir uns auf. Ich glaube tatsächlich hier in der Halle, hier in der Halle ist so viel, was wir bei den verpassten Highlights am Sonntag zeigen. Weil alles hier drin einzufangen, gar nicht möglich. Ein paar Kartenlege- und Plättchenlegespiele. Fish and Flips heißt das. Den Namen habe ich gerade mal erfragt. Hört sich sehr, 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 sehr lustig an. Hier gibt es Spiele wie Sail und Mountain Goats. Ja, das ist bei Allplay der Stand. Ich mag hier das Standdesign, muss ich sagen. Weil das sind alles so Holztische mit Banner oben drüber. Den Kollegen haben wir letztes Jahr auch getroffen. Ja, wir haben uns immer... Ja, war super toll. War toll, ne? Ja. Letztes Jahr war es super toll. Ja. Aber dieses Jahr ist unglaublich toll. Schön, dich wiedergesehen zu haben mit der Spiel. Was ich so super finde von Spiel, ist, dass es besteht schon lange, ja, viele Jahre. Wir kamen hier zuerst an 2008, aber es ist viel älter. Ja. Und ich kann noch fühlen, dass im Beginn war es eigentlich ein Freundschaftsfeier. Ja? Und es ist natürlich gewachsen. Und es wächst noch immer. Ja. Aber und noch immer fühlt man das Freundschaftsgefühl. Das hast du wirklich schön gesagt. 17 Jahre bist du dann in Folge hier?
2008 bis jetzt? Ich kann kaum counten. Wie sagt man das in Deutsch? Zählen. Kaum zählen. Ja. Richtig, richtig schön. Ich wünsche dir hier einen richtig genialen Aufenthalt. Danke. Und Sie wissen natürlich, wir sind von Sunny Games. Ja, wir kommen. Diese Hut habe ich gefunden diesen Sommer. Aber es stimmt nicht unser Company-Logo. Es sieht hervorragend aus. Jedes Jahr ist etwas Extras. Ja. Viel Erfolg euch. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Guck mal, man trifft ja auch schon alte Bekannte wieder. Ja, woher kennt ihr euch? Wir waren letztes Jahr... Ja, nee. Ich frag nur. Hast du meine Festplatte zum Abstürzen gebracht? Okay, nein, wir waren letztes Jahr in Halle 4, glaube ich, unterwegs und da haben wir den Herrn getroffen. Könntest du dich daran erinnert haben, wenn du ein bisschen Interesse hättest, was wir hier so machen? Nee, tatsächlich. Ja. Tatsächlich habe ich das vergessen, aber mein Gehirn ist auch einfach nicht mehr so stark, was das Gedächtnis angeht. Hier sind wir bei Familien. Juegos. Ja, Juegos. Auch viele lustige Spiele. Wir sehen hier auch Kinder. Guck mal. Viele fröhliche Leute hier auf dem Stand. Also hier. Und wir können einmal zu Piatnik gehen. Wir können über die Tische filmen. Ja. Und einmal zeigen, was es alles gibt bei Piatnik. Ja, wir haben auf der Neuheiten-Show, haben wir euch Moving Day vorgestellt. Ich nehme mal eben den Karton, weil ich nicht gefragt habe, Entschuldigung, ob wir hier auf dem Tisch drehen dürfen. Moving Day, sehr, sehr witzig, weil da geht es um einen Tag, wo überall umgezogen wurde. Also zum Stichtag, ich weiß nicht mehr, ob es der 1.6. war, sind die Verträge für Wohnungen ausgelaufen. Das ist in Österreich so, ne? Genau. Nee, ich glaube Kanada oder sowas war das. Ich glaube, es ist in verschiedenen Orten. Ja. Und das Schöne an dem Spiel ist, dass du wirklich deine Familie dazu verpflichten kannst, dir zu helfen, umzuziehen. Und das liebe ich ja. Es gibt Länder, da ist das so. Ja. Was gibt's aber noch bei Piatnik Neues? Calcada, kannst du dazu was sagen? Was sehen wir hier? Ein Legespiel auch wieder, schätze ich. Ja, und das ist eher dann auch mit so einer Rodellmechanik, wo wir dann eben verschiedene Plättchen legen. Ich habe es noch nicht gespielt, wollte es mir aber da auch mal erklären lassen. Aber hier ist einiges. Riesiger Stand. Hidden Stones, auch ein Titel, der, glaube ich, den haben wir auf der Neuheiten-Show komplett übergangen, ne? Sollen wir da mal den zeigen? Hidden Stones. Sieht jetzt auch lustig aus. Es sieht sehr schön aus. Ich liebe die Artworks auf den verschiedenen Steinen. Deswegen, also wir können auf jeden Fall am Sonntag bei den verpassten Highlights nochmal hier vorbeikommen. Ja, absolut. Das sollten wir definitiv tun. Und nochmal zeigen, was es hier auf sich hat mit. Also Chat, schreibt gerne rein, wenn euch eins dieser Spiele sehr interessiert. Dann wir haben aber jetzt auch ein Ziel. Vorbei. Und unser Ziel ist, wer hier in Essen vorbeigekommen ist und hat sich die Spiel hier angeguckt, der hat hier ein großes Banner gesehen. Und auf diesem Banner, da sind so große Marshmallows drauf. Wir haben vorher noch ein anderes Date. Echt, wirklich? Ja, ja. Ach, da hast du noch einmal hier drüben zu Haber tatsächlich. Bei wem denn? Bei wem denn? Das wird uns jetzt... Ah, hier. Da ist der freundliche Mann. Ja, dann schnapp ich mir den Markus mal. Ja, hi Markus. Zusammen. Du hast wieder schöne Spiele von Haber für uns. Genau. Wir haben ein schönes Highlight-Familienspiel, Point of View. Dabei geht es darum, dass man eine Szene sieht, kooperativ, aber aus 4 verschiedenen Himmelsrichtungen. Das kann man hier auch schön sehen. Die Insel sieht man aus 4 verschiedenen Richtungen. Es gibt dann immer Fragen dazu, die man gemeinsam lösen muss, weil jeder sieht natürlich nur einen bestimmten, nur eine bestimmte Seite. Können wir da mal auf dem Tisch gucken? Da vorne wird es doch gerade gespielt. Ich würde mal vorsichtig fragen. Live ist die Frage immer am besten. Genau. Entschuldigung, dürfen wir euch stören und nur das Material ein bisschen mitfilmen? Is it okay when we film the materials of the game? Yeah, is it fine for you? Perfect. Okay, wir dürfen. Das heißt, wir sehen hier große Sichtschirme. Genau, man sieht große Sichtschirme. Jeder hat hier eine Insel im Blick auf dem Sichtschirm aus verschiedenen Perspektiven. Was ihr hier seht, ist aber nur der Promo-Case in groß. Der eigentliche Sichtschirm, den wollen wir jetzt eigentlich nicht in die Kamera zeigen. Der hat viel mehr Details. Ja? Also das ist eine viel größere Insel. Das heißt, das Spiel gibt es auch noch nicht hier zu kaufen? Doch, das gibt es hier zu kaufen. Das gibt es hier direkt zu kaufen. Der große Fall ist eine Box mit 4 Fällen da drin. Okay, Preis? 25 €. Spielzeit? Abendfüllen pro Fall. Je nachdem, wie kommunikativ man ist, 1 bis 2, 3 Stunden pro Fall. Lustig, coole Idee. Was habt ihr noch? Ansonsten haben wir noch familienspielmäßig The Next Monster da hinten. Dann gehen wir da mal hin. Genau, da geht es darum, man ist Showmanager und versucht sich die schönsten, die beste Monstershow auf die Bühne zu bringen. Ja. Wo haben wir das? Ah, ich sehe es, glaube ich, da hinten schon. Da sehe ich Fledermäuse und auch, ist das ein Hippie oder ein Rockstar-Wolf? Ah, vielleicht beides. So ein bisschen Holzfäller-Style. Cooler Typ. Genau.
Ja, und da wird bewertet in so einer Monsterschau Ekelfaktor, Dance Moves, Gesang, Kostümierung. Ja. Wir haben hier viele verschiedene Monster. Die Ich setz mich mal. auf die Bühne gelegt. Genau. Die werden hier passend auf die Bühne gelegt. Ja, eine Mumie. Hier haben wir so Superstar-Monster, die sind besonders stark, besonders gruselig. Ein Feuertyp hier, ein Moskito. Und am Ende, genau, wird geguckt, welche Jurymitglieder bewerten was. Wir haben hier zum Beispiel ein Jurymitglied, was auf die Kostümierung achtet. Das ist natürlich bei der Mumie besonders gut. Sie hat nämlich ein Talent als Kostümierung und würde dann einen Punkt dafür bekommen. Am Ende ist die Bühne voll und wir zählen, wer hat wie viele Punkte durch diese Monster bekommen. Genau. Wer ist denn diese schöne Dame hier? Ja, ich würde sagen, das ist ein Zombie. Ja. Oder? Ja. Attractive. Ja. Okay. The next Monster. Oh Gott, ja. Ein Oh mein Gott. Spiel sogar da drin. Ja, und ich hab's nicht gerafft, aber es ist lustig. Ja. Was habt ihr noch? Ja, ansonsten haben wir natürlich unsere ganze aktuelle Sammlung dabei, auch an Kinderspielen. Ja. Wir haben hier ein Großspiel. Oh ja, guck mal da, was ist das? Highlight, ein Auweia Frau Geier. Muss man da rein? Nee, nicht rein. Oh Mann. Nicht rein, sondern man darf eben nicht rein. Die baut nämlich hier ein Nest. Wir bauen hier... Machen wir das mal? Ja, wir machen das mal. Es gibt hier einen großen Würfel. Du darfst einmal würfeln. Ich kann gut werfen, das habe ich fallen gelassen. Du darfst dir ein Blatt aussuchen und hier drauflegen. Es darf aber nichts zusammenbrechen, gell? Okay. Such dir ein Blatt aus. Wir wollen möglichst viel Fläche machen. Du müsst nämlich nachher die Eier darauf verteilen. Okay, das heißt, wenn ich das so hier hinlege, dann ist das fein. Ja, das ist fein, das ist fein. Ziel des Spiels ist es, alle Eier, es gibt hier so riesige Eier in dem Korb hier, 8 Stück an der Zahl. Wir wollen alle Eier kooperativ hier verbauen. Ja. Ja, bevor es einstürzt. Ja, wenn hier was einstürzt, kommen Papageien, die setzen sich an den Rand. Ja, Gemeine Papageios. Ja, die wollen hier, die setzen sich an den Rand und stören hier so ein bisschen den Nestbau. Ja, wenn alle Geh drei... weg. Ja, genau. Ja? Geh weg. Wenn wir aber alle 8 Eier haben und Frau Geier, die große Frau Geier... Nee, der Frau Geier tue ich nichts, die mag ich. Nee, die ist Die cool. sieht aus wie meine ehemalige Lehrerin. Ja, die ist cool. Und wenn alle 8 Eier liegen, Frau Geier ist im Nest, haben wir das Frau Spiel Geier gewonnen. bekommt Eier. Genau. Überragend. Okay, können wir irgendwo sehen, wie das Spiel im Original aussieht, oder muss ich mir das in mein Wohnzimmer stellen? Ja, das wird schwer, ja. Nee, Original natürlich. Wir gucken mal hier. Da hinten wird es wahrscheinlich sein. Ja, aber da sehen wir ja nicht das Spielmaterial. Aber gut, ich stelle mir jetzt einfach mal vor, dass das größer wird, wenn ich es mir zu Hause aufbaue. Ja, genau, das ist die Mini-Version. Nee, Quatsch. Ja. Also es ist schöne Habergröße an Figuren, gell? Schöne Holzfiguren, schöne Holzeier, Pappteile, genau. Passt gut auf den Tisch. Überragend. Man braucht kein neues Haus kaufen. Wir passen hier auf die Eier auf. Kommt mal bei Haber vorbei, hier sind einiges an Games. Richtig cool, Dankeschön. Gerne. Viel Spaß noch. Ja, cool. Also wenn ich das zu Hause mitnehme, dann bin ich der Held. Danke sehr. Ciao. Gerne, tschüss. Oh, schön, oder? Ja, sehr schön. Was hast du gesagt? Ich habe auf die Eier aufgepasst. Oh, das ist wichtig, Ja. dass man die hütet. Ja. Wie seinen Augapfel. Ja, die dürfen nicht runterfallen, weil Frau Geier, Die legt Eier. die legt Eier. Den Merksatz habe ich mir gerade abgeguckt von dir. Ja, guck mal. Wir gehen jetzt zu einem Stand. Wieder rückwärts durch die Masse. Es gibt übrigens einen in der Community, der ein lustiges Video gemacht hat, wie wir eigentlich rückwärts gehen, und er hat uns vorwärts gespult. Und alle anderen gehen einfach rückwärts. Witzig. Grüße gehen raus an Jay an der Stelle. Vielleicht posten wir das nochmal auf Social Media. Oh, aufgepasst. Wir sind jetzt bei einem Verlag, der seines Namens nach furchtbare Spiele macht. Horrible auf Deutsch ist ja furchtbar oder eklig Aber oder Horrible Guild. grausam. Horrible Guild stattdessen macht, glaube ich, ganz gute Spiele. Aber wir fragen mal den Alessandro, Ja, geh mal hin. ob das wirklich so ist. Hello, Alessandro. Hello everyone. Do you really make horrible games here? Of course. The most horrible of all of them. Don't buy them, they're horrible. Great, thank you for showcasing the game. Let's move on. No, of course not. I want to know if they're really horrible or if they are the best games on the market. What do you want to show us? Well, we have 2 new games and a new deck in the similar line. Yeah, what do you show us first? Let's go here. Flower Fields. Flower Fields is a puzzle game by Luca Borsa and Luca Bellini. In this game, your goal is to create big areas of the same color, large flower fields, as the name of the game says. And you want to put as many bees as possible inside them to make points, because each area at the end of the game will be worth 1 point for each
square, not square, but each part of the area multiplied by the number of bees. So big flower fields with lots of bees is what gets you points. You pick tiles from the middle with a nice mechanic that allows you to skip some tiles by paying bees. You gain bees by adding hives and removing spider webs from your board. There's special tiles that you can get to fill the small gaps that you may have left. So it's a very puzzly game with easy rules, quick playing, and very family friendly, but also good for gamers. Yeah, it sounds like that. And apart from gardeners, which target audience will have much fun at the game? Well, gardeners, of course, and also beekeepers. But I think anyone loving puzzle games like, I don't know, patchwork or those kind of games will find it very appealing. Great. What's the next game you want to show us? The next game is, I'd say, Spotlight. Let's look at Spotlight then. Oh, it's like... Probably for the camera, maybe it's easier to look at our giant version. Let's look at the giant version of Spotlight, yeah. Oh, that's so cool. Yes. Let's go here. As this nice... Yeah, let's go here if it's possible. Or let's do it like this. This nice effect. There's this dark board and this dark board and players have a flash. This just moves in a limited area, but you could usually move it all around the board, and you draw a card each round that tells you which character you have to look for. There's more than one copy of each character, so the goal is to find as many as possible. And all players look for the character on their boards, which are all different, but they all contain the same number of characters. So there's the same goal for everyone. I see. Designing must have been so much fun, right? Yeah, exactly. Like things that drive you to craziness. Because it needed to work, and our saint artist, Giulia Gigini, made a huge effort to make it work. As I was saying, the goal of the game is to find as many as possible, because the more you find, the more your pawn advances on the track. And there is also a moon pawn that is chasing you, and if it catches you, everyone loses, because the game is cooperative. Oh, So it's cooperative, I see. Yes, you want the whole team to move forward the track and stay ahead of the moon to win. I see. So is it very difficult to win? No, it's not. I mean, you can make it so, because this is, I think, the more kid-friendly game we ever did. It's for ages 6 and up. So the standard difficulty is set to be kid-friendly. But then there's many difficulty levels, because some characters are more easy to find. Some are, well, for example, the small detective here is not in the foreground, is half hidden. So this is one of the hardest characters to find. This is not the hardest position it could be. It's difficult to find one in the demo version here, but some characters, for example, finding this small gnome may be difficult, or this is a half-hidden unicorn, there's small mushrooms, there's ninjas hidden somewhere. So some cards are more difficult, and there's difficulty levels that can make the game really hard, but it can also be easy enough to play with kids. I see. So you can modify the difficulty to your liking. One viewer wants to see railroad tiles. Railroad tiles is over there. Let's look at that as well. Follow me, and you'll be in a world of full imagination, as to quote a famous song. Let's see if the camera can follow us, because there are some people walking in the halls, but it's not that full, to be honest. So the camera can get through everything quite well. Railroad tiles, what makes the game special? Well, it's a tile-laying version of our famous roll and write game, Railroad Inc. Oh, I was looking for a more... Okay, they've been playing for a while, so when the camera will follow us, they will be able to see a more advanced play situation. Anyway, if you know Railroad Inc., you know it's a roll and write game where you create transportation networks with railways and highways. This is
at the core, it has the same kind of puzzle, but it's obviously without dice and with tiles. And there is a tile drafting phase. If you see that board at the top of the table down up there, you will see that there's several stacks of tiles, and players will pick in turn order a certain column of tiles instead of the dice in Railroad Inc. where everyone was drawing the same dice. So there's competition to get the best tiles for you, and also the more tiles you pick, the later you will be in the turn order for the next round. So I see. There's also strategy in maybe there's nothing really super important to you now. So maybe you will choose to pick a small set just to be sure to pick first in the next round. So there's more strategy going on compared to Railroad Inc., which was a more easygoing game. And also the scoring is completely different because in this game we have those small pawns. There's cars, trains, and travelers. And you can place them only when some special placement tokens allow you. And you gain points immediately when you place them, and you gain more points if they are, for example, if I place a car and it is already connected to more cars, I gain more points. Makes sense, yeah. Yeah, so it's kind of like when you wanted to make the long highway in Railroad Inc., but now you don't. Making a long highway is not enough. You have to be sure that you have, because you can only place pawns on specific spaces on the tiles. So you have to get those tiles in order to be able to place those pawns. You will know in advance when you will be able to place a certain pawn. So, for example, now I know that next round I will be able to place trains. So I don't have train spaces, so I need to collect tiles that allow me to place those trains, or I will waste that occasion. Yeah, that makes it very interesting, and for fans of Railroad Inc., the game is a clear, like, Empfehlung in English. It's like, Marci, was heißt Empfehlung? Recommendation, thank you very much. Thanks. Yes, if you like Railroad Inc., you are definitely going to like Railroad Tiles. But, for example, it's also an appealing game for people who maybe didn't like or didn't try, or they thought Railroad Inc. was too easy, or they don't like roll and writes. This is an experience that even those people may enjoy, because it's more strategic, it's a bit more complex, but it gives that same kind of satisfying construction feeling. Yeah, I can see that. Thank you so much for showcasing the games, and Horrible Guild, of course, as well, and have fun at Spiel. And you too. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Da ist mir gerade das Wort nicht auf die Zunge geflutscht. Recommendation, Leute, wieder Vokabeln gelernt. Aber Friction Forever, das ist natürlich sehr, sehr wichtig für dich gewesen. Hallo, wer bist du denn? Du hast ein Arschmello im Gesicht. Ich habe noch nie ein besseres Gefühl in meinem Leben verspürt. Das dachte ich mir. Also tatsächlich. Ja, wirklich? Nochmal? Ja, bitte. Und, war der Popo verbrannt? Der Popo, nee, der riecht noch gut. Siehst du, der ist weiß. Und das ist auch ein Hinweis. Ich möchte auch so einen kleinen haben. Ja, den habe ich mir ja nur ausgeliehen. Oh, wirklich? Weil der muss uns den Weg erklären, wie wir eben hier zu seinem Ziel kommen. Wir haben hier natürlich einen XXL-Arschmello. Könnte ein kleiner Hinweis dazu sein, was für ein Spiel gleich da gezeigt wird. Ja, dann interview ihn doch mal, wo es lang geht. Ja, hör mal, mein Kleiner, wo geht's hier lang? Naja, wir müssen jetzt so ein bisschen nach hinten gehen noch. Und dann werden wir zu der Krisen ankommen. Und das fühlt sich ganz gut an meinem Hintern, was du da machst. Oh, da hat mich noch niemand berührt. Ei. Ich hoffe, wir kommen ganz lange nicht an. Oh, ich genieße den Weg. Ei. Ja, was machst du mit dem armen kleinen Kerl? Das ist nur zwischen uns. Ja, okay, gut. Ja. Weißt du, was das Schlimme ist? Er weiß noch nicht, dass er gleich übers Feuer gehangen wird. Das weiß ja, aber das werden wir mir auch einfach nicht verraten. Aber ich würde ihn dir jetzt einfach mal geben, weil ich mache jetzt was richtig Cooles. Pass auf, nimm ihn mal. Ich nehme ihn. Und du hast Spaß bei Arschmellow. Ja, ich guck mal, ob wir da reinkommen. Hier sind wir. Ich weiß es noch nicht, weil jetzt gerade
Es stehen hier Kinder an. Wir lassen Kinder vor, auf jeden Fall. Ansonsten hätten wir in diese Luftmaschine hier gehen können. Das machen wir jetzt aber nicht, denn wir gucken uns zuerst mal die Spiele an und vielleicht darf ich nachher noch da reinspringen. Pass auf, willst du hier rüber, damit du alles zeigen kannst? Ah, der Tisch ist hier woanders. Also wir sind hier bei den Denkriesen und die haben ein neues Spiel. Arschmellows XXL und noch ein paar andere Sachen. Und wir navigieren uns jetzt mal hier durch. Aufpassen, da unten ist ein Stuhl, Marci. Überragend. Also sie haben uns leicht gemacht, dass wir auf jeden Fall den leichtesten Spot, hallihallo, den leichtesten Spot hier durchgehen. Super, Marci. Du bist der größte Jongleur-Künstler, das machst du klasse. Okay. So. Hi, sind wir denn jetzt hier richtig? Da ist der Stehtisch. Ach, wir sind immer noch nicht richtig, Mensch. Marci, komm doch noch mal ein Stückchen weiter. Okay. Wer erklärt's mir? Hi, grüß dich. Moin. Du hast einen Arschmellow auf deinem Schulter. Ich habe einen Arschmellow auf der Schulter, genau. Ja, ich kann es gerne erklären, gar kein Problem. Wir haben hier unser neues Spiel, das ist 30 Seconds. Das ist ganz einfach erklärt. Der Name ist nämlich auch Programm. Ihr habt genau 30 Sekunden Zeit. Genau. Wir holen das mal näher zur Kamera. Ja. Das ist schwer. Boah, zum Glück habe ich gerade einen Arschmellow gegessen. Genau. 30 Seconds, weil ihr 30 Sekunden Zeit habt, diese Begriffe zu erklären, die auf diesen Karten hier draufstehen. Ihr spielt logischerweise immer in Teams. Eine Person erklärt die Begriffe, die andere Person errät die Begriffe. Dabei wird dann diese Stoppuhr hier umgedreht oder die Sanduhr und die läuft dann durch. Dann haben wir noch ein kleines Extra oder ein kleines Handicap, das das Spiel ein bisschen interessanter macht. Das ist dieser wunderschöne Würfel. Manche hassen ihn, manche lieben ihn, denn da sind Zahlen drauf. Die 1, die 2 und die 0, der wird vor eurem Zug immer gewürfelt und je nachdem, welche Zahl dann dabei rauskommt, wird am Ende abgezogen. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr einen Begriff erratet, bekommt ihr einen Punkt, mit dem ihr einen Schritt nach vorne gehen könnt. Wenn ihr aber eine 2 gewürfelt habt und sagen wir mal 3 Begriffe erraten wurden, dann könnt ihr nur einen Schritt nach vorne gehen. Das ist aber gemein. Ja, das macht das Spiel ja aber auch lustig. Wie viel Zeit hat man so bei dem Spiel? 30 Sekunden. Ach so. Der Name ist Programm, genau. Okay. I see. Gibt es hier verschiedene Kategorien, weil die Farben sind unterschiedlich farbig? Verschiedene Kategorien nicht. Die Farben haben eigentlich auch nichts zu bedeuten. Es ist eigentlich nur so, also hier sind halt so popkulturelle Begriffe auch eher drauf. Es ist jetzt nicht so, dass man, ja, sagen wir, was man aus anderen Spielen vielleicht kennt, irgendwie erklären muss, sondern es ist dann auch ganz oft Personen oder irgendwelche Fußballvereine oder Orte, die man erklären muss. Wir haben es versucht, so ein bisschen zu sortieren, dass nicht immer die gleichen Sachen auf einer Karte draufstehen, sondern dass da ein bisschen Abwechslung drin ist. Und grundsätzlich ist es auch so, dass die Begriffe von oben nach unten sortiert immer schwerer werden. Das ist natürlich auch subjektiv, ist bei jedem anders. 30 Seconds, nur die Zeit kann euch stoppen. Cool. Dann habt ihr noch aber irgendwas, also ich glaube, ich hatte gerade einen Interviewpartner dabei. Ja, der hat mir mal ein bisschen erklärt, was das ist und ich habe ihm gesagt, er kommt gleich übers Feuer. Was haben wir hier? Arschmellows XXL, die offizielle Erweiterung zum ersten Arschmellows-Teil mit 9 Aktionskarten der Babbo-Figur. Also das Spiel kann man alleine spielen, man braucht nicht das den ersten Teil. Genau. Neue Aktionskarten bringen noch einen größeren Test rein, mit mehr Karten. Wer die Arschmellows schon kennt, da haben wir 6 Karten in der Auslage. Bei Arschmellows XXL haben wir 9 Karten. Und genau, die Babbo-Figur schützt einen vor gegnerischen Angriffen. Und die bekommt man, wenn man auf einer Karte eine Hand gezogen hat. Dann kann man die ausspielen und bekommt die Babbo-Figur. Ihr wisst schon, dass ihr mit den Arschmellows einfach ein so wiedererkennbares Ding geschaffen habt da draußen. Das hängt ja auch riesig hier in Essen rum mit der Werbung. Also Arschmellows, ich glaube, alleine der Name sagt schon, ja, nimm ich mit nach Hause. Genau, die Plüschfiguren haben wir dieses Jahr auch zum ersten Mal dabei gehabt. Kleine Plüschfiguren, die auch teilweise uns auf den Schultern sitzen hier bei Niklas. Sind die auch zu kaufen hier? Gegen eine kleine Anmeldung für unseren Newsletter hat man die kostenlos bekommen. Und wir sind gestern Mittag ausverkauft quasi. Ja, das glaube ich. Immer noch, weil sie die überall sehen und haben wollen. Also nächstes Mal bringen wir mehr mit. Aber das große Plüschtierchen, was ich mitgenommen habe, das ist nur hier für den Stand zur Deko, oder? Genau, für den Stand zur Deko. Und um 17:30 Uhr haben wir ein Arschmellows-Turnier. Und da kann man die mittlere Figur gewinnen. Haben wir gestern und vorgestern schon gemacht. Und heute wieder. Also 17:30 Uhr Arschmellows-Turnier in unserem Stand. Ihr habt's gehört. Vielleicht schaffe ich es sogar vorbeizukommen, weil so ein Ding würde ich mir auch zu Hause hinstellen. Das wäre überragend. Cool. Vielen lieben Dank euch. Gerne. Ich gucke vorne nochmal vorbei, ob ich mich da nochmal reinmogeln kann. Ich glaube aber fast nicht. Ansonsten gehen wir hier weiter rüber. Ich wünsche euch viel, viel Erfolg und ich glaube, das werdet ihr aber sowieso mit den Spielen haben. Das machen wir. Super, vielen Dank. Danke euch. Ciao, ciao. Ja, ich mag das, ein Arschmellow-Turnier, um mir hier eben so ein Stofftier zu holen. Das finde ich überragend. Björn hält sein Stofftier noch in der Hand. Vielleicht weise ich ihn gleich freundlich darauf hin, dass wir das dann besser hier lassen, weil es das gar nicht zu gewinnen gibt. Björn, ich danke dir. Bringst du den freundlichen Herrn wieder zurück, damit er nicht ins Feuer fällt? Natürlich, mache ich doch gerne. Und den Chat nehme ich auch mit. Mach das. Guck mal, so, wo gehen wir hin? Zu Johann und Duke, rüber. Ja, dann. Da ist der Daniel. Dann machen wir das. Danke dir. Tschüss, Björn. Guck mal. Oh. Entschuldigung. Hier ist wilde Action. Wirklich. In dieser wunderbaren Box. So. Wir suchen mal, wo wir hin wollen. Da, oh.
Bei Yuan und Keen Bean ist da auch, das habe ich euch vielleicht schon mal gezeigt, Power Vakuum, auch ein lustiges Spiel, nach Rolling Camera, auch wieder so mein Humor. Eigentlich auch total passend, nachdem wir jetzt Marshmallows oder Arschmallows hatten, ist das im Studio, wo eben Verrückte oder eben auch kühne Bohnen unterwegs sind. Wir können die Kamera mal hier rüberhalten, dann wisst ihr, was ich meine mit Keen Bean Studio. Und der Daniel hat sich aber ein weiteres Spiel hier in dem Eckchen rausgesucht. Ist das richtig, mein Lieber? Ich habe hier ganz viele Spiele, ganz viele Eckchen und ganz viele Leute. Und zu denen gehe ich jetzt hin. Ich versuche ein bisschen rückwärts zu gehen. Wir sehen uns gleich wieder, Simon. Tschüss. Und zwar gehe ich gerade rückwärts. I'm moving backwards to... Hello, I'm Caleb, the designer of Power Vacuum. It's Caleb, the designer of Power Vacuum. What is your beautiful game about? So, my game is the treasonous trick-taking game. The gamers here are calling it the trick-taking game for gamers. So, it's basically trick-taking on the surface, but also has elements of area control, hidden agendas, a little bit of bluffing. Quick question for all the viewers out there that don't know what trick-taking means. What is it? Well, trick-taking goes back years and years with hearts, spades, but also newer games like The Crew. So you lead with a certain suit, people have to follow with a suit, and the highest card wins. But in a case of our game, the lowest card also does something. It allows you to manipulate the power to complete your hidden agenda. And what makes it special? What's the highlight, in your opinion, of the game? Well, our game, again, it's this dual purpose in trick-taking. Normally the highest card wins, but we also have added that the lowest card does something. In our game as well, you can see the suits on the backs of the cards, which is quite unique, and we even have a hidden suit within the cards that you can play. That's cool. Let's show the game a bit here on the tables. So one of the most unique parts of the game is actually that you're playing to 40 points, and the score tracker itself are these statue pieces. So you're building a statue to your glory. Here they are. The highest number will win, and the lowest number. Oops, sorry. And the first person to build their statue will win the game. So these are the 10-point markers. Yeah, that's it. Yeah. And what's the target audience of the game like? So is it for families? Is it expert or? Yeah, no, it's 10 and up, so it's for families, it's for everybody. It's for light gamers, but it also has elements that are a little bit trickier, so like heavier gamers are also going to get really into it. And the game had a great reception at Spiel, you just told me, right? Yeah, absolutely. It's been flying off the shelves, and we're getting low on our stock, but it's been really, really good for us. So. And there's a second wave coming. Yes. Next year we're going to get it into distribution. There'll be retail copies, more to come, maybe another Kickstarter, so we'll see. Thank you so much for showcasing the game and have great fun at Spiel. Cool, thanks so much. Ciao. Bye. Also ein Stichspiel, meine Damen und Herren. Trick-Taking wusste ich vorher auch nicht. Auf Englisch Stichspiel. Wir gehen einmal zu Gegenüber. Hello. Let's talk a bit about the games Yuan and Duke. Who are you? Yes, I'm Chris from Oka Luda. It's a French publisher. A French publisher at that, and Yuan has a great board game geek rating, you just told me. Yes. But why does it have it? What's the reason? Yes, because in fact, just the pitch, when you are a gamer, it's a lovely pitch because it's a strategical game without random. For your programmation, it's in the same time, all player program in the same time, all player reveal and make action on the board in the same time, no wait. And the objective became more easy, turn pass, and more easy to win. So in 1 hour, a player win. So it's very cool for a big game. Ja, also er sagt gerade, es ist sehr schnell zu spielen, 1 Stunde kann man gewinnen. Beide spielen immer simultan und gleichzeitig und es wird auch im Laufe des Spiels einfacher zu gewinnen. Das heißt, irgendwann ist ein Ende auf jeden Fall in Sicht und es hat eine gute Wertung. For what kind of people is the game? What's the target audience of the game? It's a strategical gamer. They love games fluid, a very tricky game, maybe. You know, it's very tricky. Because it's surgical intervention, like a surgical strike, and you play 2, 3, or 4 players with 1 box. And if you mix 2 different boxes, you can play 5 to 8 players, and the time of the game is the same, 1 hour.
because you play in the same time and the objective is the same. That's so cool. Yeah. So I can have it at a dinner party and we can just play with 8 people. Can we also mix like 20 copies of the game and play with 100 people? Yes. We need just different boxes. Yes, I understand. Okay. I see. And maybe in a short amount of time, in 2 minutes, tell me what Duke is about. Yes. Can we have the table for like 1 minute? That'd be great. I'm terribly sorry, but we're gone in 1 minute. Je fais les jouets là. Sorry. Yes, Duke. It's a game in France we published from many years ago. It's Kami, K-A-M-I. Kami is a bestseller for us in France, but it's the look of the game. It's a Japanese game, so we changed for export. We changed the look of the game. Now it's Duke with a number and color. It's more easy to thinking, and in fact it's very simple game, but it's very strategical because you play like a chess, you know, but with card it's more easy, but like a chess, and in your mind you say, oh, I attack, I defend, but I can pass when I must play. I can pass. See, if I want, you don't lose your turn, just you're waiting the better moment to play. It's very strategical for that. I see. Thank you so much for showcasing the games and have great fun at Spiel. Yeah, thank you very much. Yeah, no problem. You're welcome. I need to find a way out here. Thank you. Und wir gehen weiter. Was ein netter Herr. Hier gegenüber auch. Juan, wie gesagt, sieht sehr spannend aus und man hat trotzdem natürlich an jedem Stand die Designer häufig da, die IllustratorInnen sind dort. Hier könnte man sich auch Unterschriften besorgen. Es ist sehr persönlich und sehr familiär, wie schon die ganze Zeit hier auf der Spiel. Ich bin auf der Suche nach Simon, weil manchmal verliert man sich natürlich aus den Augen. Aber seht ihr Björn schon? Seht ihr Björn hier? Grüß dich doch, Björn. Du bist hier unser Runner und bist unterwegs, um uns immer die nächsten Dates zu besorgen. Und gerade hast du auch mich in die richtige Richtung gewiesen. Wie geht's deinen Füßen? Sehr gut, aber man merkt's. Sehr gut, aber man merkt's. Deswegen gehen wir rüber, weil meine Füße merken das auch schon. Und Simon hat hier Spaß. Warum habe ich Spaß? Weil hier haben wir Musik. Ja klar, aber Hitstar Bingo. Komm, wir gehen mal ein Schrittchen weiter nach vorne, damit man uns auch noch versteht. Hier ist wirklich Party am Stand. Ich sehe, hier ist auch so ein Rad, an dem man hier noch drehen kann. Und ihr wird auch gerade hinter uns noch weiter live gestreamt, weshalb wir gesagt haben, wir ziehen uns noch ein bisschen raus. Komm, wir gehen noch einen Schritt weiter. Ich habe echt Angst, dass das so laut ist. Oh Gott, guck mal, dann habt ihr auch noch Captain Flip im Hintergrund. Auch sehr, sehr beliebt. Hitstar Bingo, wir waren auf der Neuheiten-Show schon kurz vor euch. Mensch, seid doch mal ruhig hier. Was ist das Spezielle daran für die Leute, die Hitstar schon kannten? Das Spezielle ist, dass es jetzt eine Kombination ist zwischen Bingo und Hitstar. Normalerweise ist ja Bingo eher was für die Omas, ja, aber das ist nicht Granny Bingo, das ist cool. Cooles Bingo. Macht ihr danach Hitstar Granny? Wohl kaum, wohl kaum. Ich gehe jetzt nicht davon aus. Wenn ihr da Party haben wollt, mega lustig. Aber du hast noch was, weil du hast schon gesagt, ihr habt richtig coole Spiele. Ein paar sind euch auch schon aus der Hand gerissen worden, ja? So ist es. Wir sind auch schon bei manchen Spielen ausverkauft jetzt. Was ich euch noch ans Herz legen möchte, ist Lost Island, das 4-Spieler-Spiel von Stratego. Hier erobern 4 Abenteurer die Insel. Die Insel wird bei jedem Spielzug etwas kleiner und wer am Schluss die Fahne erhält, hat gewonnen. Ist eine coole Geschichte für die ganze Familie ab 8 Jahren. Überragend. Für alle Freunde von Stratego, ihr kennt das. Und jetzt hier eben mit der einen Variante, das gibt's aber noch, ne? Das gibt's noch, das kann man noch kaufen. Überragend. Hör mal, ich wünsche euch hier viel Erfolg, tanzt noch ein bisschen weiter mit. Am liebsten würde ich mich jetzt auch da reinschmeißen und hier noch ein bisschen Musik hören. Aber wir haben noch 1, 2 Stände, die wir in dem Slot schaffen wollen. Dann komm nachher vorbei, dann machen wir Party. Mach's gut, ciao. Ich bin großer Fan. Hitstar hat schon Spaß gemacht und Hitstar Bingo, da ist auch überragend. Hatte gerade die Entscheidung, ob ich jetzt einfach einen anderen Livestream da ruiniere oder nicht. Hab mich dazu entschieden, es nicht zu tun. Ist doch auch mal nett, oder? So, wir gehen hier weiter rüber und zwar, die Halle. Ich habe es, glaube ich, schon mehrfach erwähnt. Die ist wirklich voll mit Highlights. Ich kann es euch absolut nur empfehlen, wenn ihr hier seid, schaut da mal rein. Ansonsten versuchen wir in den verpassten Highlights euch das zu zeigen. Die kommen nämlich morgen. Da haben wir 2 Slots. Und ich kann die bitte nur noch mal erneuern. Wir haben schon akribisch Liste geführt, was wir euch alles zeigen möchten. Aber wenn ihr Sachen habt, die ihr hier verpasst habt, die ihr woanders nicht gesehen habt, dann schreibt uns diese Liste wirklich hier nachher in die Kommentare rein. Oder schickt uns eine Nachricht darüber, was wir zeigen müssen, damit wir das alles nicht verpassen. Und ja, ich will eigentlich so einen schwarzen Stand.
Ich hoffe, der Sound davon ist auch gut. Can you help me? Oh. Oh, guck mal, wait. Ich helfe. Ja. Okay, der Content ist hochgradig intellektuell hier. Viel Spaß. So, what is the game about beside hitting your friends? That's it. It's a very easy game. Okay, it's a brand new game. It's a Spanish game. Okay, it's very easy. It's like a solitaire. Okay, but with your friends. Okay, here you don't have any winner. You have only loser. Okay, so great. You have to escape. Okay, so what you have to do, you have to finish the card as soon as possible. With that, what you have to do, it's put the card on the other player and on the center. Okay. As soon you finish with the game, the last player with the card game lose the game and you receive a lot of hits. This game is very easy, okay, because it's not complicated. For play the card, you have only to add the numbers, okay. But if you do mistakes, you receive a hit from all the players, okay. How many players can play the game? 3 people? 3 to 6 people. Okay. 3 to 6 people. And if I do a mistake, everyone will like bonk me. Everyone eat you, okay. Great. So you don't do mistakes, okay. It's a very funny game. It's a brand new game, a Spanish game. We are very proud of him, and you have to test it. I think it's a great party game. We will be at the meet and play later. Can you give me 1 copy to play there? Of course. I will give you 1 copy, and you will test the game. If you have time to test it, and I will explain you how I'll play it, you will see it's a very funny game. Okay? I'm very much looking forward to it. Also Leute, wir nehmen das Spiel mit aufs Meet and Play und vielleicht spielen wir das da mal und dann kloppen wir uns ein bisschen mit den Dingern. Ich freue mich drauf. Thank you very much. I'll come back later. Okay, let's see. Wo ist Simon schon wieder hin? Wir sind nämlich jetzt in einem Teil der Halle, in dem wir noch nicht waren. Und wir nähern uns dem Ende des Slots natürlich in diesem wunderschönen Samstag. Und wie gesagt, es war wie immer, hier links und rechts sind noch so viele schöne Stände, zum Beispiel links, um ganz kurz von Simons Gesicht abzulenken, sind Rätsel, Boxen, noch und nöcher, das heißt, ihr könnt hier rätseln. Die habe ich häufiger schon mal zum Geburtstag geschenkt bekommen. Wirklich? Ja. Die sehen auch wirklich schick aus, to be honest. Das war auch richtig cool, weil du kriegst ein Geschenk und brauchst erstmal 3 Jahre, bis du es öffnen kannst. Mega! Ja, da sind aber lustige Sachen drin. Also Cluebox sind, glaube ich, für alle möglichen Sachen absolut zu empfehlen, gerade wenn man Geburtstage feiert und Co. Aber ich wollte noch was Süßes mitnehmen. Also was wirklich, wirklich Süßes. Was wirklich Süßes? Ja, weil auch, guck mal, die Leute wollen ja auch, wenn wir hier auf der Spiel sind, deshalb, wir gehen mal langsam noch mal einen ganz kleinen Step zurück. Ja, kein Problem. Die Leute wollen ja auch, wenn man auf der Spiel ist, es gibt die Spiele, die sowieso in Deutschland schon gehighlightet sind. Aber mal die Sachen zu sehen, die vielleicht auch aus Asien kommen, aber unfassbar gut aussehen und auch geplant sind, hier released zu werden. Was ist hinter dir? Das sind ja die Sachen, die die Leute da draußen sehen wollen. Das ist ja auch der Spirit der Spiel, hier mal rumlaufen und mal Dinge entdecken, die das Internet mir vielleicht noch nicht gezeigt hat. Ja, genau. Man kann ja hier so ganz neue Schätze und Diamanten und was auch immer an jeder Ecke finden. Genau. Und da bin ich hier angekommen bei Hollywood. Ja, die sind süß, oder? Ja, danke, da konnte ich auch nicht dran vorbeigehen. Ah, your game looks so cute. Yes, they are our handmade penguin, and this is our queen, and this is our gentleman, like this. Is this the actual game material? Yes, this is our Hollywood is about greatest film production company in the animal kingdom, and we are about to choose one to be our famous actors, and they need to play. Sorry. The X, is it right? Right. The X here. We switch the eggs, so we get our color around the board. Yeah, right? Yes, 2 color, and when all the eggs are on the board, the same color, and then you can win the game. Oh, and as for the penguins, for me, you're officially the most beautiful game material. I like it very, very, very. And I saw this one and this one. What is the meaning of them in the game? Yeah, they are the barriers in our game, and the seal will eat all the eggs on the game. And this is the imperial penguin, and it have also different functions. Okay, and I saw in the rule book that there are standees, but these are miniatures. Is there a deluxe edition or something like this? This is in our extension model. In our basic, we have the magnetic pictures. Yes.
Okay, cool. When will it be available here in Europe or especially in Germany? Maybe next year it will be available in German, but now we have only in this SPIEL game, yes. Okay, thank you. It looks amazing. Thank you very much. Have a great success. Yeah, you are welcome. Suliwood, da musste ich einfach vorbeigehen. Das sah klasse aus. Ha, so, jetzt machen wir so einen kleinen Schlenker hier rum und gucken uns noch anderes schönes Spielmaterial an. Aber da habe ich mir gedacht, man muss auch mal wieder einen Weg zurück machen, wenn man so ein Material hier mitnehmen will. Und eben auch so liebe Menschen. Die haben ganz, ganz lieb gefragt, ob wir da nicht mal einen Blick drauf werfen können. Und das machen wir natürlich. Hinter euch ist noch Mattel-Spiele. Der gute Mieps ist auch hier. Hi. Hallo Mieps, grüß dich doch. Ich hoffe, dir geht es gut. Was kannst du sagen? Miau, miau? Ja, habt ihr es gehört? Du bist so flauschig, ich lieb's. Mieps. Musstest du nicht in der Packung Loot stecken gerade? In wo? In der Packung Loot. Nee, warum? Im Spiel. Weil da Mieps ja auch rumläuft. Daniel, bist du informiert? Ja, das stimmt. Loot, das gucken wir uns auch morgen, glaube ich, spätestens nochmal an. Das wunderschöne Spiel. Aber dazu dann mehr. Ihr könnt auf jeden Fall Mieps treffen, überall auf der Messe. Er läuft hier rum. Und wenn ihr Fotos mit Mieps machen möchtet, dann ist das auf jeden Fall möglich. Nicht nur mit den stehenden Mieps, sondern auch mit dem sich bewegenden. Ja, viel Spaß noch. Hol noch ein paar Gäste hier ab. Tschüss. Ach, schön. Schön, dass wir Mieps auch noch mal getroffen haben. Ja, wunderschön. Apropos. Können wir erzählen, wie gruselig das ist, wenn wir Mieps bei uns in der Lounge sehen und Mieps dann keinen Kopf mehr hat? Wir gehen weiter und bewegen uns einmal an Moses vorbei. Hier natürlich auch viele Highlights. Die schwarzen Boxen, ihr werdet sie kennen. Da wisst ihr, dass ihr bei Moses seid. Black Stories, aber auch ganz, ganz, ganz viele andere Spiele. Genau. Game, das haben wir euch auch auf der Neuheiten-Show gezeigt. Also es lohnt sich auch, die Videos hier von uns nochmal on demand anzugucken, weil auf allen 3 Kanälen sind die Videos natürlich auf Abruf. Bei der Spielmesse auf YouTube, bei BrettMan, also bei mir auch auf YouTube und bei Twitch Nerdstar, da könnt ihr es auch noch eine ganze Zeit lang eben sehen. So ist es. Also die ganzen VODs, wie du schon sagtest, sind dort auch von den letzten Tagen definitiv noch da. Das heißt, wenn ihr heute, der Livestream ist natürlich gerade viel wichtiger, denn wir sind live und es könnte alles passieren. Ich könnte stolpern, er könnte mich auffangen und dann könnte ich seine Kappe klauen und wegrennen. Das könnte alles passieren. Das wäre das Wildeste, was ich mir gerade vorstellen kann. Das wäre tatsächlich äußerst wild. Ja. Aber was viel wilder noch ist ein weiteres Game. Das wir euch nicht vorenthalten möchten. Und zwar das ist was dir sehr gut gefällt. Bei Japanime Tactics. Und neben mir steht, and beside me is... Der Manni. Ach so, Deutsch sind wir hier. Ja, perfekt, okay. Manchmal weiß man hier nicht, reden wir jetzt auf Englisch, reden wir auf Deutsch, aber das ist doch schön. Was gibt es hier bei euch zu sehen? Ja, bei uns gibt es reichlich zu sehen. Im Grunde genommen sind wir zusätzlich zu den Themen Brettspielen und eben Kartenspielen am Start mit dem Thema Anime und Manga. Das seht ihr auch all over. Jetzt zum Beispiel unser neuestes Spiel ist Grand Blue Fantasy. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, bei dem es in erster Linie um taktische Bewegungen geht. Ihr seht da auch ein Spielfeld, was dreidimensional gedacht ist. Heißt, man kann am Ende des Tages hoch, runter, kriegt Vorteile, wenn man am Ende des Tages an der höheren Stelle steht, Nachteile, wenn man niedrig ist. Das Ganze auch mit Plastic-Standees und entsprechend Gelände und besonderen Objective-Markern. Also reichlich zu tun, alleine in einem Spiel. Das ist übrigens nur die Hälfte vom Spiel, nur dass ihr da mal gesehen habt. Und ich möchte euch aber auch direkt mal weiterbringen zu dem, wo wir auch einfach fantastisch sind. Das ist zum Beispiel eben unsere ganzen Trading Cards, Sammelkartenspiele haben wir keine, sondern wir haben in erster Instanz nur die Spiele, die man quasi fertig kaufen kann als Kartenvariante. Dazu Lass uns gerne rübergehen und hier drüben hinschauen. Auch einfach wunderschöne Artworks natürlich, ne? Ich liebe das. Absolut, genau so ist es. Das hier ist das Tanto Koro Momento Mori. Dieses Spiel ist brand new. Wir haben die Kickstarter, sind jetzt gerade in Auslieferung. Also seht ihr quasi das, was hier schon auf der Messe zur Verfügung stehen haben. Und es ist mittlerweile der 6. Teil aus einer Reihe von eben entsprechenden Spielen, die rund um das Thema Mates, rund um das Spiel Butler geht. Und da seht ihr auch diverse Artworks. Hier jetzt ganz neu, das Neue der Spielmechanik. Entsprechend oben die großen Karten. Das stellt die zerstörte Menschen, die gehauntete Menschen dar. Also von daher ganz, ganz viel Spaß. Und hier vorne seht ihr auch ganz, ganz viel anderes. Ne? Also von der ersten Edition bis hin zur 6. alles am Start. Und was sind so die Kernmechaniken dieses Spiels, für alle, die sich gerade wundern? Ganz, ganz einfach. Im Großen und Ganzen ist es so, dass man versucht, sein Deck zu bilden. Deckbilder, das hat mir vorhin gefehlt die ganze Zeit. Ja. Haben wir das so, dass man im Großen und Ganzen Karten kauft und mit den Karten macht man sein Deck halt größer, schneller, kann das ausdünnen. Hat so ein paar Vibes aus Dominion, aber es sieht eben besonders, weil, wenn ihr in der Mitte vorhin gesehen habt, es gibt diese riesigen Tarotkarten, die sind halt nochmal was ganz, ganz anderes. Die effekten das ganze Board, die effekten vor allem alle Spieler und man spielt nicht so vor sich hin, sondern es ist echt interaktiv für alle.
Und du sagst, es ist das 6. Set, das heißt, man kann die alle miteinander mischen und es wird einfach mit mehr Varianz dann gespielt? Yes, Sir. Und das richtig, richtig geil ist, du musst doch nicht unbedingt sagen, ich mische alles miteinander. Man kann das richtig schön thematisch aufeinander abstimmen. Also ganz, ganz fantastisch möglich. Das freut mich. Und hast du noch mehr Highlights, die du uns hier am Stand zeigen kannst? Ah, klar, ohne Ende. Und zwar, ihr seht da vorne schon, da gibt es einmal das Spiel Kamigami Battles. Ich will euch gerade mal kurz mit rübernehmen. Ja, ich folge dir auf Schritt und Tritt und die Kamera, auf die warten wir auch ganz kurz, die folgt auch. Ja, wir haben einmal Kamigami Battles. Das ist eins unserer Long-Terms, das einfach immer gut funktioniert. Ist ein Spiel, wo man maximal gegeneinander spielt. In der Variante ist übrigens total schön, dass man nicht nur 1 gegen 1 hat, man hat 2 gegen 2, 3 gegen 3. Man kann sogar so einen Gott-Modus machen, dass man links und rechts einen kleinen Gott hat. Wenn man stirbt, darf der große Gott Lebenspunkte abgeben. Ohne Ende Kombinationsmöglichkeiten. Und was können Spieler hier für Mechaniken erwarten? Ich sehe auch wieder Karten an der Stelle. Ganz genau. Also Deckbilder ist ja eins unserer großen Stärken. An der Stelle ist die besondere Mechanik an der Stelle, dass man ganz viele Kombos miteinander verbindet. Das Coole ist dabei, dass das einen gewissen Farbcode gibt. Und der Farbcode gibt dann halt einen großen vor. Zum Beispiel, du spielst eine Karte mit Rot, die hat 2 Kettenmöglichkeiten in Blau und Grün. Und dann habe ich eben die Möglichkeit, eine grüne Karte da dran zu docken. Das ist ein super schnelles Spiel. Und eben, das hat den Vorteil, wenn du halt auch mit vielen Leuten spielst, ist das dann eben entsprechend schnell durch. Ja, verstehe. Das heißt, eure Spiele richten sich, also sind es mehr so Familien, Experten oder Kenner? Was ist so die Zielgruppe davon? Also ich würde sagen, es ist ein guter Mix aus Familien- und Kennerspiel. Als Experte würde ich ganz, ganz weit weg von gehen. Ne? Das ist so das Thema. Ich würde euch auch gerne ein letztes Spiel zeigen, was mein persönlicher Favorit auf dem ganzen Thema ist. Ich habe es letztes Jahr promoted. Wir haben noch 1-2 Minuten. Let's go. Fantastisch. Dann möchte ich euch einmal ganz kurz noch Sushi Boat zeigen. Ist auch ein ganz, ganz fantastisches Brettspiel. Ihr seht, das ist sehr, sehr haptisch. Versuch mal den Sushi Boat so einen Teller zu schieben. Du wirst es lieben. Ja? Weil es ist einfach geil. Es ist wunderschön. Es ist so satisfying. Ich lieb's. Absolut. Der Point ist, und das ist das Coole, ihr seht ja hinten, verschwinden die Sushi-Teller hinten. Das heißt, es ist ein Memory-Plus-Spiel. Ne? Man spielt halt die ganze Zeit vor sich hin, versucht viel Sushi zu essen. Man muss sich merken, was unter den Tellern war. Man versucht idealerweise viele verschiedene zu sammeln. Und jetzt kommt der absolute Highlight. Manchmal gibt es eine Wasabi-Challenge. Wasabi-Challenge! Und wenn diese kommt, müsst ihr in Erinnerung haben, welche 2 Teller hier unten drunter waren. Hast du schon wieder in Erinnerung, was du reingeschoben hast? Nee, überhaupt nicht. Also von daher kommt gerne zu uns, spielt das mit uns. Es ist einfach ein ganz fantastisches Spiel. That's it. That's it. Es gibt also dies hier und mehr an dem Stand zu entdecken. Gibt es noch andere vielleicht Events, die am Samstagabend oder Samstagnachmittag oder Sonntag stattfinden bei euch, auf die du hinweisen kannst? Also grundsätzlich ist es so, ich weiß nicht, ob ich das darf, aber wenn hier bei uns entsprechendem Wert eingekauft wird, habt ihr die wunderbare Chance, ein sogenanntes Raffle-Ticket zu erreichen. Also es gibt eine Tombola, ja, immer ab 18 Uhr und von daher feel free. Wir haben tolle Preise, wir haben super geile Bundles und werdet dann auch nochmal belohnt im Zweifelsfall mit einem Raffle. Vielen Dank dir fürs Rumzeigen und viel Spaß noch auf das Spiel. Dankeschön, man sieht sich. Ciao und willkommen bei uns. Wir gehen direkt weiter zu Simon und meinem anderen Lieblingsgast der Spiel. Komm, sag's einfach nochmal. Kabanga! Das ist eigentlich die schönste Werbung, die du gemacht hast für gleich um 15:30 Uhr, wenn wir auf Meet and Play sind. Weil ich glaube, den Kabanga Boy, den treffen wir da auch wieder. Ich meine, du wirst schon unser lebendes, ich will nicht Maskottchen sagen, weil du einfach so genial bist. Und wir haben gerade schon mal eine Runde geschnackt. Ich freue mich gleich auf das Meet and Play mit dir. Ich auch. Ja. Und jetzt hol dir die Spiele. Hol sie dir. Brüll die Leute an und dann kriegst du die. Überragend. Ja, aber der verfolgt uns auch, oder? Ja, oder wir ihn. Ich glaube eher so. Wir folgen uns gegen wie so eine Schlange Ouroboros, die sich in den Schwanz beißt. Der Mann ist genial. Guck mal, ich bin hier jetzt stehen geblieben, weil ich wollte nur noch mal eben sagen, hier, Green Glass Store, wir versuchen ja auch mal ein bisschen was zu zocken. Gestern im Hotel haben wir es noch geschafft und haben nur ein kleines Ründchen mal gespielt. Ne? Ja, wir zeigen mal kurz, wie das geht. Ich habe mir was ausgedacht. Ja, Baum. Kommt nicht rein. Ja, Apfel. Kommt nicht rein. Hand. Kommt nicht rein. Kaffee. Kommt nicht rein. Okay, wenn ich was finde, was reinkommt, wäre besser. Schiff. Kommt nicht rein. Okay, das wird spannend. Ihr Lieben, wir versuchen noch ein bisschen, was Daniel sich in seinem queren Kopf ausgedacht hat. Das wäre Kopfbedeckung gewesen. Sag doch einfach kurz Kappe. Okay, Kappe. Kommt rein! Ich löse Kopfbedeckung. Perfekt. Ja, ich bin so schlau. Ihr Lieben, wir machen uns eben kurz ready und dann ziehen wir ab in die nächste Halle und zwar die Halle 4. Und dann, nachdem wir so ungefähr 1,5, 2 Stunden in Halle 4 waren, um so viel wie möglich euch zu zeigen, sehen wir uns auf dem Meet and Play. Ich freue mich drauf. Ach, was ein Tag. Bis gleich, ihr Lieben.
Da sind wir wieder. Simon. Willkommen zurück. Wir sind hier in der wunderschönen Halle 4. Wir gehen, ja guck mal, die Leute sagen schon, wir sind zurück live. Prost. Ja, Prösterchen, na, euch auch. Dankeschön. Wir haben die Pause eben natürlich auch genutzt, um ein bisschen Wasser zu trinken, unsere Münder, unsere Hälse, unsere Zungen zu benetzen mit Flüssigkeit, damit da kein Knoten reinkommt in diesem Nachmittag, denn der ist noch lange nicht vorbei. Aber Daniel, ich habe ein Anliegen. Ein Beiliegen? Ein Beileger. Ein Anliegen. Und zwar, wir haben so viele Hallen jetzt schon gemacht. Und wir haben einen so guten Vibe. Und ich will einfach nicht, dass die Leute da draußen nur denken, dass wir uns nur anecken. Ich möchte auch einfach mal sagen, wie gerne ich das hier alles mit dir mache. Ja. Und wie viel Spaß das macht. Es macht wirklich sehr viel Spaß. Das ist ja ein richtiges Kuschelfest. Das lassen wir dann auch. Ich kann leider nur meine Augenbrauen an deinem Bart reiben, weil ich nicht groß genug bin. Aber das muss reichen. Das mache ich, ist ein Zeichen meiner Zuneigung. Ja. Und ich will gar nicht wissen, wie das zu Hause aussieht. Ja, ich glaube, das sind auch die Gags. Und wenn die Kamera aus ist, dann haben wir noch mehr Zuneigung. Und alle Staube sind so. Na, okay. Also, ich möchte gerne alle im Chat auch nochmal grüßen. Nicht genau so, sondern per Wort. Warum eigentlich nicht? Ja, zu weit weg. Penti, Lütke, Muck. Danke, Lütke, für die ganzen Clips. Übrigens, hier auf dem BrettMan-Kanal sind auch Franz Brötchen, Imperial, Nidderwood, Matthias Böreth, Hi Ho, Played by Demon. Und auf dem Spielmesse-Kanal die Iris, Hydro, Geeklette, ein Volleyballer und natürlich auch der Boris vom Brettspielblog. Ja, der Boris, der Banduil. Der wird später auch natürlich auf dem Meet and Play sein und vielleicht einige von euch auch. Ab 15:30 Uhr sind wir nämlich dort unterwegs. Vorher. Dann lernen die den Bernd auch mal kennen. Ja, Bartholomäus wartet ja schon auf euch. Vorher erstmal in Halle 4. Ja. Und du hast, glaube ich, hier auch schon hinter uns das erste Date, weil wir haben natürlich wieder einen Auftrag. Wir laufen für euch ganz schnell. Und nur ein kleiner Reminder, wir sind ja gerade live auf 3 Kanälen mit auch 3 Chats. Wir sind bei der SPIEL-Messe auf YouTube, wir sind bei BrettMan auf YouTube und wir sind bei Twitch. Nerdstar. Hier ist der Beweis, Leute, damit ihr uns auch glaubt. Genau, Beweis ist gegeben. Also lasst uns wissen, wo wir hin sollen und unsere Mission beginnt. Und du bist hier. Bei Steam Power ist zumindest das Game. Ja, bei Wallace Designs, glaube ich. Und dort habe ich mir eben ein Date ausgemacht zum Erklären. Ich finde ihn sogar wieder. Und zwar, excuse me, we need to take a look at this game because we're from the official SPIEL Livestream and I'm really interested in what's going on here. Who are you? Hi, I'm Surya and I work for Wallace Designs. And Wallace Designs did this game, and I also already see my hometown, Kassel. Why is Kassel so full of orange cubes? What's going on this map? Okay, yeah, so this is a German map. There's 2 maps in the game. In this one, Purple has decided to build a factory in Kassel. And when you build a factory, it generates resources, which then can be transported over the network to fulfill contracts. I see. So it's all about steam power, the name of the game. And we fulfill contracts by doing these railroads. Yeah, so you build the railroads, you build the factories, and then you transport the goods over the railroads to your network to deliver them and fulfill the contracts. You get money, you get points, you get bonus actions, that kind of stuff. And so if you say bonus actions, can it turn like other chain reactions to a turn? If I get bonus actions, and that's how it works? Or not that much. So you have 2 actions on your turn. You can build something, you can make a factory, you can deliver goods to a contract, and when you do a contract you might get bonus actions, but the other actions you don't get bonuses. I see. And what's, in your opinion, like the highlight, the most special thing about the game? Well, it is quite short. It's 45 to 60 minutes. But it has lots of strategy, it has lots of depth, and it has kind of a race aspect to it because you're trying to fulfill as many contracts as possible because the game ends when a player has a certain amount of contracts fulfilled depending on number of players. So you're trying to get to that number first because the contracts are points. And is there a way I can annoy my other players, like destroy their railroads or just build in front of them? So what you can do is you can use other people's factories and take the resources from them so they can't use them, but you have to compensate them with money. So you're kind of helping them as well because once all the cubes have been removed, the tile flips and it's now 2 points for that person. So you're kind of helping yourself by not having to spend actions to build a factory, but also you're helping them by giving them money and they get points.
So it's a bit of a give and take. So it's up to you to decide if you want to use other people's stuff or if you want to build your own. And you can play up to 4 players, I imagine? It's 2 to 5 players. 2 to 5 players? Yep. And there's lots of interaction because the map is quite crowded, so you will bump into other players and you will have to deal with what they are doing. Which is interesting, right? So you can't like plan your game and there's nothing in your way. You always need to improvise once someone gets in your way. That's really cool. The other game you wanted to showcase, you want to talk about Monster Rock, right? I can't talk about Monster Rock, sorry. Okay, that's no problem then. Thank you for showcasing Steam Power. And if you like the game, it's from Wallace Designs, because people always wish to know which publisher or which designer made it. What's the price point of the game? It is sold here at Spiel for 40 euros. Okay. And we also have a deluxe version, which isn't available at the show. It costs a bit more, but has nice plastic trains and stuff. I see. So if you want to come over to Spiel, you can do that and buy Steam Power here. Thank you very much. Thank you. Und weiter geht's. Wir wollen natürlich im Akkord hier die verschiedenen Spiele vorstellen. Und Simon ist sicherlich schon am nächsten Stand unterwegs. Ich sehe ihn da hinten. Leute, ihr werdet es nicht erwarten können, ihn zu sehen mit seinem wunderschönen neuen Hut. Wie ihr wisst, trage ich gerne Hüte, was ich mir einfach hier so von dem Stand hier mal abgenommen habe. Ich weiß gar nicht, was wir hier so groß alles haben. Oh! You took the hat, huh? Yeah, Marshall? Oh, yeah. You can't take the hat. Okay, I have a deal for you. I take the hat and we make a video with you. Okay, that's a deal. You're an easy one. Okay, hier ist eine unfassbar coole Bar. Also das, was die hier haben, ist wirklich der Knaller. Ich komme mal hier rum zu dem Barkeeper hier vorne. Oh, this is a great bar. But do you have great games too? We have great drinks and great games. Today we're selling... Let's start with the great drinks. Okay. Whiskey or beer? Both. Okay. Turn the camera off and I give... Okay, perfect. The games. All right. So the games we have are... Our very first game ever is Bantam West. Bantam West is an open-world adventure sandbox. It's competitive, it's strategic, and it takes place in a Western genre. You get to play as one of 4 deadly strangers. If you come with me over here, I'll show you what they look like. Perfect. I have to say that your whiskey is very strange. That's vodka. Yeah. Okay, so right here you have the 4 deadly strangers. You get to choose which one you play as. You get to decide to build up their skills. The goal of the game is to get victory points. And the victory points we have are notoriety. You want to be the most wanted. As you see, we have the wanted sign right there for the fans of the fair. You get to play in the game right here. As you see on our demo right there, he's showing you all the many awesome ways you can do. You can burn houses down. You can build cabins. You can fight people. And
Und da sind wir schon wieder zurück. Ja, Internet ist halt wichtig, das brauchen wir hier auch hier in Decke. Und wir stehen hier immer noch am Stand von Bantam West, wie ihr hier an meinen absolut ausreichenden Hüten sind. Ich finde, das ist nicht so viel. So, Bantam West, is it available in Germany? Yes, sir. During our Kickstarter campaign, Germany was the second most popular country requested. So the Germans went to the comment sections and they said, "We demand German." Yeah, that's right. Maybe we can show a bit of this game. Is it possible, Marcy? Okay, and is it buyable here? Yes, it is buyable here. We're offering also free shipping anywhere in all of Europe. And something I wanted to tell you, even though this game is awesome, I love my company and my best friend. I want to tell you a little short story. Yes. 10 years ago, me and my best friend were roommates in college. We said, one day we will make a business. We don't know what we will do, but we're gonna do it. Fast forward 10 years today, this is the business, and that's him in the corner over there, dressed as one of the characters. I love it. I have to show him. He's sitting over there, and I'm very jealous of your mustache. I love your mustache. Thank you. Oh, what a pretty guy. And he is the one on the cover, is that right? This is him right here, dressed as Levi Mercer. This is one of the 4 deadly strangers that you get to play as. But no, real talk. You have a great mustache, yeah, and pretty guy, but I'm wearing 1,000 hats. Who is the most prettiest guy here in the room? I heard for every hat you have, it's worth at least half a mustache. You have 1, 2, 3, 4 hats. You have at least 2 mustaches. He has 1. I think you win. Oh, holy, thank you very much. You want to show the people one thing more? Yes, of course. So we are selling these deluxeified versions of our Kickstarter version. Beautiful copies. There's only a few German versions available left. Yes. If you go to this link and you check out, it will do free shipping. VAT is included, straight to anywhere in Europe or US at that one price you see. Perfect. Have a great fair. What a wonderful store here. Thank you very much. I give you a howdy, cowboy. Howdy. And here are your hats. Oh, thank you, good sir. Have a great time. Thank you, Mrs. Phil. Bye. Ciao. Bye. Ciao. Bye, bye. Oh, was ein wunderschöner Stand. Auf Wiedersehen. Also wir haben gerade mal ausgemacht, ich habe gefragt, wer hübscher ist, der Kerl mit dem coolen Schnäuzer oder ich. Und er hat gesagt, jeder Hut zählt als halber Schnäuzer. Und einen halben Schnäuzer habe ich ja schon im Gesicht. Das heißt, Marci hat auch einen anderthalb Schnäuzer. Ja, richtig. Wild. Marci ist auch mächtig. Machen den nächsten Stop hier drüben, an dem Stand, wo das Artwork hier drüben von der netten Frau so aussieht, ein bisschen wie die Deutschlehrerin meiner Mittelstufe. Und es geht um, eine Maya-Experience. Und ich habe eine Ansprechpartnerin. Give me a moment. Hello, I am Daniel and you are? I'm Sonakshi. And your game is Jujutsu, right? Yes, Jujutsu, yeah. What is Jujutsu about? So this is an arena-based
card constructing tactical combat game. You have to construct the best deck to destroy the most amount of enemies and be the last man standing on this. Okay, and how do we do that? You do that by playing the right cards. As you can see, these cards require the correct combination, and if you combo them with your skill set, then you can deal almost 8 to 9 damage to some people. And that's a lot. That's a lot, because people struggle for just one. Okay, I see. And what kind of enemies do we battle? I saw some, are there like mythical creatures? So yes, your teammates are mythical creatures belonging to this mythology that we have built. It comes from almost 3,000 years of South Asian mythology. This is a Garud, who's the eagle of this mythology. They're quite enterprising. They're like the Silicon Bros of our mythology. That is the snake. That is the Nag. They are the outlaws. They're conniving, and they'll do whatever it takes to get to win. This is the lawkeeper. He's the ape. He will do anything to keep the law, and he will never break his oath. So these are all characters from this universe that we've created. And this universe also has novels, graphic novels, and films coming out very soon. The novel, as you can see, comes out in January, and the game comes out in March. So it's a whole franchise, like Marvel. Yes, we are building an entire franchise that is going to spawn content for the next 10 years. 10 years? Very interesting. And is it like a dark kind of franchise, or is it happy? This is a proper mythology. Okay. Mythology that is going to be for today's times. It's not about slaying monsters. It's about asking the right questions in the world. Who's controlling us? Is big data controlling us? Who is in power? We question power using mythology. That's really interesting. And for what kind of players is the game Jujutsu? What kind of target audience do you have? Anyone who enjoys deck constructors, anyone who enjoys games like Magic the Gathering, Warhammer. These are games that require you to have great ideas about cards and symbols. So whoever enjoys such games are going to love these kind of games, especially people who enjoy trading card games. So if you're interested, just go to Hall, I think we're in Hall 4, right? Here at Spiel. Thank you very much and have fun. He is the game designer of that game, Zen. He's the co-author of this world. He has created this entire game. So it's all in his head, and if you can tease something, it's him. Yes, that's the guy who is responsible for this entire... He's put almost 4 years, him and his co-author have put almost 4 years of work in this. Just this lore that you see here. 4 years creating the lore. Then I've got one important question for him. Thank you already. Thank you very much. I need to ask him one question. Excuse me, Mr. Lore Master. Hello. I've got one question before we move on. Yes. Can you tease something, a little hint, a little secret about the universe you've created? So the novel launches in January, but not every person in the universe is as good as they seem. So watch out for that. Watch out for that, guys. Thank you very much. Ich finde es so schön, aus verschiedenen Kulturen und mit kulturellen Einflüssen diese Spiele zu sehen, oder? Also wie anders. Wir waren eben bei Japanime Games, wo wir dieses Spiel gesehen haben, und jetzt haben wir Jujutsu da drüben von den Texanern, das Spiel. Ja, überragend. Es ist wunderbar. Überragend, die haben auch stolze Schnäuzer. Wir könnten einen kleinen Schlenker hier mal durchmachen, weil ich muss ja hier in der Halle, wenn ihr das letztes Jahr geguckt habt, die Videos sind übrigens auch on demand für euch abrufbar, wenn ihr noch in dem letzten Jahr mal reingucken wollt. Aber die sind erst wichtig, nachdem der Livestream vorbei ist, denn jetzt sind wir natürlich, hier spielt die Musik, meine Damen und Herren. Und wer das aber gesehen hat, der weiß, dass wir in der Halle hier ja so einen Running Gag hatten, als ich ein Kimono anhatte, dann haben wir so was Anzügliches gefunden und ich habe ein Spiel gefunden, muss ich halt zeigen. Aber wir können hier mal zeigen, was hier noch abgeht, weil hier sind in der Halle sind auch ganz viele Fabrikanten hier, Fabrikacard, die eben für das Manufacturing von den Spielen hier eben auch zuständig sind. Ja. Und da kann man hinkommen, wenn man eben auch B2B mal Fragen hat und sich das Ganze erklären möchte. Hier am Stand von Watts zum Beispiel, da passiert auch einiges. So, hier hast du also wichtige Gespräche. Und du kannst dir auch angucken, welche Spiele dann hoffentlich mal bei uns im deutschen Markt rauskommt. The Wolves zum Beispiel sehe ich hier, Hamlet. Also bevor die Sachen dann bei uns eben einen Verlag finden, die Sachen rausbringen, kann man hier einiges sehen.
Und das ist ziemlich spannend. Also wen da die Entstehungsgeschichte und der Prozess interessiert, die können auch bestimmt einfach mit den Manufacturern mal schnacken, oder? Absolut. Also gar nicht nur B2B, sondern wenn ihr Fragen habt oder ihr wollt vielleicht, wie schon gesagt, euer eigenes Brettspiel irgendwo produzieren lassen, dann ist hier in Halle 4 genau der richtige Ort dafür. Und wenn ihr meinen flachen Humor auch weiter haben wollt, dann habe ich hier nämlich das Spiel gefunden, was ich euch zeigen will, wo ich sagen muss, ja, den Humor muss ich weiterspielen. Hier können wir das auch spielen gemeinsam? Flutter. Ja, wir können das versuchen. We can try it. Hi, how are you? I've seen this game and I thought, yeah, it's the right one for us. It's Flutter? It's called Flutter. It's based on, you know, the butterflies that you feel in your stomach. I feel it always when I saw Daniel. I feel the same way next to you guys. Yeah, maybe we should play together as three people. Yeah, let's do it. Let's do it. This is how it works. Spin the bottle. Yeah, this is usually a stack, right? It's usually a stack. Yeah. And the first thing you have to do... Oh, sorry. It's okay. So first you have to pick a card, right? Let's say you pick a card, whichever. Just don't worry about it. Okay. Your toe in my nose, it would be very nice. Yeah, no problem. We can do that later. Okay. Ooh. Well, so you read it on the back. It says the bottle picks whose toe you will stick inside your nose. Yeah. All right? Absolutely. Now you spin the bottle. Yeah. And let's say you're blue because your shirt is blue, so that's good. Yeah. So you end up sticking his toe up your nose. How's that? How's that? This sounds great. It's as great for you as it's great for me. So the card always tells you what you can expect. Yes, and it's also in two languages. Usually the way we do it is, in this case, we have it Spanish and English because this game is sold in New York. But if we would sell it in German, it would be English and German, right? And you have 150 challenges. And if you still don't want to do a challenge, let's say I got your toe up my nose. I decide your toes don't look that trimmed. Absolutely. Yeah. So I decide I'm not going to do it. So I'll take one of these escape cards. And that will allow me to escape from getting your toe in my nose. And it says, like, for example, if you've used sexual toys, share the details. If not, make it up. Okay. So I'll start to tell you how I played with this gerbil. That's the best stories. Yeah. I like it. Very funny, and I won't do anything of that. Have you played at many parties this game already? Well, this is the way it started. We have a bar in Bogota that's called Terracota, and we had a lot of single nights. And you know, single nights, everybody goes, and then they go home and nothing happens. So we decided to break up a bottle and say, hey, let's play Spin the Bottle. Nobody had played this game in 15 years. And they're like, okay, let's play it. Well, the party was a success, and now 2 years later, the place has grown so much, we had to move to another place because so many singles come to our parties. And we play with this game, and we call them Flutter Nights. And so we decided to make the game and sell it. And is every one of them into toes? Some of them. Okay. You know what we do? In the bar, we take out some of the cards, which I recommend to some people. Take out some of the naughtiest cards, depending on your audience. Just read the room. And depending on the place you play this, right? Yeah, we didn't want people to start taking off shoes and socks in a bar. So we decided we have 100 cards that you can play in the bar, and then 50 more that are super, super naughty. I mean, later we're at the Meet and Play. Yeah. we could play that in the Meet and Play with all the fans of us. Yeah, without asking them before, and hey, we have a cool game. Here's the card. Thank you very much. Very funny. Thank you guys. Thanks for stopping by, and I hope you guys like Flutter. I'll give you a game if you guys want to come later. You can take a game with you. We come back for our evening animation game. We play a little game. Thank you. Bye. Thank you guys. So much. You too. Thank you. Daniel, ich dachte, das ist ja, ist doch mega. Ja, das ist überragend. Weißt du, das ist wie so ein bisschen hier American Pie, kennst du die Filme von damals und ja, so? Klar. Das sind diese ganzen College-Partys. Ja. Hätte ich das damals mal gehabt. Ja, dann wäre dein College besser gewesen. Ja. Damals in der USA. Dann wäre ich jetzt vielleicht woanders. Genau. Guck mal, hier werden noch Nudeln verkauft. Oh, ich möchte gerne schnipsen. Oh, ja, das kenne ich. Leberschuss. Ja, ich kann das. Ja. Dann lass uns doch sollen wir beide antreten?
wenn du das schon spielen kannst. Also für die anderen, du musst den Kronkorken ins Feld gegenüber schnipsen, damit du selber trinken darfst. Ja, bei uns ist das keine Bestrafung, sondern die Belohnung. Ja, aber ich trinke ja hier jetzt aber nicht, ne? Ja, auch nicht. Guck mal, du kannst hier zählen. Das ist ja klasse. Super, ne? ja. Das ist ja klasse. Das heißt, wir haben hier 2 Attrappen für uns. Aber wenn du das schon kannst, dann leg mal schnell eine 3 aufs Parkett. So. Mach du mal eine 3. Aufpassen, Freunde. Das wird. Ja, das ist eine solide 1. Das ist ja wunderbar. Dann ja, ne? mach mal schnell einen hinterher. Boah. Ja, das war ganz schön Du hast wirklich fast da den Leberschuss gemacht, ne? Und hast dazwischen die beiden. Ja, viel fehlte nicht. Fast wäre es auch eine 3 gewesen. Die hätte mir fast noch besser gefallen zum Start. Kann ich hier eine 3 machen eigentlich? Ich muss noch mal nachlegen. Oh. Ich meine eine 2. Guck mal, als Team hätten wir schon 3. Ja. Verteidigst du oder gehst du auf die Offensive? Was weiß ich, wie geht das? Du kannst ja, wenn wir nicht treffen sollen, kannst du meinen ja verteidigen. Ja? Du kannst ja versuchen, meinen rauszuhauen. Soll ich das einfach halten? Dann hast du nicht so viel Arbeit. Darf ich den hier schnipsen? Ja, Daniel kann das spielen. Warte. Auch daneben. Warte. Legen wir den jetzt noch einen rein? Oh, das war ein 3-Punkte-Ding, oder? Ich will fragen, ja, das kann man hier bei euch auch abholen, ja? Das kannst du bei uns abholen und wir haben sogar 10 € Messerabatt mitbekommen. Hier am Wochenende für 15 € das Spielfeld mit den Jokerkarten, mit einer ausführlichen Anleitung, alles mit dabei. Überragend, Dankeschön. Wir haben gewonnen. Ich habe gewonnen übrigens. Ja, Daniel hat, ohne Schummeln, Daniel hat das überragend gemacht. So, überragend, schön. Das sind so tolle Spiele und wir haben ja aber auch noch für Kinder bestimmt auch noch was, oder? Ja, wir gucken mal weiter. Gnome Village, da drüben zum Beispiel, das sieht süß aus, vielleicht können wir kurz drauf filmen. Das sind kleine Gnomehäuschen mit Pilzen. Das ist vielleicht mehr für Kinder. Aber ihr seht, das ist vielleicht auch spannend für euch alle zu Hause, die Vielfalt in den Hallen. Ja, es gibt die großen Player, es gibt die kleinen Verlage und es gibt halt viele experimentelle Spiele auch. Also immer was zu entdecken. Ihr habt gerade gesehen, wir können gar nicht planen, was wir alles hier sehen. Es ist wunderbar. Hast du ein Date hier am Stand? Ja, ich habe mal so vorsichtig rumgefragt. Wir haben hier Rise of the Wastelands. Ich würde mal fragen, excuse me, yes. Can you make an overview? Is it fine when we make videos of this? Sure. Can you make an overview for us? What is Rise of the Wastelands about? Okay, so the story behind it is that in the near future there's going to be a meteor that's going to hit the Earth. It's going to destroy pretty much everything, killing almost everyone. So the remaining survivors are starting to gathering in some of the cities to try to rebuild them. But at some point they're running out of resources, so they need to venture within the wastelands to start scavenging resources. So the goal of the game is you as a player, you are the leader of one of the factions that are going to be in the area and you want to be the predominant power there. Okay, is it available in German? Not yet. Right now in English. The idea is that it was a Kickstarter, it was already successfully funded. So now we are accepting pre-orders and we are expecting to deliver around April or May of next year. But for now it's just in English. We are still trying to see if we can make some deals with some publishers. But for now, there is nothing set in stone yet. So. Okay, perfect. It looks awesome. Thank you very much. Thanks a lot. Have a great time. Ihr hört's, Spiele, die ihr hier seht, ja, da muss nachher erstmal noch ein Publisher gefunden werden, der sie vielleicht dann auch in Deutsch rausbringen. Aber die könnt ihr euch hier angucken und dann spielt die mal und dann könnt ihr ja mal sagen, immer, kann das nicht mal einer übernehmen? Die Spiele, die machen richtig Bock, die hätte ich gerne auch im deutschen Markt. Es ist mega cool, dass es diese Möglichkeit hier gibt, die Aufmerksamkeit auf sein Spiel zu richten. Wir gehen in eine ganz kurze Pause, denn wir müssen die Aufmerksamkeit auf einen Kabelaustausch richten. Ui. Bedeutet, wir sind so in 2-3 Minuten wieder da mit einem Spiel, was sehr, sehr spannend aussieht. Ich will nicht zu viel verraten, aber ich sehe einen Phönix, eine Jägerin, einen Piraten und ein kolossales Monster auf dem Artwork. Und 3 Wölfe, die dich erzogen haben. Und eine ganze Menge mehr.
Und da sind wir wieder bereit für Schabernack und neue Neuheiten. Viel mehr noch, als wir sowieso schon gezeigt haben. Hinter mir sind erstmal eine ganze Menge Leute, die ich nicht überrennen möchte. Und dann kommen wir zu einem Spiel, wo ich einmal um den Tisch rumlaufe, weil mein Arm sicherlich nicht lang genug ist. Hello, you're German or English speaking? English, please. No problem. Okay, we're here at Ascendancy. What's your name from the company? My name is Lucas. This is One More Turn Games, Ascendancy. This is a big 4X strategy game with a fantasy setting. That sounds promising, but does it play well? Oh, it sure does. You better believe it does. Just look at these fine fellas here having a great time playing through. This is a very deep game where there's a lot of different systems that can all interact with each other with extreme depth, where you can focus on any one part of the game and be successful. Like, for example, there's a combat system that has a lot of different types of units, that has status effects and equipment. And if you want to focus on combat, you can, or you can completely ignore it and instead focus on economy or anything else and still be successful. So every X from 4X can be a win condition? That's exactly right, yeah. So it's a scenario-based game, so you have a lot of different possible objectives depending on how you want to set up the game. And yeah, there are a lot of different paths to victory, no matter which mode you're playing. And what's like the highlight or the most special thing about the game, apart from what you just said? I love these house boards that you're looking at right here. So this is kind of your player space where you're building out your house board as you play, and you're upgrading your different buildings, and you're gaining access to different technologies. So our 4X game is also introducing a kind of a tableau builder element. And is the game style asymmetric for all the factions? It absolutely is. So all of these different color theme houses all have completely unique abilities and buildings. And we've got 4 different houses, right? Or are there even more? That's exactly right. There are 4 houses in this base game, and we may have something to announce in the near future about some more content. Is the near future in like 10 seconds, or is it farther? The near future is check us out on our current very late pledge GameFound, and you'll see the latest updates as soon as they're ready to be revealed. Okay, well then you need to stay tuned, guys, for Ascendancy from One More Turn Games. Love the name, by the way. Thanks so much. Dankeschön. Dankeschön dir. Tschüss. Sounds very promising, and it's right up my alley, for example. Also für mich auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil ich mag 4X-Games. Und du? Ich mag die auch sehr, sehr gerne. Was magst du noch? Aber scheinbar habe ich was gefunden, was ich gerade, wo ich gar nicht wusste, wie sehr ich es mag. Ich finde hier gerade... Faultiere? Nee, ja, Faultiere sind auch wieder eine tolle Sache. Aber ich habe gefunden Katapulte für Erwachsene. Entschuldigung, darf ich mal eben ganz kurz, damit die Kamera das hier aufnehmen kann. Und das Spiel, das werde ich jetzt mal ganz kurz anspielen. Wir haben hier Katapulte für Erwachsene. Die beladen wir gleich und dann beschießen wir uns. Können wir uns gegenseitig beschießen? Ja, das können wir auf jeden Fall ausprobieren. Oh Gott, ich freue mich da drauf. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Da hinten ist er hingelaufen. Komm, wir gehen da rein jetzt. So. Pass auf, mein Lieber. Wir gehen mal rum. Verdammt viel los. Ich würde mich gerne mit dem Daniel hier eine Runde betteln. Ist das möglich? Absolut. Ja? Okay. Absolut. Dann machen wir das. Wo dürfen wir hingehen? Da hinten rüber. Okay. Vielen lieben Dank. Mit mir? Ja, absolut. Ja. Entschuldigung. Dankeschön. Entschuldigung. Dann komm mal zu mir rüber. Okay, So. ich habe noch nichts aufgebaut. Wie baue ich mir hier meine... Jo, also, ihr dürft gerne starten. Ihr habt 24 Mauersteine und 8 Hilfsmittel. Eure Türme dürft ihr erstmal irgendwo auf ein Hexagon auf eurem Feld platzieren. Diese Türme werden nachher nicht mehr bewegt. Oh Mann, oh. Okay, Das heißt, das stelle ich jetzt einmal hinten auf. Die Türme sind da. Guck mal, pass auf. Einfach mal die Türme platzieren. Ja. Der beste Aufbau. Super. So, zack. Türme sind platziert. Daniel hat keine Chance. Sehr schön. Ihr bekommt 2 Minuten Zeit, um eure Mauern zu bauen, um eure Türme zu beschützen. Fertig. Daniel, hör auf. Daniel, okay, los geht's. Daniel, hör auf. So, okay, so. Und jetzt gebt dem Mann Munition, höre ich dahin. Hier hast du die 4 Würfel. Oh, ich habe gewürfelt. Einer ist auf dem Boden. 1, 5. Du darfst die Würfel schießen. Halte das Katapult bitte gut fest. Hier hast du eine Kimme, hier hast du eine Korn. Das funktioniert. Oh Gott.
Und ich schieße die Würfel, das ist ja überragend. Die Würfel, genau. Okay, okay. So. Aber schieß nicht zu stark, weil mein Kopf ist mir lieb. Ich ziele auf Daniels Kopf. Ich gebe dir eine kleine Schutz. Kimme Korn, höre ich. Danke. Möchtest du wirklich zielen? Kimme Korn. Ja. Warte. Ah. Kimme ist hier diese Niete. Ja. Okay. Oh Gott, Hilfe. Oh. Gut, dass ich das hier hatte. Gib dem Mann einen... Hab ich 4 Schüsse? Ja. Du hast noch Oh, okay, jetzt machen wir eine Gatling Gun. Du wirst eh nicht treffen. Gemerkt, wie stark du geschossen hast. Ja, nein. Okay, zieh mal nicht voll auf, auch wenn ich... Ich habe Daniel immer noch nicht getroffen. Noch einmal, okay. Daniel hat Angst. Oh! Ja, Den Daniel. Stein hat er einfach gut platziert. Er hat einfach 3 Stunden Zeit, das zu bauen. Und der letzte? Oh! Ja, also du hast dir nicht mal meine... Du hast einen getroffen? Ja, ich hätte gerne ein Katapult. Ja. Vielen lieben Dank. Du kriegst keine Schachtel. Okay, ich krieg keine Schachtel durch. I will block it with my chest. Daniel, er hat keine Schachtel. Ja, das ist doch schön. Das ist gefällt mir sehr gut. Aua! Aua! Was wird das hier? Das Ziel ist, die Türme zu treffen. Ach so, ja gut, dann. Ich hab Mund offen. Ah! Oh! Hast du gesehen, wie stabil? Wieso macht er weiter? Was ist mit diesem Jungen nicht richtig? Weil Daniel schlau ist. Ja, okay, ja, das ist richtig. Das ist ein Skill, der fehlt mir einfach. Und gefangen! Und er kommt wieder! Ja, es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Oh, sehr, sehr lustiges Spiel. Zeig mal bitte. Das kriegt man hier auch zu kaufen? Ja. Ja. Für wie viel? 220 €. Ja, aber das lohnt sich aber auch bei dem Material. Absolut, das ist etwa 1,5 Kilo Spielmaterial mindestens. Okay. Spezialmessepreis. Okay, und die heißt Sides? Sides ist die Firma und das Spiel heißt Walls of Sidonia. Ja, überragend. Generell sieht das hier alles mega schick aus, was hier drauf ist. Ich habe da vorne auch so ein Schiebespiel gesehen. Also kommt vorbei, Walls of Sidonia. Also ich hatte schon einen Riesenspaß. Daniel, wir zwei machen einen Verein auf. Wir sind in den Walls of Sidonia Verein. Ja, gerne. Ja, absolut. Machen wir einen Verein auf. Drüben in der Halle 3. Halle Meeten Play. Ja. Hier, Halle 4, könnt ihr das anspielen und es ist sehr viel Spaß tatsächlich. Hier sieht man auch ganz viele schaulustige Leute, die sich an diese Tische setzen werden in gleich 3, 4, 5 Sekunden. Das ist lustig, Walls of Sidonia. Ich danke euch. Geiles Ding. Kommt Danke dir. Danke. Viel Spaß noch. Danke euch. Tschüssi. Tschüss. Daniel, ich habe blaue Flecken. Ja, das ist ja also nicht mein Problem, was soll ich sagen. Aber nicht ein Problem, sondern eine Gunst, ein Vergnügen habe ich jetzt hier. Hello, you are Jack, founder of Brightwood Games. And what do you want to show us? Yeah, sure. So, hello everyone. This is Dog Park. This is our main title. We came out a couple of years ago. We've got a new expansion called New Tricks, which came out this year. Dog Park's being played over there. It's a game about walking dogs. So you are collecting dogs, you're taking them for a walk to the park, and you're trying to combine them with abilities, and you're trying to score points by set collecting certain types of breeds. And yeah, we can go take a look if you like. Let's do that. I love the topic of the game, the setting of the game already. Very creative. But let's see how you managed to capture that in a board game. Yeah, sure. So it was the way you're bringing dogs into your kennel is through a bidding process. You're kind of staking your reputation to get the dogs you want, and then you're moving. What you do is you take dogs for a walk by giving them resources that they like to play with or eat, and then you're going to move through the park, collecting different more resources, activating abilities, and doing some actions. And then there's some you do that a few times. There's some scoring that'll happen, and then dogs have abilities. Some will score you at the end of the game, and you've got set collections. You're trying to collect the most of each type. And what's like the most special thing about the game, the highlight in your point of view? I think hopefully it's quite obvious. It's the dogs. So it's all dog art is unique in the game. So it's there's in the collect edition which you've got here. There's over 220 dogs in the game. There's all the unique art. 220 dogs, different breeds of dogs. Different breeds, yeah. They're all different breeds, all unique. We actually have an expansion out. So with all the content together, there's over 300 dogs. Can you list every one of them? No, I could give it a go, but no, I can't unfortunately. There is so many, and you obviously be surprised how many more we couldn't put in the game. But yeah, it's really the dogs. It's about the dogs. I see. And for what kind of target audience is the game? So which players will have fun with it, and how complex is it? Yeah, so it's kind of what I would call a gateway plus game. Mm-hmm. So it's it can really work with families, but it can also work with people who are perhaps more gamer orientated because it's got deep strategy in it. But it's very simple to pick up, and I think people will enjoy the theme of it, which will help get them into the game.
Yeah, they probably will. So for dog owners and dog enthusiasts, it's a perfect gift game, and you will have much fun with that. Thank you so much for showcasing it. Brilliant. Well, thank you very much for coming over. Yeah, no problem. It's so nice to see the diversity in games and game settings at Spiel. Und es ist auch so schön, wenn man sein Tablet irgendwo vergisst. Entschuldigung. Dein Kumpel hat es vorhin gerade geholt. Okay, perfekt, ja. Weil Chat, ich habe euch wieder liegen lassen. Das tut mir sehr leid, ihr seid mir nicht egal. Das Tablet auch nicht, weil das ist auch teuer. Aber manchmal ist man so im Flow und so im Aha, dass man sogar an den nächsten Leuten vorbeigeht. Björn hat hier schon ein neues Spiel geklärt. I'm Chris. I'm Daniel. Nice to meet you as well. And he's Chris. He just said his name, but the microphone was not on him. What do you have for us? Okay, we have a big thematic sandbox game. In theme-wise, we're in a future dystopian era where everything has been destroyed, and you try to discover new lands, new cities to plunder, or maybe trade. You can discover monsters. Maybe you can attack monsters or attack other ships. You can do whatever you want. You may want to upgrade your ship, gain new crew members, and maybe you want to raise your tech tree to become the most powerful pirate in these waters. That's really cool. So it sounds like it's for players who like complex games and complex mechanics, right? That's a mid-weight, in our opinion, game. I think it's something like 3 or 3.1 on a scale of 5. To the BGR, and that's it. And that's it. Well, that's certainly not it when I look at the boards. Yes, the board, it's a blank board, as you can see it, and you play the game. As you play the game, you populate the board with elements, and so you're basically building a new map each time you play the game. So that's one of the features of this game. So it's very replayable. Of course. Also, in terms of factions, how many factions are there? There are 4 different factions. There are 4 different pirates, if you like. And as you play the game, the asymmetry becomes vast because you get to upgrade differently your ship each time you play the game. That's it. And are the miniatures always part of the game, or is it a deluxe edition? Oh, it's a standard on the core plate. It will be the miniatures. We won't have all the miniatures. We will have some miniatures. And we will offer a small box with extra miniatures if you are the miniature guy and you want to buy them. Great. And you said it will come with miniatures, so it's not out yet. It will be on GameFound, right? It will be on GameFound in Q4. We think we aim early November or maybe mid-December, but that's it, something like this. And players can test it here at Spiel? Of course, anytime they want. So, if you want to come to Spiel, wenn ihr hierher kommt, heute oder morgen, könnt ihr das hier in Halle 4 natürlich testen, wenn es euch neugierig macht und dann backen auf GameFound. Thank you very much for showcasing the game. Nice meeting you, guys. Bye-bye. Nice meeting you as well. Und was ich gerade sagen wollte, bevor Björn mich aufmerksam machte darauf, dass wir schon wieder hier ein neues spannendes Spiel haben. Was ich sagen wollte ist, dass es halt so viele coole Ideen hier in dieser Ecke gibt, weil an jedem Stand findest du ein anderes Setting, eine andere Art von Spiel, Geschicklichkeit oder 4X oder Open World, Sandbox Daniel. oder Simon. Daniel, ich bin ein bisschen erbost. Oder besser gesagt, du hast unser Baby alleine gelassen, den Chat. Ja, das tat mir auch ein bisschen leid. Bei den Katapulten ist das einfach liegen geblieben. Und die netten Leute von dem Spiel sind uns hinterhergerannt und haben gesagt, hier, du hast all deine Leute verloren. Das Spiel war einfach zu aufregend, to be honest. Ja. Das Spiel war sehr aufregend und ich hätte auch mit dem Tablet viel Geld da verloren, wenn die nicht so nett gewesen wären. Denn Brettspielende halten sich an Regeln. Wunderschön, Daniel. Okay, weiter geht's. Ich habe hier 2 richtig schöne Spiele gefunden. So, jetzt ist nur da die Frage, wer es mir erklärt? Ich glaube, ich werde hier mal fragen. Und zwar haben wir hier Snefero und Kostka. Hi, in German or English? English. Can you explain us what is the game about? Yeah, so we are playing Snefero. Snefero is a big game about building pyramids. Snefero was a pharaoh who had 3 pyramids built for him. And so players take the role of architects that are trying to build the best pyramid for Snefero. So you are building the pyramid from these pieces, and you are trying to connect the same colors. So when you place a piece such that a color is enclosed, so you cannot expand the area any further, then you enclose the area and get food for enclosing the area based on this table. And then you can use the food to get more tiles into your pyramid. And so each tile costs some food and some time. So right now, this tile costs, for example, 3 food. So you can pay it. And also, the tile costs 3 time. And time is represented on this track. So the player will move 3 times on the board. And always the player who is last
on the track is playing. So right now it's the green's turn. And as you can see, here are the quarries. And the quarries, if you start the turn on a quarry and also get a tile of the matching color, you will get the bonus of the quarry. And the winner is? And the winner is whoever has the most tiles. So we are trying, before you get to the end of the track, you are trying to have the most tiles, more tiles than anyone else. And if more players have the same number of tiles, whoever has the more food wins. And if you manage to build the whole pyramid, that's basically like a special achievement. You are the ultimate winner. Not many players manage to build a pyramid. I think on no demos it was the full pyramid. So maybe some of the viewers will be able to build a pyramid in some of their games. It's like a special achievement. Okay, cool. And in which languages is this game available? So this is in Czech and English right now. And more languages coming soon. Is German planned? Yes, German is planned. And it's for the next year. Cool, thank you very much. Yeah, you're welcome, thank you. Thank you. Und wir haben noch einen weiteren Blick. Ist ein bisschen eng hier durchzukommen. Wir versuchen es aber mal. Oh ne, wir haben sogar hier Koska uns da drüben freigeräumt. Aber wir haben hier den Erklärband. Marci, es tut mir leid, du musst dich hier reinbegeben. Hallöchen hier nochmal in die Runde. Hallo, danke, dass wir mal eben hier mitfühlen können. Wir haben auch hier den Designer von Koska. Please explain us what is the game about. Oh, the game is about trying to take the most mafioso under your family. You are secretly selecting your selections and actions in the city. And you are also trying to impress those mafioso cards that you can see here to get them under your family. You can mark them with your head. And the more mafioso you have, the more possible henchmen you can send to the city. But also you are in danger of other players trying to steal your mafiosos. So you can now see only 3 mafiosos here, but every turn there is one more coming. Every game is different, and it scales a lot with what you can do and try to outsmart the other players. Oh, it looks cool. I see here guns, money, and hellers. Cool. The game is not available in German, right? No, it's not. Will it be? We hope so. We are trying to localize it. We are working on it as of right now. It's in English and Czech. We just finished the game found, and now we have the first copies here in Essen to actually sell to the people. And it's super exciting. People having for the first time having like a option to try it, have fun with it, and buy it and get it to home. So that's okay. Cool. So the people can come here and buy a version. Cool. What's the right pronunciation? Is it Tlama games? Yeah, it's Tlama, and it means a mouth in Czech, but like it's like more like a dangerous mouth, you know, like the maw. The mean ones. Okay, really cool. Thank you very much. Have a great time. Thank you. Thanks. Guck mal hier. Nochmal 2 Perlen gefunden und die könnt ihr euch hier auch schön auf Englisch einsammeln. Thank you. Wir schälen uns hier mal wieder raus aus dem Stand und gehen noch einen weiter, weil ich habe auch noch was gesehen. Das sind Spiele, die sprechen mich sofort an. Ich bin hier vorbeigekommen bei Rotodo und der Herr sagte mir, nee, mich brauchst nicht auf Englisch anquatschen, ich bin Berliner. Jawohl. Ja. Aus Berlin hier. Und du erklärst mir Rotodo? Ich würde dir gerne Rotodo erklären. Okay, dann setz uns doch mal, ne? Setz dich gerne hin. Ich knie mich neben dich, so. Hervorragend, bist ja groß genug. So, also nur so in ganz groben Zügen erstmal so vom Feature her. Wir haben hier so ein Gerät, das nennen wir Lifter. Mit dem bewegt man die ganzen... Okay, das habe ich gerade nicht mitgekriegt. Das ist magnetisch, cool. Die ganzen Steine. Also kann man jetzt so nach links, also 90 Grad nach links, 90 nach rechts oder 180 Grad. Wenn man seinen Zug gemacht hat, wirft man hier diesen Markierer ein. So, damit wird erstmal, weiß man noch danach, welchen Zug man gemacht hat. Und man weiß, was der andere nicht bewegen darf im direkten Zug. Löst dieser Markierer auch den Magnetismus? Dafür muss ich drücken? Drücken mit 2 Fingern hoch oder drücken und so hoch. Drücken und dann so. Ah ja, okay. Und, wenn ich das noch gerade hochziehe, ne? Beim zweiten Mal klappt es dann. Ja. So. Und im Spiel grundsätzlich geht es darum, dass man die gegnerische Main Node isolieren muss, die von ihren Steinen trennen. So, das wäre isolieren. Und als Zusatzding muss man jetzt noch eine Verbindung zu seiner eigenen Node schaffen. In seiner Farbe dann. Genau. Und das ist rein orthogonal. Und so, das wäre jetzt sozusagen gewonnen für Weiß. Okay, ich muss fragen, das Design hier von diesen Kränen, wie auch immer das sind, hat das was mit einer Story zu tun, mit dem Lifter? Nee, eine richtige Story ist es nicht, aber es ist halt grundsätzlich so ein bisschen an einen Computer
Bereich angelehnt. Und für mich sieht das aus wie so eine Station oder sowas, wie so eine Space Station. Ich finde das... Es sollte einen futuristischen Eindruck machen, aber trotzdem vom Design her sehr reduzierten. Hier zum Beispiel... Ich mag das, dass es so reduziert ist. Das sieht sehr, sehr cool aus. In jedem von den Plättchen, also in jedem von den Steinen ist ein Metallplättchen drin. Und wenn du das Mikro mal ranhältst... Hört ihr, wie smooth? So hat man dann halt dieses Klicken und beim Absetzen hat man das Klicken auch. Also es ging sehr viel um die Haptik, Akustik und ums Design dabei. Und natürlich ums Spiel. Soll ich mal eine blöde Frage stellen? Ja, bitte. Ist das Spiel auf Deutsch verfügbar? Gibt's natürlich hier auf der Messe. Also, und nur eine Sache, dass hier dass das niemand so falsch versteht. Das ist der normale Aufbau vom Spiel. Und wir haben hier jetzt nur einen kleineren Aufbau, also man kann sich selber in verschiedenen Art und Weisen aufbauen, je nachdem, wie viel Spielzeit man gerade investieren will. Das volle dauert so 30 bis 60 Minuten, je nachdem, wie die Leute spielen, und das kleine kann 5 bis 10 dauern. Dann kann man es auch noch in der breiteren Variante machen. Man muss auch noch, also als Zusatzding gibt es dabei, dass man jetzt, wenn man eine Linie im gegnerischen Feld gebaut hat, kann man einen Stein umdrehen und den damit aufwerten. Und damit kann man dann auch die gegnerischen Hauptsteine drehen oder andere Steine blockieren. Die hängt fest wie auf dem Transportweg. Darf ich sagen, dass es hervorragend aussieht? Das freut mich sehr, ich finde das auch. Ja. Also diese sehr hochwertige Box ist leider nicht da. Ich habe schon mit mehreren Leuten hier auf der Messe gesprochen, denen geht es ganz genauso, dass ihre Sachen einfach nicht angekommen sind, weil der Zoll teilweise Container aufhält, wenn es eine Mischladung ist. Und mit einem ist ein Problem, dann darf der ganze Container nicht weiter und der darf nicht teilentladen werden. Ja, Lieferung kann immer passieren. Aber wie teuer ist denn der Spaß? Dafür haben wir hier für die Messe extra so eine Behelfsbox jetzt gemacht. Das ganze Spiel ist drin, das gibt es für 50 €. Hey, und das normale bei dem Material würde 60 € kosten. Und es ist limitiert. Ein paar haben wir noch. Ich signiere das selber durch. ES 24, Essen-Spiel 24. Hervorragend. Also besonderer wird es nicht. Wenn das Ding durch die Decke geht, habt ihr hier praktisch den First Print mit Unterschrift und noch einen coolen T-Shirt. First Print, auf jeden Fall. Viel Erfolg euch. Hey, ich bedanke mich sehr für den Besuch. Rotodo, richtig cool. Sieht richtig, richtig gut aus. Dankeschön. Allen eine schöne Messe. Ja, ebenso. Danke. Ciao. Hey. Ich habe also den Effekt, dass da auch hier wieder was Magnetisches drin ist. Ich würde wieder einen Trend entdecken. Obwohl ich mittlerweile vorsichtig sein muss, was ich alles als Trend ausrufe, weil vielleicht sind das einfach richtig coole Mechaniken. Ich danke euch. Richtig cool. Schön. Die Halle ist für mich hier voll mit Highlights, weil ich werde ja sonst im Internet bei mir auf dem Kanal BrettMan Brettspiele halt mit ganz vielen Spielen konfrontiert. Und hier habe ich mal richtig viele Spiele, die ich noch gar nicht kenne, die ich noch nicht gesehen habe, wo ich sage, ja, hier muss ich auf jeden Fall rüberlaufen und mir Sachen mit nach Hause nehmen. Das ist wild, oder? Ja, das ist unglaublich toll. Weißt du, was auch unglaublich toll ist? Ich bin ja Miniaturenliebhaber. So. Und ja, auch, ich hätte das nicht überspringen sollen, dieses Kompliment. Ja. Ich muss nehmen, was ich kriegen kann. Also, ich finde Miniaturen ja super. Ja. Und 3D-Printing. Einige von euch kennen so 3D-Drucker und benutzen die vielleicht sogar für Miniaturen. Das hat aber so einen Sprung gemacht, dass man jetzt teilweise, ihr werdet es gleich sehen, richtig detaillierte Sachen drucken kann. Krass aus. Und darüber möchte ich sprechen mit ihm. And you are? I'm Daniel. I'm Daniel, and you are Daniel. Yep. So we're two Daniels who are talking about a lot of cool stuff. What are we talking about here at your booth? Yeah, so Loot is a 3D subscription service. You subscribe and you get all those miniatures as 3D files for you to print, so we can get this awesome level of detail. And we are also releasing our first game. I'm one of the game designers. We are releasing Malediction. It's a miniatures game meet card game, so you can build your own deck, pretty much like a card game. You choose a leader, you build your army, and you play using the miniatures in the game. Every box in the game comes with everything you need to play, so it's going to be standees and cardboard, high quality, but you get a code to print everything if you want, so we can sell them super cheap. So it's a miniature game on a game mat with tabletop influence, but without miniatures, you're saying, in the box? Yeah, in the box you get standees, high quality, but if you want the miniatures, you can just download them using the code in the box, and you can play either with miniatures or with the standees to represent them.
And every miniature here on your booth is 3D printed. Absolutely. Even that big guy over there, 3D printed. Brought in two suitcases. And what's this guy called? Thundersteps. He's actually one of the guys from our game here. Thundersteps, yeah. The earth thunders when he steps, and his horns are like kind of bloody as well, so he's a very dangerous guy. Yeah, he's super powerful. He's one of the most powerful units in the game. And the game, how does it play? Let's talk a bit about it. Yeah, absolutely. So whenever you play, you will be drawing your cards and bringing your units to the board like this. And if you defeat an enemy unit, you will gain points equal to the cost of the unit. And you are also struggling to claim these relics from husks. Thank you, Steve. So we have some husks here. As you can see, they're very nasty. And you reach out to the husk, like to the inside of the husk, and you can claim a relic. And these are kind of like objectives, but they are super powerful items you can use to fight. I see, okay. And you can, like, print everything in the subscription you just talked about, but what kind of universes and settings are your miniatures from? Whoa, so okay, our miniatures are all original, but Malediction is being written by Tracy Hickman from Dragonlance, Ravenloft, so D&D players would probably feel right at home with this. I see, okay. And is it very complex? Is it easy to pick up? Actually, it's super easy to pick up. Like, this demo here lasts 20 minutes. If anyone wants to play, come join us. But the regular game is around 30 minutes to 40 minutes, depending on the level of strategy players are using. I see. And what's the price point of the game itself? Yeah, so we are completely crazy. We are doing this whole thing here just to announce a game that is not yet released because we want people to know the game. So we are just releasing our GameFound campaign. You can scan the code or search as malediction.gg. And the game will be sold at a card game price, basically, pretty much like a commander set, which is what you get. So you can expect something like around $60, $50 for a set of the game with everything that you need to play. The chat is saying how cool that also looks so cool. Oh, I need to check that out. So the chat is kind of hyped about your project. Yeah, we are super hyped as well. If you guys come play with us, we have a lot of people to teach you the game, and it's going to be super fast. I hope you enjoy. We have a personality quiz as well to find your favorite faction, so you can check out and figure out what you want to play. Okay, so guys, if you like this, check out Malediction on GameFound. It's live from when? Yeah, it's already live, but the campaign launches on January. I see. Okay, then thank you so much for showcasing everything here, and have great fun at Spiel, Daniel. Thank you. Bye, guys. Thank you. Hope to see you guys here. That was Daniel, one of my best new friends. And this is Donnerfuß. Donnerschritt. Ist auch ein Zyklop, habe ich gerade erst gesehen. Also gruselig. Und wie gesagt, so das Detail. Ich hätte noch mich ewig mit ihm unterhalten können über die Entwicklung von 3D-Printing und so in den letzten Jahren. Aber das könnt ihr auch einfach ergoogeln. Was ihr nicht ergoogeln könnt, ist die Live-Reaktion von Simon, wenn er mich sieht. Ach so, ja, aber ich habe jetzt hier das Ding gesehen, das war wirklich imposant. Hallo Daniel. Hallo Simon. Hi, schön, dass du auch da bist. Ich bin wirklich hier und... Das sieht richtig krass aus. Das ist wirklich... Aber ich hab auch was richtig krasses jetzt. Ja, bitte. Und zwar also wie haben Sie es genannt, ein Gloomhaven im Sci-Fi-Setting. Das ist mega interessant. Ich werde mich also hinter dich stellen und zuhören, während du da rumläufst. Ja, dann machen wir mal so. Ja, perfekt, ne? Ja, bis gleich. Guck dir das an. Also Freunde, wir haben hier das Spiel, ich glaube, Grunk ist der richtige Name. Wir gehen aber ein Schrittchen weiter rüber, aber wir zeigen einmal eben kurz, damit ihr hier introduced seid, diese fetten Miniaturen, die hier drauf sind. Ja, ich denke mal, ich frage gleich mal, ob die wirklich so im Spiel drin sind, aber die ich gesehen habe, die sehen einfach krass aus. Ich komme rüber zu dir gehüpft und dann schauen wir uns hier vorne das Spielmaterial an. Oh, sag mir mal, wie heißt das Spiel richtig und was haben wir hier? Das ist Warleague. Warleague ist ein TTRPG, Wargaming Hybrid, und der Spieler kann seinen Helden craften, kann seine Armee craften und dann in die Schlacht führen. Und wir haben eine Campaign. Grunk ist die erste Campaign, die wir auf den Markt bringen. Und der Spieler spielt Grunk. Das ist ein Cyborg, welcher Steroide benutzt, um stärker zu werden. Und seine Wut kanalisiert, um spezielle Fähigkeiten zu performen. Du hast mir gerade schon gezeigt, dass diese Miniaturen, die hier sind, dass die einen besonderen Trick haben. Wir warten mal darauf, bis die Kamera dann gleich hier ist. Und ist das Grunk? Das ist Saigo. Das ist Saigo, aber dann zeigen wir es mit ihm. Genau. Zeig es mir. Was kann er?
wir können die Waffen craften, so die Waffen sind magnetisch, die können auf dem Kartenlevel sowie auf dem Miniaturlevel gecraftet werden, ausgewechselt werden. Zum Beispiel könnten wir diese Waffe abnehmen und mit irgendeiner anderen Waffe ersetzen und müssen dann nur die Karte, die wir auch auf den Tisch legen, um die Stats zu sehen. Ja. Und dann haben wir das gecraftet. Genau. Überragend. Ich mag das, wenn man das Equipment davon sieht. Die großen Miniaturen, die ich da hinten gesehen habe, sind die Promo oder sind die im Spiel drin? Nein, die sind leider Promo. Dann denkt mal drüber nach, ob ihr so einen dicken Endboss haben wollt in der Größe. Ja, wir haben einen Endboss, das ist Legion. Den könnt ihr dort sehen. Das ist diese böse AI, die Arena kontrolliert, wo die ganzen Helden kämpfen müssen. Ja. Und das ist halt sehr böse und versucht, die ganzen Krieger deren Fähigkeiten zu rauben. Auf welcher Sprache habt ihr das Spiel denn hier? Das ist auf Englisch hier, wird aber auch auf der finalen Version, die wir dann nächstes Jahr rausbringen, auch auf Deutsch und Französisch und Spanisch verfügbar sein. Okay, das heißt, was gibt's denn jetzt alles? Du sagst, das ist die erste Kampagne, die ihr habt und die Box, die ist ja total klein. Genau. Ne? Wenn man sich das anguckt, aber die ist schwer. Die ist wirklich schwer. Die ist klein. Was ist da drin und was gibt es noch so? Das ist die Portable Edition. Die haben wir als Prototyp schon hier und haben ein Angebot für 30 €. Und dort kannst du auf dem Tisch sehen, was alles drin ist. Das sind Malik und Grunk drin. Sind jeweils 2 Drohnen und 2 Critter drin. Und natürlich ganz viele Spinnen, die man abmetzeln muss, um stärker zu werden. Okay, wenn das jetzt hier der Grunk ist, der in der Box drin ist der auch schon? Oh ja, der ist auch schon magnetisch. Das ist der große Grunk. Den haben wir als Beispiel hier hingestellt. Das ist der kleine Grunk, der in der portablen Version drin ist. Ach so, okay, portable Version und die andere kommt. Aber da ist dann alles schon von Haus aus magnetisch. Das muss ich nicht selber machen. Genau, das ist relativ größer. Hier haben wir eine DIN A5 Format, während wir hier bei den größeren ein DIN A3 Format haben. Man braucht schon einen großen Tisch wie bei Warhammer. Ja, überragend. Das sieht genial aus. Wie viel erwartet ihr da, was ihr da alles dann noch nachschmeißen könnt für? Wir erwarten jetzt erstmal eine zweite portable Version, die größer ist, mehr Inhalte hat und später nächstes Jahr wollen wir dann die Craft Edition auf den Markt bringen mit den Magneten und ja. Ich bin jetzt schon ein Fan, das sieht überragend aus. Ganz, ganz lieben Dank für den Einblick. Ich danke. Guckt euch das mal an. Wieder mal ein richtig schönes Schätzchen gefunden hier, ne? Das ist übrigens auch eine richtig gute Überleitung zu Daniel scheinbar, bitte. Ja, vielen lieben Dank, Simon. An meiner Seite habe ich noch jemanden von Malediction von eben und er hat gerade darüber gesprochen, wie seine Erfahrung auf das Spiel so war und das wollte ich natürlich mit einfangen. Ich finde es sehr, sehr wertvoll. Hello, you just talked to me about your experience at SPIEL. Maybe tell me, what has it been like? Well, the experience has been fantastic, both for the people that come to the game show, which is very eager to learn the game, to be the experience of playing the game with us, and also the connection with other professionals that we have here. I didn't see in any other convention that I've been so far. So it's totally new for you, this interest from people that want to play your game, want to know more about it. Exactly, and we do have a lot of different kinds of people. We have family, dads with kids, we have a bunch of friends together, we got professionals that paint miniatures and want to play the game. So for us, the difference between the audiences and everybody so willing to play the game and to know about it, it's really a good experience for us. I mean, it's overwhelming. The people from Essen, the people from the Spiel show, everything's really amazing, really amazing. That's so cool to hear from you because that's what Spiel is all about, right? Giving the games the opportunity to present themselves to the players. And it's so fascinating for me that you just said that you don't know that from any other fair. Exactly, because we went to other fairs, like for big fairs, like Gen Con, for instance, that you don't have that much of interaction. Here, we just didn't stop playing and talking to people about the game, which for us, it's amazing. Meet new people, new professionals, and offer new opportunities as a business. So this, for us, is the top one game show for our product and for our company. Thank you so much for that feedback. I didn't pay him to say that. No, not at all. Not at all. It's a true love from us to the Spiel and to Essen. Yeah. Thank you so much, man. Have great fun at Spiel. Thank you very much. See you guys. Bye-bye. Bye. Das ist so schön, oder? Er kam einfach auf mich zu und meinte, das möchte er unbedingt noch sagen, weil er den Leuten berichten möchte, wie anders die Messe ist im Vergleich zu denen, wo er bisher war. Dass es halt so interaktiv ist, die Leute wollen wirklich viel wissen und nicht nur Sachen abstauben zum Beispiel, wie er es gesagt hat. Hier drüben ist Simon gerade wieder. Mal gucken, was er möchte. Möchte er was über das Spiel wissen oder möchte er Sachen abstauben?
Was ist denn hier los? Spannend sieht's aus. Ja, das ist eine ganz spannende Sache. Wir sind hier am Kickstarter-Stand und wir waren ja letztes Jahr schon mal hier. Und es gibt ja viele Projekte, die auf Kickstarter realisiert werden. Aber hier haben wir jetzt wirklich einen Producer, der hier sein Produkt pitcht. Und wir fragen einfach mal, wie das abläuft. So, we are back at the story from Kickstarter. And you get a pitch, is it right? Yes, so we've opened up our coffee shop again to all of the guests here at SPIEL, inviting creators to come by and meet with the team and talk to us about potential projects. Ben here is someone I just met. I come in between you. Yes, please. So I met Ben just now. Ben came by and was asking, had some questions about Kickstarter and about what it meant to launch, made sure he got to talk to the right people, been showing us his game because he's considering using us as a platform because Kickstarter is the best platform for crowdfunding for games. So you bring your game here to Essen, and now you have your pitch. What's your thing? What do you want to say? Well, first of all, thank you, Hudson. You guys took a lot of time. Your colleague Andrew as well. Met up with us, talked about the performance marketing. We're game designers. We don't know anything about marketing. These guys do. They're also from my hometown, Brooklyn. I'm American, living in Portugal. We're a mixed nationality team. We've designed a strategy game called Manacaster. It's a 1v1 sort of PvP battle game. A lot like you played with your friends, perhaps, on a tabletop in school. It's about monsters and magic spells and beating your friends. So I can say this already looks incredible. Thank you. I'm pressing all of my thumbs, and I'm very interesting. How is the process? He's coming with a new game. What's your task? I mean, our task is to really just listen. We don't have the answer to everything, but we do have experts in the field. We have an outreach team of amazing people who work in games, who are game designers. So our task is to listen to creators who are bringing projects, give them some advice, make sure they have our contact information. So when they do decide to launch with us, they know who to reach out to and that there's a team behind us that can support them to make sure that to help them reach their funding goals. We can't promise they're going to reach their funding goals, but we can sure help them have the tools and have the direction to meet their funding goals. Oh, very cool, very interesting. So, with a bit of luck, we see Manacaster, maybe on Kickstarter. I wish you a great talk and great success. Thank you. Manacaster, remember the name. And again, please come by for a coffee. We're here till Sunday. We'd love to meet you and have a free coffee on us. Thank you very much, guys. Have a great day. Bye. Finde ich ultra spannend. Es gibt ja so viele Plattformen, wo ihr euer Crowdfunding drauf machen könnt. Hier ist das scheinbar bei Kickstarter gerade ein Gespräch. Gamefound sind auch noch Plattformen, die ja sehr, sehr beliebt sind hier bei uns in Deutschland. Und gerade da reinplatzen zu dürfen und mal einen, der wirklich Interesse hat, sein Spiel jetzt hier rausbringen, finde ich super spannend. Also ihr merkt einfach, das Spiel ist so dermaßen vielfältig. Hier erlebt man einfach so dermaßen viel. Man erlebt auch Kisten mit Szenen. Das ist eine Box, die würde ich tatsächlich... Put your finger inside. Blah. Ow. Blah. It really hurts. Oh, ja, ist nicht mein Problem. Thank you so much for demonstrating this box. Who are you? I'm Jordi. Nice to meet you guys. Yeah, he's... This is my friend, Wolfie. No, Wolfie is my wife, because we are Wolfie and Jordi. Aside from your wife in treasure chest form, what do you have in store here? We make all you need for playing. Chest, treasure chest, books, notes, everything you need to play. We are player and we know what you want. Let's move through the store. Let's move back here, and you can tell me what we see in front of us. Oh, you can see all your notes for your dungeon master, for the story of your playing. Or if you need something dungeon master screen, because the screen of the master is the shield of our history. And if you need something else for dice traying, or the combination of dice tray and dice for have a good luck for the beer, because you know that beer is a very good campaign for the player and all our evenings. Yeah, that's true. And there you can find all our boxes, monster book, like this one, or smaller, like this. And you can find all our product. Also the weapon. Sorry, they don't know weapon. Not weapon. Are all dice holder. I know that are similar to Axis, but it's not an Axis. I don't sell weapon. I sell only dice holder, dice tray, like this. So there are dices inside. Yes, of course. Yeah, nice. That is so cool. So you've got different
like weapon-looking things that can hold these dice. How many dice can this axe hold? The axe holds a complete set of every kind of player of RPG system. That's 7 dice, the classic 7 D&D dice set. Did you like sever with that axe these hands from customers? Yes, of course. This is the hands of the bad customer that touch everything on my stall. And I don't permit it yet of waiting. Er hat gerade gesagt, dass diese Hände den Kunden gehören, die was angefasst haben am Store. Die hat er abgehackt mit der Axt und verkauft die jetzt. Ist klug. You have to fear to lose your hand. Don't worry, I've got only 1 axe. Don't worry. Give me your hand. Okay, great. I'm too crazy, I'm sorry. I'm a fucking bad merchant. You're doing great. Yeah, thank you. I love your attitude. I love your store. I love everything about this. One more question, because I have to ask this. Can people find you online as well? Yes, of course. On my store you can find everything because me and my wife made ourselves all your stuff that you can see. We can customize everything. If you like this box pink, I can make it. If you like a pink, I don't know, the pink mace, I can make it for you if you like it. Nice. It's good to know. A pink mace you can hack hands fabulously. Yes, of course. One more question. Can we give something from your store to a visitor of Spiel, like a goodie? Yes, of course, because I love the Mimic one and I love all its dark. I can give you one of my coaster because I say to you that the beer is the best companion of a player. So one of these, you say? Yes, of course, one of this coaster. In this way, you got one of Wolfie and Jordi. Very fucking good stuff. Thank you so much. I will take it from in front of the counter, and I wish you best of luck and fun and everything here at Spiel. Okay. Yeah. Go. Okay, I'll go. Let me... I love that guy. Okay, so one of these, right? Yes, one of these, as you want. If you like, because my best friend is Mimic, I give you 1 Mimic dice tray like this one. Great, thank you so much. Thank you too, guys. Thank you too. I hope to see you. It's the first time for us in Spiel, and I hope to see you next year. We also hope that as well. Bye. Thank you so much. Bye. Oh, das war so schön. I'm a fucking idiot, I'm sorry. No, you are not. He just said he's an idiot, but he isn't. Bye. Er ist auf jeden Fall kein Idiot, er ist großartig. Daniel, das war großes Kino, oder? Ja, und jetzt haben wir hier eine Mimic Dice Holder, einen Würfelhalter mit einer Mimic, da kann man die Würfel drauflegen oder Getränke, wie man das möchte. Und den geben wir jetzt mal weiter an eine Person. Let's see. Excuse me? Yes. Do you like dices? I think she was... Okay, yeah. Yeah, we do. You do like dices? Do you like mimics? No. Who does? But do you want this anyway? Yeah, I guess so. I think so. Yeah, I can give it to you. It's from the store here, and he just gave it to me and said, give this to the best-looking guy you find on the fair, and of course, you're the one I found. Okay, yeah, I guess so. Thanks. You're very lucky. Yeah, she get this a lot. She get it a lot. No, yeah. Okay, here, have fun with it. Okay, thanks a lot. It's cool. He's a cool guy. Yeah, thank you very much. Bye. Bye. So findet man Freunde, Leute. So findet man Freunde. Du machst die Menschen einfach glücklich, oder? Das ist mein Ding. Du hattest gestern schon einen mit der gegradeten Pokémon-Karte, der hatte auch extrem viel Spaß. Ja. Hier ist der Chat wieder. Wird übrigens gesagt, vielen Dank dafür, so gemütlich war es auf der Messe noch nie. Das stimmt, ich hoffe, ihr kommt trotzdem auch mal vorbei, weil der Blick lohnt sich hier auf jeden Fall. Also spätestens dann mal im nächsten Jahr. Definitiv, und du siehst ja, ne, die Messe ist ja auch eine Verkaufsmesse. Also da kann man hinkommen, du kannst Brettspiele kaufen, du kannst aber auch Zubehör kaufen. Und du hast gerade gesehen, nicht jeder Händler ist so verrückt
wie der Kerl von eben. Der war cool. Aber so sympathisch. Ja. Aber alle sind einfach, sie beraten dich. Sie wollen dir irgendwie ihre Dinge näher bringen. Sie möchten auf deine Wünsche eingehen und sich mit dir kurz unterhalten. Und das merkt man halt überall. Er war jetzt also sehr aktiv und ich habe ihn geliebt. Überragend. Aber es ist überall so, hier auf der Messe. Ja, hier sind so viele Leute, also gerade in der Halle, du merkst so viel Herz. Einfach, dass die in diesen Projekten, die hier durchgesetzt werden wollen und. Also du warst ja gerade schon bei Holz, was da eben designt wird. Das findest du hier auch. Hier gibt es ganz, ganz viele verschiedene Designs. Also die Vielfalt ist einfach riesig groß. Soll es jetzt ein Schulbus sein, soll es ein Nachbau von Hogwarts werden? Oder ein was auch immer. Pegasus, guck dir das an. Ja. Müssten wir den mal bei Pegasus-Spiele pitchen, dass sie den ganz, ganz groß haben. Hier drüben. Ja. Ja, bitte nicht Ein berühren. Riesenglobus. Ich werde darf ich den berühren? Einmal ganz kurz? Was sagt dir das Schild davor? Ja, bitte nicht berühren. Ja, aber richtig. ganz ehrlich. Und zack, bist du weg. Aber ich habe was Verbotenes getan. Ja, du bist ein verbotener Typ. Und ich habe hier jetzt, weil das finde ich nämlich spannend, es gibt ja hier auch Thailand-Boardgame. Also Spiele, die ja wirklich vielleicht von uns noch gar nicht bekannt sind, weil sie eben auf einem anderen Kontinent sind. Ne? Aber das sind halt Schätze. Richtig. Das sind Schätze und die findet man halt nur hier, weil du googelst es nicht einfach so. Du stößt darauf nicht im Internet. Richtig. Du gehst hier über die Messe und denkst dir, oh, das sieht aber spannend aus. Ja. Da gucke ich mal vorbei. Und das mache ich jetzt. Ja gut, dann guck da mal vorbei. Mein lieber Daniel, dann gucke ich da mal. Bis und ich gleich. guck mir den Björn an. Ah, ich grüße den Indianer. Hallo. Indy ist dabei, sehr gut. Ach, guck mal hier. Da kommen wir hier rüber zu Thailand Board Game. Hi, it's all live. How are you? Nice to meet you. Nice to meet you too. Hi. Hello. We are here at Thailand Board Game. What are your newcomers? Actually, we are from the Ministry of Commerce Thailand. We are from the Department of International Trade Promotion. Okay. I will stand up so. And then we try to support Thai companies, Thai entrepreneurs to present their products to the global market. This is our mission. And here we bring 9 companies with us today. Yes. Really cool. Can you say what are the titles, the games which you talk the last? Mostly for the Thai games that we bring with us is family games, role playings, and maybe others game as well, such as the strategic games and the party games. Okay, cool. And here are so many games which are played. Yeah. Can you give me an overview of it? Is it possible for you, or should I make my own? You can go through. Yeah. You can go through. Okay, I will do. Thank you very much. Thank you very much. Ja, guck mal. Hier ist dann wirklich auch die Mission, dass die Spiele halt eben auch in den Handel reinkommen. Und das sind dann wahrscheinlich alles hier dann auch Beispiele davon. Wenn wir hier mal durchgehen, dann können wir hier wunderbar drauf filmen. Tale of Caro, Isid und ganz, ganz viele Spiele mehr. Also Freunde, kommt hier mal vorbei, wenn ihr euch dafür interessiert. Hier hinter uns ist auch der Goliath Shop, Funko Games. Ich mag das. Einfach auch mal in den asiatischen Markt reinzuschauen und hier viele, viele bunte Spiele zu finden. Überragend. Jetzt würde ich aber auch gerne mir gleich auch noch mal erzählen lassen, was Daniel da drüben erlebt hat, weil das hat sich nach einem sehr, 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 sehr lustigen Gespräch angehört. Thank you very much. Hier bei Thailand Board Games. Wir können aber noch mal ein bisschen weitergehen, weil die Halle, ich habe schon mitgelesen, da oben ist Hobby World. Deshalb, das ist so, glaube ich, das nächste Ziel, was wir haben. Die Halle ist einfach voll mit so vielen lieben Highlights. Ich kann mich gar nicht satt sehen, daran hier einfach nur diese Holzbauten mir anzugucken. Überragend schön. Überragend schön. Und wir kommen dann auch noch zu Big Board Theory. Ich hoffe, die habt ihr schon mal gehört. Oh, Entschuldigung. Oh, sorry. Der Rückwärtsgang, er wird einfach immer nicht besser. Wir wollten vielleicht mal zu Hobby World. Hättest du da Lust zu? Nee. Bist du am Essen? Also, gleich. Ja. Es tut mir so leid. Ich habe gerade ein Spiel gefunden, das heißt Spekulas. Oh, das hast du direkt mal dir reingezogen. Das heißt Spekulatius und da gibt's Kekse. Lass uns da kurz vorbeigehen. Hast du mir auch einen mitgebracht? Nö. Ja. Aber wir können hier kurz beide einen benutzen. Dies hier ist das Spiel Spekulas. And how the game works, this guy who doesn't know of his luck will tell us. Dieser Mann wird uns jetzt verraten, wie das Spiel funktioniert. Yeah, please. How does the game work? The game is very simple. The game is about the baking cookies, speculoos cookies, which are really famous Dutch cookies.
Yeah, they're very tasty as well. Can I try one? Of course, this is not exactly the speculoos, but something real similar because we ran out of the speculoos cookies. Thank you very much. This is the designer of the game, and he will lead you to the game the best possible way. Do you want one as well? Take me. Do you want one as well? Yeah, sure. Great. I'll leave you alone. Yeah, no problem. The cakes, the cookies are very tasty, but is the game as good as the cookies? We believe it is. Okay, then tell me why. So, in this game, we have two different types of cards. We have recipe cards, which are your scoring cards, right? And we have spice cards, which give you the icons you need to score the recipes, okay? So, the players will draft the recipes, then the spices, then the recipes, then the spices. And they play them in this kind of like checkerboard pattern, right? Yeah. And they will draft all the cards and play for 2 rounds, and then they score, right? So this recipe, for example, let me just do this, gives 3 points for each icon that it matches adjacent to it. I see. Okay, so it's very easy to pick up and learn. Yes, it's a family game. Yeah. And for how many players? 1 to 5. 1 to 5 players. A round like takes 15 to 20 minutes, I suppose. I'm so sorry for like putting food in your mouth before. Convenient, but we managed. Yeah. The whole game, what? 20 minutes. The whole game in 20 minutes. Yeah. Great. The players play simultaneously, so there is no downtime really. How did you get the idea for the game? Well, I love the cookies, right? Okay, makes sense. We are Croatian. In Croatian, they are very popular. We eat them like almost every week, so yeah. So you don't only eat them now, you can also play with them. So you can play the game and eat the cookies while you play the game. That's so cool. I love eating cookies. I love playing games. Maybe this is the best game for me. Of course. We think so. Yeah. For all people, right? For all people. Yeah. Thank you so much for showcasing the game. Thank you. Thank you very much. Maybe one more time say your name of the company and the name of the game, please. The publisher is Umarama. It's a Croatian publisher. And the game is Speculoos. And it's on BGG. People can find it. And we are here today and tomorrow, so booth 4C111. So people can come and check out the game. And can get a cookie. Of course, of course. Yeah. Thank you so much, man. Thank you. Enjoy the show. We will. Okay, weiter geht's. Einmal hier rum. Ich habe Cookies gegessen, yum yum. Hast du mir auch einen Spekulatius mitgebracht? Oh, willst du noch einen? Oh ja, gerne. Warte, ich bring dir kurz einen. Ja, kam nämlich auch gerade im Chat die Frage auf, wie der Laden hieß, wo diese beißende Kiste, wo die weiße, sprechen ist immer gut beim Moderieren, wo diese beißende Kiste, wo du gerade deinen Würfel Holzding bekommen hast. Wie hieß das? Gamers Hunters, kann das sein? Ich check das kurz aus. Ja, ich meine, es ist Gamers Hunters. Und Daniel, wir gehen hier links weiter, wenn du uns suchst, ne? So, Daniel checkt das für euch aus. Ich glaube, ich bin schon gar nicht so falsch damit. Ich habe immer noch einen Keks im Mund. Das macht die Moderation nur noch spannender. Und ihr könnt mich schmatzen hören, wenn ich ganz nah dran gehe. Ich hoffe, Spekulatius hat euch sehr, sehr gut gefallen. Wir haben jetzt hier noch 2 Highlights. Und es heißt? Gamers Hunters. Ja, guck mal, wie ich es gesagt habe halt, ne? Ja, guck mal, überragend. Hier, Neo Dream. Hat mich sofort angesprochen. Hobby World. Wollte ich gerade schon mit euch hin, bevor Daniel es heißt nicht Gamers Hunters. Sondern? Es heißt Wolfje Jordi. Okay, nicht wie ich gesagt habe. Nee, leider nicht. Okay, aber hier sind wir bei Hobby World. Hier ist der Designer. Oh, okay. Hi, we have the designer. Who's the person? No. Autograms first. We wait. Autograms for the audience. It's an important thing. Are you searching for autograms here? Yeah. Okay, really cool. Have a great time. One photo and then we start. One photo? Yeah. Okay, cool. With the fans. Photo with the fans. Yeah, for the fans. Photos for the fans. Make it. We wait. It's just live. Come next to here. I'm not important for the photo. I'm staying here. Ich mache alles. Ich mache hier alles, um die Träume der Besucher möglich zu machen. Guck mal, Neo Dreams. Jetzt will ich aber auch gleich was hören. So, und noch ein Foto, das waren 20. Sehr gut. Ah, very polite for you. Ah, of you. That's the right one. You are the maker of Neo Dreams and Furnace Duel? Furnace Duel is not announced, but yeah. Oh, okay. Some exclusives. We start with Furnace or Furnace Duel? What do you want?
whatever you want. But it's not for sale here, so let's start with Neo Dreams, maybe. You are the chef. We are starting with Neo Dreams. So this is my newest game. It's a combo Eurogame stuff with a little unique twist on a worker placement mechanic. So instead of usual, you place and then return at the end of the round or have a return action, there is another action that lets you slide this marker and return everybody else meeples in this column. So, and whenever you return your guys, you actually make an action, either drawing a card or creating a card, and this is the main way to create a card. So whenever you place your guy, you actually want to think about not only what you want to get now, but what is the card do you want to build? Do you want to place him earlier in the round or later in the round when it will be better for you to gain more resources to create a card? Okay, I understand. The game looks like it had a story. Is it right? No. Or a world behind it? It has a world behind it, yeah. Can you explain it? Because I think the artwork is really, really cool. Thank you. So in this game, you play as a CEO of Dream Manufacturing Corporation. And it's in the near future when instead of watching Netflix or Amazon before our sleep, we do it inside our sleep. Yeah, and your goal actually is to create a best dream portfolio, like an independent studio, and then sell your whole studio and whole portfolio to one of the tech giants. So you care about money, but you also want to deliver the best product possible. So I got Neo Dreams. Yes. And I'm very sure Furnace is a already known title. Yes. But you said Furnace Duel is just coming. And the viewership is, I think, very interesting. Yes. So this is my next big two-player game. I actually never done them before, so it's my first next two-player only game. And the main difference between this and original Furnace is now you have boards. Boards of different countries. We have 6 of them. And you play them either as a campaign or independently. And how they work, instead of getting a compensation as usual in Furnace, if you know Furnace, you know what I'm talking about, you place your train on the board. So whenever you lose a bit for a card, you not get resources as usual, but you get something more as advancement on the board, as new additional stuff that are individual for each board, new additional effects. And each board comes with a lot of variety, extra components for each of them, so they are also replayable. Is there something in the box? Yeah, I have to. It's actually a production prototype, so you can see the boards and so on, how they look. Yes. And maybe extra components, like this is a train set for one of the players. This is the cards. You can see that we reuse some of the artwork, but some of the artwork is new only for this game. And also resources and so on. And when will it be available? I think the release date is Gen Con next year. Okay. Thank you very much. You're welcome. Hier habt ihr einen richtig schönen Eindruck bekommen. Ich bin immer noch bei Neo Dreams voll bei den Zeichnungen und ich glaube, Furnace Duell, das wird hier draußen so einige Freunde haben. Schön, dass wir hier auch noch mal reingucken konnten. Den Witz finde ich auch überragend. Vielleicht zeigen wir das einfach mal oben an der Decke. Big Board Theory. Ich glaube, es knallt bei euch überall, wo da eben die Relationship drin ist. Und Daniel wird uns vielleicht dann noch ein bisschen mehr von erklären. Oh, das sieht alles cool aus. Das Daniel, sieht viel sehr, Spaß dabei. sehr cool aus. Dankeschön, Simon. An meiner Seite habe ich, with me is... Yeah, hello, I'm Vasilis from Big Board Theory and Star Games. Welcome to the stream. And you can show us around, you said, around your booth. What do you have in store here? Yeah, so the first booth right here, it's a Monster Speed Battle. It's a really fast, simple game that can be played with kids, family, very kid-friendly. Basically, it's based on the Infinity Cube concept. And each round, players reveal a card. And according to which side it's pointing to each player, they must go to the cube and find the correct way. Yeah, and place it, and the fastest player wins the card, gets the point, progresses the game. So do you think it's also like a viable way to learn Rubik's Cubes? Rubik's Cube, I don't know, it's more complex, but it can definitely be a starter, you know. A smaller child that can solve a Rubik's Cube, it can give him the special dimension kind of thinking to go later to more complex cubes. And it's for family, for kids, for everyone who wants to solve these cubes, right? Yeah, of course. I would say it's a great game to play with your kids. Great. Yeah. Also the box magnetic, looks like the cube. Oh, that's cool. Yeah.
All the cards and the cubes fit inside the insert. All designed by Starry Games and the company behind the Mod Speed Battle prototyping games. So yeah, it's great stuff. And everything here is still a Kickstarter project, or are games out? So for this one, maybe there is a smaller release on a limited market retail before the Kickstarter, and after the Kickstarter, the guys are looking to do something huge and go global. Oh, I see. Then the best of luck to them. Yeah, the best of luck to them. Let's go over one or two more highlights in this booth. What is this? So, this is the showcase from Starry Games, the manufacturer. They're a factory based in China, the Guangdong region. Yeah. And they specialize in high-detailed miniatures of grand scale and also smaller miniatures that can have really nice details, very small stuff. And as well, they have a full assembly line which can do cardboard, wood, plastics, acrylic, dice, whatever a board game may need. Full assembly, delivery, and also fulfillment for Kickstarter projects, all in one destination. Oh, that's really cool. Yeah. And when we move on, what can we see? Yeah. So this is a very early prototype of Byzantium. Oh, how early exactly? Very, very early. Like very, very early. Very, very early, yeah. It's the first time we are seeing anything public about this project at all. Oh, I see. Yeah, it's a card game, kind of like Terraforming Mars, the card game. Yeah, where you make an ancient building with your cards. It's placed in the historical era of Byzantium, circa 500 AD or so. And the centerpiece is the Hagia Sophia, which is a large miniature that has the cards go around it, and players take turns creating their engines and building from there. So it's an engine building game? Yes, and a lot more. Action selection, engine building, and drafting cards. And when can players expect more from this game? Soon, in the following months, and I expect to have something go public in early 2025. I see, okay, so not that long. What else? So, here is something very, very, very exciting, because it is one of the first board game databases with an AI companion, a language model, very advanced, which can take rule books, take strategy guides, and also crawl the web for very famous reviews and forums to gather information and process it, so it can give out answers in real time to players of how a game is played, what are the rules, develop strategies, and coach them into being better players and learn a game faster. That's so cool! Yeah, like pretty advanced, and it can do amazing stuff. So if I have a rules question, I don't need to scour the forums 5 or 6 hours for it, I can just ask the board game bot here. Yeah, correct. It's done in real time. You don't have to search for any information, not find any misinformation for users that don't know how to play a game and they just post random stuff. It's all clean, it's trained by us, and in real time, very fast, you can find accurate information without having someone to answer it for you. And if I want to get better as my colleague in any game, I can just ask that bot. Yeah, how to win? How do I play this card? How to win board games. Yeah, how to win board games. Okay, let's move on. Loads of interesting titles here. We don't have that much time anymore, but maybe you can talk to every title like 1 or 2 minutes. What is the highlight? Okay, so this is Capital, a very heavy economic game. It takes place in the Wall Street crash of 1920 in New York. And players are trying to save the stock market from crashing, and they are companies that are trying their best to keep the economy afloat while also making a profit. And there is the indicator of the stocks right here, and if it crashes, the game changes in a completely different way. Okay, so if you love financing and growing your money, you can enjoy this game. Or for what kind of target audience is the game? Heavy Euro gamers, for sure. A heavy Euro game, okay. Yeah, this is a very heavy economic Euro game. For someone looking something very competitive, very complex, this is the game for them. Great. Great recommendation. Let's move over here to some more miniatures and a more cutesy looking game. Yeah, so this is a much simpler, much cuter game. It's called Fairy Tale. So basically it's pets that are looking for their masters through an enchanted forest where they make their own adventures. So it's played by a scenario book which dictates how the map is oriented.
what enemies you will face and what locations you need to discover and explore. And as you go through your journey, you gather resources, upgrade your weapons, upgrade armors, and all the way to the final boss, which you must defeat in order to escape the forest and find your owner. I see. And this is also an early prototype, I suppose? Yeah, this is also an early prototype, much more advanced than Byzantium. And it's great for kids 10 and older. Oh, really? 10 and older? Okay. 10 and older, yeah, for families to get together and have a great adventure-style game. I love the box as well, by the way. Yeah, it's made to look like a wooden log. And the cool part about this is that it's open with magnets and unfolds. So all this hexagonal thing around it, it becomes a map. Can we show that? Yeah, but it's not printed yet. It's just white. So if we open it, this one unfolds. And here will be the place for a map, which is for fluff mostly, because this is the game map. I see, but that's such a cool idea. That's great. Okay, let's look at the next one. I can't get enough of this booth. Awesome. Let's rotate around here. We've got 2 more games. Let's wait for the camera, by the way. The camera's running. Hello, camera. What's going on around here? So, this is one of my favorites because it's historical. It's centered in Mesopotamia, Bronze Age. Everything is history-based, no mythology. And players take up civilization like ancient Babylonians, ancient Sumerians, and try to develop the civilization. It's a 4X game with nice oversized miniatures. And it features mechanics like area control, engine building, you upgrade your civilization, you are doing researches and gathering resources. So everything a 4X game has and more. Okay, great. And let's look at this game, which looks very dark and grim and bloody and vampire and horror and loads of more stuff. Yeah. What's going on over here at, I think it's Dark Blood? Yeah, this is Dark Blood. It has been founded on Game Found. This is a game closer to release from all the others. The backers should get it in around 4 months. As you said, it's a pretty heavy horror style of game with occultism and built into it. But if you take off this disguise, it's actually a Euro game. Okay. Yeah. So each player is a cult leader that has control of his own cult. This is a spell book. You have rituals on it, and you can upgrade the rituals by collecting components that are historically associated with witchcraft, like sulfur, graveyard dust, silver, and this kind of... Garlic? No garlic, no vampires. Okay. Yeah. Completely symmetrical. Each one, like the necromancers, do more recycling, finding materials from nowhere. The demonologists like to summon demons and gather more blood than the other factions. And you win by having them, by controlling an area, corrupting it, and taking the victory points for yourself and denying them from your opponents. And the miniatures also come with the game? Yeah, the miniatures also come with the game. That's great. They also look quite grim. Some people are dangling, some people are on crosses. It's a grim setting. Yeah, it's a grim setting. And also the cool part is that this here, the hanging, is a core mechanic of the game, because you needed to advance in the initiative track. And as you are hanging the peasants in the tree, you remove this component from the board, taking it away from other players. You advance on the initiative track and gain more points on the end of game scoring. I see. Okay, that's pretty dark, but a recommendation for people who love like the setting, of course, but also heavy Euro games. Yeah, so it's a combination of heavy Euro games mechanic, occult themes, witchcraft, and for people who are looking for something exciting on their game table, something that's not commonly found, that looks great, either if you display it or when you play it. Dark Blood, people. Okay, thank you so much for the quick tour around your booth, and have a great fun at Spiel. Thank you very much for your time, and I hope I will be here next year so we can show all the amazing projects and how they have progressed. Yeah, that'll be very interesting. If you want to check these out, guys, Saturday and Sunday, these still will be here. Okay, thank you. Thank you very much. Bye.
Das war wirklich spannend. Also auch alles diese Early-Prototypen, die dann noch mit so kleinen Papiersachen arbeiten und so, die noch gar nicht so diese heftigen Spielmaterialien haben teilweise, aber trotzdem die Spielmechaniken zeigen wollen. Und was ich auch zeigen möchte, ist Simon und sein neuer Freund. Ja. Ich habe wieder Freunde gefunden und vor allen Dingen lese ich euch ja im Chat. Und ihr habt euch Synergic Games gewünscht und bei Synergic Games sind wir jetzt hier auch angekommen. Nice to meet you. You're one of the owners? Yes, I'm one of the owners and co-author of both games we have here. Okay, cool. You have 2 titles and the first one is Harakiri Blades of Honor. Yeah. Okay. Can we have a quick look here on the table, just on the game material? That's fine for the people. And can you explain me what is this game about? Okay, so this game is a cooperative narrative game. This is one of big box games with lots of miniatures, very detailed, based on the Japanese era. So we have been working hard to make everything current on that, and we have included the sense of full adventure. You play some of the sessions around a fully detailed map of Japan, fully cooperative, up to 4 players, and sometimes you zoom in into action to make some dungeon crawler, fighting against these big guys, rolling custom dice, and all this. It's a so big box. I already get my pledge because it was on the October 8th. There it's stunning. Yes, on October 8th we are launching our reprint campaign. We are also adding an expansion. Will be the last, the end of the journey for our Harakiri Blades of Honor. We are super excited as we see many people here in the fair that coming to us saying that they are enjoying our game, they're having great time, and they're looking forward for this last expansion. This is an incredible big adventure in the Japanese mythical world. Yeah. And you have a new game. And I already said to you that I am a big fan of Cthulhu. Yeah. Yeah. And you have Rise of Myth Cthulhu. Yes. A new game. Yeah, there's a new game novelty that we are presenting here at Essen for the first time. It will be launched on February on GameFound, and it's a roguelike deck building game. It's a game of a quick setup, quick runs. You are improving your deck over and over, trying to get up to the great old ones and trying to do your best while trying to keep your sanity and not become insane, which is most of Lovecraft works and his collaborators are about. So we've been working for a year on this project, and we are receiving very nice feedback from people. They enjoy this quick setup and having lots of fun, cooperative and up to 3 players. So they can not only play like in a solo game, but they can play together, mix the effects of the cards, and having lots of fun. Will this game be available in German language too? This one we are really aiming to do that. So for Harakiri was not possible, but for Rise of Myth we are doing our best. We're having lots of meetings here in Essen. Looking forward to have it in German and many other languages. Oh, really cool. And what is the price for the base box? Well, it still has to be decided. Yeah. It will be rebuilt on February 25, but what we will do is there's a core box and there will be a big expansion, being able to double the content. But we are aiming for a much lower price than Harakiri Blades of Honor. We would just on a very big box. This one is going to be like much more smaller and easier entry price point. I'm really looking forward. Thank you very much. Thanks to you. Have a great fair. Bye. Yeah, same. Bye. Schön, dass wir den Wunsch noch erfüllen konnten, weil ich wollte unbedingt hier vorbeikommen, ich habe es aber nicht gefunden. Und dann habe ich im Hintergrund ein bisschen für euch gesucht und dann haben wir den Stand doch noch gefunden. Das freut mich sehr, denn wir gehen jetzt zu einem großen, heftigen Stand, den wir uns von außen hier nochmal angucken. Da waren wir letztes Jahr auch schon mal und da seht ihr, glaube ich, auch die krassesten Crowdfunding-Kampagnen, die realisiert wurden, obwohl wir gerade ja schon eine richtig fette Crowdfunding-Kampagne da hinten gesehen haben. Denn wir stehen jetzt hier noch bei Easter und können euch hier nochmal einen Blick dahin werfen, wie gloriös das hier alles auch anzeigen. Gibt es das Wort gloriös? Ja, also ganz ehrlich, wenn du mich gerade anschaust, dann passt es doch. Ja, aber dich guckt gerade keiner an, sondern die Spiele sind gerade viel interessanter, weil das ist ja auch das Interessanteste hier. Tatsächlich ja, also hier die ganzen Spiele, die von Easter produziert werden, auf einer Wand und natürlich auch das, was damit umgesetzt wurde und nicht der Preis. Genau. Weil der Great Wall kostet nicht 1.000.000 und 989.000. Ja. Das ist an der Tat wahr. Aber ja, das wird hier alles umgesetzt. Und was möchtest du noch sagen? Ja, dass wir die großen Titel, die können wir jetzt in dem Slot, glaube ich, ganz schwer toppen. Stimmt.
Ja. Aber was diesen Slot natürlich noch toppt, ist der nächste, weil der wird sein voller Interaktion. Wir befinden uns um 15:30 Uhr, also in circa einer Stunde. Ich freue mich so darauf. Nach einer verdienten Mittagspause, Simon. Ja, wirklich. Das ist auch dann so die erste richtige Mittagspause, die wir dieses Jahr machen. Ne? Mein Bauch grummelt sehr, man hört ihn fast. Ja, wir haben schon ein Jahr nichts mehr gegessen. Fast 2. Ja. Wir werden gleich ein bisschen was futtern und dann sehen wir euch auch nach einer kurzen Mittagspause. Nutzt die Zeit, dann verpasst ihr nämlich nicht. Damit ihr auch wisst, was auf dem Meet and Play alles passiert, bevor ihr weg seid. Da kommen Content Creator und Leute, die ihr treffen wollt aus der Szene zusammen. Da kommen dann Fans, Zuschauer, die Creator und jeder, der Bock hat, kommt dahin und da wird dann zusammen gezockt. Und da freue ich mich total drauf, um einfach mal zu schauen, wer alles da ist. Das ist ja auch immer spannend. Ja, und das heißt, ihr könnt uns da auch treffen, weil obviously sind wir dann gleich im nächsten Slot dort vor Ort. Wenn ihr also auf der Messe seid oder jemanden kennt, der uns mal treffen möchte und auf der Messe ist, sagt denen gerne Bescheid. Und Glaubst du, das will sich einer antun? Da. Mal gucken. Die Option besteht. Ja, gut. Die Option besteht. Genauso wie die einer kurzen Pause. Bis gleich. Bis Ciao. dann.
Und da sind wir wieder zurück mit dem Stream. Herzlich willkommen vor dem Saal Europa und bei dem Meet and Play. Und es ist mega voll. Also es ist wirklich mega voll. Wir haben gerade einen Blick reingeworfen. Hier sind so viele Menschen, so viele Content-Kreatoren. Und wir werden euch gleich mal zeigen hier auf dem Banner, wer hier alles ist, damit ihr das angucken könnt. Aber zuerst fragen wir mal, was ist denn das Meet and Play überhaupt, falls ihr nicht zugehört habt im Livestream? Genau, ich habe hier nämlich links von mir den Johannes und du hast es mit ins Leben gerufen, nicht wahr? Oder warst du der Einzige damals? Wir waren zu zweit damals, aber wir machen das seit 2016 mittlerweile und es sind 75 angemeldet. 75? Wie viele war es letztes Jahr? Wir waren letztes Jahr bei 60 Content Creatoren. Das ist eine Steigerung von 25% nach meinem Gehirn. Wenn es richtig ist, schreibt gerne Plus in den Chat und lobt mein Mathe-Gedächtnis. Aber neben dir steht auch noch mal jemand anders. Das ist wahrscheinlich dann der Max, oder? Korrekt, ja. Wie würdest du die Stimmung da drüben gerade bewerten? Es ist angespannt, es ist sehr voll. Aber ich glaube, die Leute haben Spaß. Oh, angespannt. Das sind auch alle Leute, die mit uns ein Interview machen müssen. Sollen wir mal zeigen, wer alles hier ist von den Content-Kreatoren? Also ich bin sehr neugierig. Ja, ach so, du hast noch eine Frage? Nö, ich bin neugierig, wer da ist. Ja gut, dann gucken wir nicht dich an, sondern wir gucken mal eine Runde hier auf dieses wunderschöne Banner des Meet and Play. Wir sind hier übrigens im Saal Europa, wer sich fragt, wo wir uns gerade aufhalten. Wir sind immer noch in der auf der Spielmesse Essen. Und hier seht ihr wirklich namhafte Content-Kreatoren, die hier vor Ort sind und deren Community. Also hier drin ist auch nicht was los, ne Daniel? Ja, Johannes, willst du einmal ein paar nennen vielleicht von den Leuten hier? Weil ich kenne wahrscheinlich nicht jeden Namen leider, weil ich nicht so deep in der Szene bin, aber du schon. Selbstverständlich. Also wir haben vor allem dieses Jahr 9 Personen, die aus dem englischsprachigen Raum kommen. Also das heißt, wenn ich mal kurz hier unten zeigen kann, so dieser Bereich kommt mehr aus dem englischen Bereich, also The Game is Broken und so weiter, The Broken People, Gaming Rules und so. Am ältesten dabei ist die Brettspielbox, die hat nächstes Jahr dann das 10-Jährige, genauso wie die Brettspielpoesie in Blau. Dann haben wir natürlich bekannte Größen wie Format C, Brettspielblock, das Würfel und Zucker, die Brettspielerunde natürlich. Und ich habe bestimmt jemanden vergessen. Ja, aber wir sehen sie ja alle und wir werden auch gucken, wen wir da drin antreffen. Ich bin sehr, sehr neugierig, aber vielleicht nochmal, zum Hintergrund vom Meet and Play. Wofür ist es da? Es ist dafür da, dass Content-Creatoren wie wir, also Podcaster, Blogger, YouTuber, Instagrammer, sich mit ihren Communities treffen können und hier einen der größten Community-Events überhaupt machen können. Und es ist so schön, dass es sich, wie gesagt, einfach Jahr um Jahr vergrößert und dass wir dies heute genauso auch erleben können. Wollen wir reingehen und mal schauen, was los ist? Genau, und nächstes Jahr dann Halle 8. Ja, nächstes Jahr dann Halle 8, überhaupt kein Problem. Ich dachte, du fragst nie. Die Leute wollen ja jetzt endlich sehen, was da drin abgeht. Ja, kommt mit. Euch. So, und es ist voll. Es ist voll, das merken wir sofort. Wir waren letztes Jahr so auch ungefähr zu dieser Uhrzeit hier. Und wenn wir gleich mal hier einen Rundblick machen, es ist voll, es ist laut. Es wird gesprochen, es wird gelacht, es wird connected. Und es wird sich vor allem kennengelernt, oder? Ich habe nicht verstanden, was du gerade gesagt hast, weil es so voll ist. Ja, richtig. Und weil sich die Leute hier so heftig kennenlernen. Nee, was ich sagen wollte ist, das geht ja schon seit 14 Uhr heute los, dieses Meet and Play. Wie war so der Ansturm im Laufe des Nachmittags? Also im letzten Jahr, wenn wir es noch mal kurz vergleichen, hatten wir 600 Leute. Wir hatten heute 550 um 14:30 Uhr schon. Nach einer halben Stunde hatten wir schon die Zahl fast geknackt. Und jetzt sind wir bei 750, die mal hier waren und uns besucht haben. Wirklich? Ja. Ah, das freut mich so. Das freut mich wirklich. Ja. Dann hast du irgendwie einen Überblick, wo hier wer sich rumtreibt? Tatsächlich gerade überhaupt nicht. Ich weiß, dass da das People-Netzwerk ist da hinten. Wir lassen uns einfach mal rumgehen, oder? Ja, wir gehen rum. Ja, also da drüben sind Leute. Hier sind überall Leute. Das Problem ist nur, du musst mir sagen, wer ist, weil ich kenne, wie gesagt, einige vom Gesicht her leider nicht. Ja, also wir haben hier Board Game Theory, die jetzt gerade ein neues Logo auch haben, großartiger Podcast. Ja, man sieht, sie spielen gerade. Ja. Und ja, wir müssen, glaube ich, einfach mal noch ein bisschen weitergehen. Kein Problem, die Kamera und das Mikrofon folgen dir. Hier werden Podcasts aufgenommen, ganz fleißig, zu unserer Rechten. Das ist der Beeple. Genau, das ist der Beeple Talk, wird hier gemacht, ein Netzwerk aus ganz vielen Blogger, Podcastern, YouTubern etc., die sich zusammengeschlossen haben eben und die machen hier ein Live-Messeradio und berichten eben live von der Messe. Genau, daneben haben wir dann auch Simone Spiel, die ist auch eine der längsten Personen hier, also sehr
Wir haben eine super Mischung von eben großen und kleinen Kreatoren, die hier eben ihre Communities binden und eben Empfehlungen für Brettspiele ausdrücken. Wir haben hier drüben zum Beispiel, ich gehe mal gerade rüber, ja, sehr gern. Die Brettspielbox und den Jürgen Kahler. Die beiden haben zusammen auch gerade ein Buch veröffentlicht, wenn du es gerade mal... Ja, wir nutzen das einmal ganz kurz, um darauf hinzuweisen. Grüßt euch doch erstmal recht herzlich. Was ist in diesem Buch los? Wir haben ein Buch über die Szene geschrieben. Das heißt, von der Idee bis zum fertigen Brettspiel mit den ganzen Medien dahinter. Also ein Einblick in die Szene auf 800 Seiten. Das ist ein ganz schöner Brecher. Ja. Also da kann man richtig deep ins Detail diven. Und es hat natürlich wahrscheinlich auch sehr viel, obwohl ihr in der Szene unterwegs seid, Recherchearbeit gekostet, oder? Ja, geschrieben haben das letztlich die Autorinnen und Autoren. Das sind Fachleute aus der Branche gewesen. Also Marketing-Experten haben Artikel über wie mache ich Marketing für Brettspiele geschrieben. Einkäufer haben geschrieben, wie kriege ich eigentlich Materialien für Brettspiele und so weiter und so fort. Und so haben wir das ganze Wertschöpfungsnetzwerk letztlich betrachtet. Das über knapp 2 Jahre. Über knapp 2 Jahre. Ja. Und jetzt ist es endlich da. Ihr feiert das mit Kuchen, sehe ich da gerade. Wir haben einen Brettspielkuchen bereitgestellt bekommen, den wir jetzt hier mit den Fans teilen. Und wer Lust hat, konnte sich ein Stück Kuchen abholen. Ja, das lohnt sich doch schon mal auf jeden Fall. Ist es jetzt Erleichterung, das endlich rausgebracht zu haben? Oder würdet ihr gern einfach direkt noch ein neues Thema beginnen? Es ist natürlich eine ziemliche Erleichterung, es rausgebracht zu haben. Und ja, im Moment ist im Gespräch, das Ganze jetzt noch auf Englisch irgendwie rauszubringen. Da sind wir jetzt gerade in der nächsten Phase. Vor allem, weil Deutschland als Brettspiel-Location, Brettspielland, auch sehr wichtig für die Szene ist. Oder dann vielleicht von hier aus mal einen Blick zu geben ins Internationale, spannend? Ja, definitiv. Wobei viele Sachen natürlich auch allumfänglich auch für ausländische Bereiche sind. Also wie ein Brettspiel produziert wird in Amerika, ich denke mal, genauso sein wie hier in Deutschland und Europa, ja. Ja, okay. Dann danke auf jeden Fall für diese Arbeit und guten Appetit noch. Ich hoffe, einige kommen noch her. Lassen sich auch das Buch dann vielleicht signieren bei euch? Ist bestimmt möglich, oder? Das können wir gerne machen. 2, 3 haben wir sogar signieren dürfen. Das war eine Ehre. Ja, schaut mal. Dann danke fürs Hiersein, noch eine schöne Zeit und wir gehen weiter, weil hier ist viel los. Alles klar, viel Spaß. Gut. So. Haben hier Duck and Cover, das wird gerade hoch und runter gespielt. Wir haben das hier auch gleich nochmal, da ist auch die Brettspielerunde und der Brettspielminister. Vielleicht wollen wir da auch kurz mal vorbeigucken. Ja, der Brettspielminister sitzt hier höchstpersönlich. Grüß dich doch erstmal. Ja, schönen guten Tag. Ministerium für Brettspielspaß, um genau zu sein. Okay, es tut mir tatsächlich äußerst leid, dass ich Sie dort verletzt habe. Ich muss ja die Höflichkeitsregeln einhalten. Was haben Sie hier zu tun auf dem Meet and Play? Heute versuche ich ein bisschen Nähe mit der Bevölkerung zu simulieren. Das fällt mir zwar immer relativ leicht, auch dann in Verbindung zu gehen, aber es ist ja wichtig, dass man das zeigt, dann auch nach außen hin. Ansonsten spiele ich natürlich eher in meinem stillen Kämmerlein vor mich hin. Ja, komplett nachvollziehbar, aber danke für Ihre Ehrlichkeit an der Stelle. Wollen Sie den Leuten zu Hause noch ein bisschen was mitgeben, die gerade den Livestream schauen? Ja, habt Spaß beim Spielen, das ist das Wichtigste und vielleicht findet ihr noch 1, 2 nette Titel, die ihr auf der Messe verpasst habt. Vielen Dank, Herr Brettspielkanzler. Minister. Zum Kanzler hat es leider noch nicht gereicht, aber das wird dann die nächste Stufe sein. Okay, vielen Dank, Herr Ministerpräsident Brettspiele. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß hier an diesem wunderbaren Meet and Play. Danke sehr. Ein sehr netter Herr. Genau, dann gehen wir mal hier rüber. Ja, Björn winkt gerade. Ja. Er möchte mich auf Simon aufmerksam machen, der dort drüben irgendwo steht. Wo ist er? Zu den Hausis, geradeaus durch. Wo ist er? Hinter der Ach, da. Ja, wir gehen hier mal vorbei. Wir überspringen gerade ein paar. Hallo. Grüßt euch doch. Hier ist übrigens wird gerade auch Live-Rollenspielrunde gespielt oder zumindest besprochen. Gerade Oldschool-Rollenspiele, auch sowas findet hier Anklang. Und wir gehen hier gerade vorbei bei Fuchs und Bär und ja, den Pöppelwolf und so weiter. Wir sind allerdings auf dem Weg zu einem gerade bestimmten Ziel. Wir gehen später nochmal bei den anderen Tischen vorbei. Aber Simon ist hier gerade am Spielen. Mit wem bist du hier unterwegs? Ja, guck mal, ich bin da. Die laute Stimme kennt ihr. Und wir hatten letztes Jahr so einen Spaß. Also hier ist der Kabanga-Boy geboren. Ja, also mussten wir hier nochmal hinkommen. Wir sitzen hier bei den Hausis und da habe ich mir gedacht, ich bin Spieler. Und wenn ich hier bin, Daniel, dann lauf rum, mach die Interviews. Ich habe Bock zu spielen. Wir sind hier bei Snatch It. Ich habe gerade versucht, die Regeln so ein bisschen schnell aufzuschnappen. Kann einer ganz kurz nochmal sagen, was ihr hier gerade spielt? Snatch It. Wir sind alle Frösche am Teich und wollen natürlich lecker Käfer futtern. Entweder fliegende oder krabbelnde.
So wie ich jetzt gerade auch mein Glück versuche, einfach mal hier den Stapel zu schnappen. Ach komm, Jung, jedes Mal krieg ich das ab. Au, das sind die Hände. Ich liebe ihn. Mit den kaputten Händen einfach auf den Tisch hauen. Das ist so smart. Er dürfte jetzt, wenn er eine 3 oder 4 hätte, reagieren. Wie man sieht, er hat es leider nicht. Die sind lecker. Schmeckt mir überhaupt nicht. Guck mal, hier am Tisch geht schon wieder ab. Also ihr seid mit eurer Community hier am Zocken. Ich habe versucht, das jetzt hier eben so ein bisschen zu lernen. Ihr wart mir zu schnell. Ihr habt mir zu viel Spaß auf einmal. Das muss ich erstmal verdauen. Der lustigste Tisch von Essen, ganz klar. Ja, die Wette gehen wir ein. Das ist okay. Wir werden immer noch der lautste Tisch auf dieser Messe sein, auch ohne Kabanga. So sieht's nämlich aus. Jawohl. So. Ihr müsst wissen. Und wenn er nächstes Jahr wieder hier läuft, das kann So, ich kann auch brüllen. Ne? So ist das nicht. Jetzt ist hier aber Schluss. Sag mal, Fräulein, raus. Das ist doch wohl nicht dein Ernst, hier so rumzubrüllen. Ist jetzt mal gut hier. Auto steht. Ja, dann treffen wir uns draußen. Ja, treffen wir uns draußen. Du kriegst eine Packung Kaugummi. Oh. Ihr seht, wir sollen hinsetzen vor Schreck, du. Ja, freundliche Unterhaltung. Das ist der Holländer, Gottverdammt hier. Mann, hab ja das Knie noch gestoßen hier. Glaubt das ja nicht hier. Großartig. Ja, wir stören die Veranstaltung hier überhaupt nicht. Überragend. Ja. Ich liebe dich, weißt du das eigentlich? Da geht's raus und dich natürlich auch. Mensch, ist ja überragend. Ach, Gott. Guck mal, Während der Liebe möchtest du unterbrechen. Nein, ich wollte ihn bei der Liebe fragen. Das war sehr schön, danke dir für diese innige Umarmung. Mir ist auch warm. Ja, bitte. Er möchte etwas sagen. Er schaut mich so verliebt an, er ist eifersüchtig. Herzgebrochen. Ich bin nur darauf hingewiesen worden, dass du einen Schottenrock trägst und wenn deine Liebe noch größer wird, könnte es sein, dass wir Blicke erhaschen. Nee, ich habe zum Glück genug drunter, um nichts zu erhaschen. Das sagt er jetzt. Ich hatte mein Knie gerade an einigen Stellen. Was soll ich sagen? Naja, also ich sag mal so, für dich lasse ich die Hüllen fallen, aber nicht vor der Kamera. Perfekt. Ich freue mich auf später. Danke. Viel Spaß. Viel Spaß. Ja, euch auch noch. Ja, einmal noch bitte deinen Code-Ruf, bitte. Dann machen wir es anders. Dann machen wir es diesmal ganz anders. Dann machen wir es wie ein Wrestler. Hello, people, out of YouTube and Twitch on the live stream. Now it's time to crush, to fall through all your bones, down the floor. There's nothing I have to say. One thing, I will do it not now, but today's the day. It's the biggest and greatest convention of board games in Germany and the whole world. And the only thing I have to say is, Ja, willkommen zu Meet and Play, meine Damen und Herren. Johannes, bezahlst du diesen Mann für die Stimmung? Nein, die Stimmung entsteht einfach so, weil einfach hier eine coole Stimmung ist. Ne? Also wir haben einfach super viele Leute hier, die spielen, die Spaß haben und einfach für gute Stimmung sorgen. Das denke ich nämlich auch. Also, aber es wird sich nicht regelmäßig über 2 Tische hinweg angeschrien. Bisher nicht, zum Glück. Ich hoffe, wir haben keinen Trend gestartet. Was hast du denn hier gestartet, Simon? Ich muss die Wogen jetzt glätten. Also es dauert keine 3 Minuten, wie wir hier auf Meet and Play sind und die Moderation bricht hier schon komplett zusammen. Wir sitzen hier bei Playing Schiller und bei der Brettspielgarde und er sagte mir gerade, was macht der mich so an hier? Ja, aber du warst aber sofort getriggert, ne? Kann mir ja nicht gefallen lassen, sowas. Der lauteste Tisch hier, hallo? Geht ja gar nicht. Ja. Ihr seid jetzt dabei und ihr wollt jetzt hier Green Glass Door spielen, wie ich gerade gesehen habe, richtig? Guck mal, wir treffen ja immer die gleichen Gesichter hier wieder. Ja, ich grüße meine Frau nochmal. Hallo. Ja, ansonsten wollen wir jetzt Green Glass Door spielen. Möchtest du mitspielen? Oder? Ich hab's gestern tatsächlich gespielt. Nee, ich muss euch den Spaß lassen. Wir können ja nicht das ganze Event hier crashen, oder? Ich kann gerne mitspielen. Ja, das könnt ihr schon. Also. Okay. Daniel will mitspielen. Wir machen eine Runde. Wir spielen eine Runde. Wir machen eine Runde. Also pass auf, ich bin Türsteher. Ich halte es dir hin. Pass auf. Ich bin Türsteher, ja, und hier gibt's eine Regel und du darfst jetzt durch diese Tür nur durch, wenn du etwas ganz Bestimmtes, das dieser Regel folgt, mitnimmst, ja? Also ist ganz einfach so. Und ich gucke mir jetzt mal an, was die Regel ist. Weiß nicht, sollen wir das der Kamera zeigen vielleicht, damit die Zuschauer jetzt Bescheid wissen? Ne? Die können mitraten. Ja, pass auf, dann. Nein, also nicht zeigen, die Zuschauer können mitraten. Ach so.
Okay, ich stelle mich hier drüben hin, weil dann kannst du immer sagen, wer passieren darf und wer nicht. Okay, Simon, du fängst an. Was nimmst du denn mit? Ich will durch die grüne Tür und nehme mit meinen Arm. Nee, damit kommst du nicht durch. Schade eigentlich. Ja. Meine Batman-Unterhose. Nee, damit kommst du auch nicht durch. Damit kommt er sicher durch. Eine Quietscheente? Nee, damit kommst du auch nicht durch. Meinen Hund? Was? Meinen Hund? Nee, mit dem kommst du auch nicht rein. Mein Essen? Ich nehme mit einen Sportwagen. Nee, damit kommst du auch nicht durch. Ich nehme mit ein Haus. Nee, auch ganz knapp nicht. Nee, nein. Was ist das für eine Tür, bitte? Ich wollte sagen, Hut. Braucht man doch bestimmt. Nee, auch nicht. Nee. Ein Tretboot? Nee, nee, nein. Ein Radiergummi. Nee, auch nicht. Keine Ahnung, mein Laptop? Einen Schuh. Manchmal, aber nee, auch nicht. Das ist ein tolles Spiel. Ein Kaffee. Ja, das dauert jetzt auch noch eine Stunde, bis wir drauf kommen. Ein Kaffee auch nicht? Ach, meine Güte. Mein Sakko? Nee, auch nicht. Ich dachte. Können wir für den Chat einmal diese Frage auflösen? Ja. Was das ist, damit der Chat versteht, wie das Spiel geht? Ja, ist auf hier. Bitte sag es uns, damit... Nee, ich sag gleich ein Wort, was man reinnehmen kann. Ja, genau, mach mal. Okay, also man kann mit reinnehmen eine schwarze Katze von links nach rechts. Das stimmt, und damit lasse ich dich durch die Tür. Ja. Okay, ja, du hast... Das war gemein, ne? Mir ist kein Wort eingefallen. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht irgendwie so ein Korb oder so ein... Wie ist es mit einem kaputten Spiegel? Ja, den darfst du mitnehmen, auf jeden Fall. Und auch vielleicht, wenn du durch eine Leiter durchgehst, da würde ich die auch durch die Tür durchlassen. Ich würde versuchen zu lösen. Alles, was Unglück bringt oder Pech bringt. Richtig. Seht ihr? Oh, ja. Ich komme mal durch die grüne Tür. Hervorragend. Habt viel Spaß damit. Danke euch. Ciao. Gerade noch den Bogen gekriegt. Danke für deinen hervorragenden Tipps. Kein Problem. Er hat aber auch das Schwerste genommen. Ne? Man kann in dem Spiel natürlich wählen. Ob man jetzt sagt, Kopfbedeckungen oder Tiere oder was Pech bringt. Das war schon sehr spezifisch. Ja. Wo ist der Chat eigentlich? Wo ist der Chat? Hier. Ihr fragt euch, wo ihr seid. Guck mal, das Spiel ist durch und die Pam kommt zurück. So. Genau. Ich vergesse den irgendwie viel zu häufig für meinen Geschmack. Guck mal, hier wird auch gezockt. Guck mal, sollen wir mal hier halten? Ja. Guck mal, grüß dich. Moin. Na? Wie lang bist du schon hier? Ab 14 Uhr. So, und dich kennt man unter welchem Namen? Mich kennt man unter Robert und ich erkläre euch die Regeln. Schaut doch einfach mal vorbei, Brettspielzimmer, Guru erklärt. Und hast du den Leuten hier am Tisch schon ein paar Spiele erklärt? Die haben mir sogar was erklärt. Das ist nämlich ein noch nicht erschienenes Zweispielerspiel. Roblins. Yes. Ja. Und ist lustig? Ja. Okay, was macht man da so? Das sieht ziemlich spannend aus. Habt ihr schon irgendwas gelernt zu dem Spiel? Ich bin der Designer, von daher... Also wie viel weißt du so über dein Spiel? Ich weiß über das Spiel schon recht viel, muss ich sagen. Ja, ganz ehrlich? Na gut, ich vertraue dir mal, aber hier ein Test. Was muss man bei dem Spiel machen? Man spielt zwei verfeindete Goblin-Clans, die sich gegenseitig das Gold klauen. Ja. Das ist im Prinzip das ganze Spiel. Es ist erstmal eine Prämisse, die funktioniert. Wer als erster kein Gold mehr hat, hat verloren. Das sieht bei mir gerade ziemlich schlecht aus. Ich glaube, er gewinnt. Oh ja, was sagst du zu deinem Reichtum? English, totally lost. Okay, you are a wealthy person now, a wealthy goblin or roblin. What do you say to all the poor people on this side of the table? I enjoy coming in and stealing all their goods. I'm doing a great job here. Yeah, you're doing a great job. I need to look out for my tablet here. Okay, und wie macht man das? Wie klaut man diese ganzen Gelder? Genau, man baut quasi Tower Defense-artig um seinen Goldstapel drumherum Landschaften auf, wo Fallen drauf sind und tut Carcassonne-artig verschachtelte Wege bauen, wo dann der andere versuchen muss, reinzukommen. Genau, und das hier sind meine Goblins und die wollen durch seine Landschaft zu seinem Goldstapel, um da die Karten zu klauen. Und wenn mir das gelingt, kann ich bis zu 3 Karten klauen pro Runde. Mehr geht nicht, weil die Goblins können leider nicht mehr als bis 3 zählen. Ist doof. Und ich kann auch mein eigenes Gold ausgeben, aber auch nicht mehr als 3 pro Runde. Und damit muss ich neue Landschaften und Einheiten kaufen und gucken, dass ich seinen Goldstapel schneller runterkriege als meinen eigenen.
Ziemlich coole Idee. Also zum einen erstmal das Spiel an sich. Es wird auch das Cover wird gerade gelobt im Chat. Und dann die andere Frage, so dieses Spiel hierhin mitzunehmen. Machst du das, um das Spiel zu testen oder um irgendwie Publisher zu finden oder so? Hauptsächlich jetzt um YouTuber zu finden, die, bevor wir im Februar live gehen auf GameFound, dass wir eben 2, 3 Preview-Videos haben können, wo eben YouTuber wie er hoffentlich dann unser Spiel vorstellen werden. Wie cool! Ja, also ich finde es tatsächlich sehr vielversprechend. Einmal noch vielleicht die Frage, woher kam die Inspiration? Warum dieses Thema und diese Regeln? Ich klaue gern Dinge. Nein, Quatsch. Das sagt er jetzt so. Ganz ursprünglich bin ich Warhammer-Spieler. Ich habe schon immer gern Orks und Goblins gespielt. Ja, okay. Und einfach viel zu viele Miniaturen bemalt. Genau, jetzt muss es mal ein Kartenspiel sein. Perfekt. Danke dir. Viel Erfolg dabei auf jeden Fall. I want to go to you at this point of time because you seem to be an English content creator, right? That's correct, yeah. Tantrum House is our YouTube channel. Tantrum House. How did you hear of the Meet and Play? Because there are not many international visitors here. Yeah, I actually got an email. I don't even remember where it came from, but from the SPIEL organization, they sent us an email to invite some of the content creators to come and be a part of it. And it was a simple registration and grab a table and then be able to meet up with some folks. These guys reached out to me when they found out we were going to be here and said, let's get together and try to get a preview of the game that they're working on. So it was a great opportunity to come in and sit down and have some fun and learn some stuff and meet some people all at the same time. Great. And what's your honest opinion of the game right now? I mean, you're winning, but... It did help that I'm winning, yeah. I enjoyed it. I think it's a clever concept to be able to build a tower defense, 2 players. I think their theme is a lot of fun. I was enjoying some of the interactions as I built out my path. I have a little bit of feedback for them, but it's all positive. I think they've done a really fantastic job. Well, that sounds great. Sounds like a good fit. Thank you so much. You're welcome. Have great fun at the Meet and Play. We're moving on. Danke euch. Tschüss. So, ich bin kaum von dem einen Tisch weg, ist Simon am anderen. Was ist hier los? Ja, ich fange die Stimmung hier ein und ich treffe ja auch so viele liebe Leute. Zum Beispiel den Andrew, den habe ich auch schon vorher kennengelernt. Hi, für wen bist du alles hier? Ich sehe hier Brettballette auf deiner Brust. Ja, ich muss dann auch noch hier die gute Lisa und den Carsten noch hochhalten. Die sind von welchen? Lisas Brettspiele sitzen auch hier. Und Carstens Brettspiele sitzen auch hier. Grüße euch. Ja? Und ja, mit den Royal Purples, mit den Hausis, mit... Ja, da geh ich mal rum, den sag ich auch mal eben so Hallo, ne? Guck mal hier, damit hier auch jeder was sagen darf. Hi, ja. Ihr seid bei Just One gerade dran, ne? Ja, genau, wir spielen gerade Just One. Eins unserer liebsten Spiele, was halt immer geht. Ja. Mit jeder Gruppe, mit jeder Größe, geht immer. Überragend, überragend. Ich will euch auch gar nicht beim Spielen stören, weil ihr seid ja hier, um zu connecten und nicht vor die Kamera zu gucken, ne? Aber du störst doch nicht. Niemals. Habt ihr das gehört? Guck mal, hier ist Liebe im Raum. Ganz, ganz lieben Dank. Hör mal, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß, ja? Ja. Danke. Oh, schön. Dankeschön. Guck mal, uns wird auch noch viel Spaß gewünscht. Ah, hier ist wirklich viel Liebe. Hier ist wirklich viel Liebe. Wo gehen wir denn jetzt hin? Was? Jawohl. Daniel. Simon. Daniel. Simon. Daniel. Simon, wir wurden herausgefordert, oder? Nein, also ich fordere dich heraus. Ich gehe drüben hin. Geh drüben, dann kannst du bei gucken. Habt ihr mir wieder die Lösung vorher verraten? Wir spielen das folgende Spiel. Ja. Knizia oder nicht. Eine Erfindung von Swams schlecht würfeln, aber mit Stil unserem Podcast. Weiß der Rainer davon, ja? Nein, der Rainer persönlich nicht, aber die Rainer Knizia Stiftung weiß davon. Ja, das ist richtig. Den haben wir das gesagt. Vielleicht einmal Fun Facts für alle, die gerade zuschauen und nicht wissen, wer der Herr Knizia ist. Wer ist der Herr Knizia und wie viele tausend Spiele hat er schon erfunden? Keine Ahnung, wie viele tausend, aber die Zahl ist noch unter 1000, aber um die 900 sind auf seiner Webseite gelistet. Das ist also unsere Source of Truth sozusagen, was er gemacht hat und was nicht. Und ja, er ist halt ein Spieleautor, der so die Größe, sag ich mal, in unserer Bubble, ne? Und er haut halt jedes Jahr neue Spiele raus und manchmal glaubt man gar nicht, dass Spiele von ihm sind. Stimmt es, dass er ein Mad Genius ist? Das muss man bestimmen, sonst würde er nicht so viele Spiele machen. Ich habe ja noch nicht mit ihm geredet darüber. Stimmt es, dass er immer einen Sekretär oder eine Sekretärin dabei hat, die seine Ideen aufschreiben? Ja, natürlich. Die schlafen noch bestimmt irgendwie nebenan und dann klingelt das Telefon und dann müsste ich es aufschreiben. Aber wer weiß das schon so ganz genau? Wer weiß es schon. Okay, lasst uns spielen. Knizia oder nicht. Erklär die Regeln bitte einmal kurz. Pass auf, die Regeln sind super einfach. Wir haben hier unsere Karten. Da stehen 5 Spiele drauf. Ja. Ein paar davon sind von Rainer Knizia, ein paar davon nicht. Ihr kriegt das Jahr genannt, den Verlag und natürlich den Spieletitel.
Und dann sagt ihr uns einfach, Knizia oder nicht. Jeder von euch kriegt 5 Spiele und wer die meisten Punkte hat, hat gewonnen oder vielleicht kommt ja auch ein Unentschieden bei raus. Wer weiß das schon, wie euer Wissen ist. Der Rekord liegt übrigens bei einer perfekten Karte. Ja, das werde ich nicht schaffen. Wir gucken mal. Total wild. Das ist total wild. Man glaubt, das wird jetzt einfach und wahrscheinlich ist das sowas von schwierig. Kann das sein? Oh, es wird sich zeigen. Es wird sich zeigen. Einfach ihm die Fragen. Das ist eine gute Idee. Okay, stell mir eine Frage, los. Du willst los, alles klar. Wir fangen im Jahr 2018 an, beim Taktikverlag. Go, go, Eskimo. Du willst jetzt wissen, ob Knizia oder nicht, ne? Knizia oder nicht. Das Spiel ist von Knizia. Das ist korrekt. Ja, habe ich doch damals gespielt mit meiner Mutter. Er führt also. Er führt lieber. Was willst du tun gegen mein Wissen? Weiß ich nicht, deine Chance von 50%. Ja, okay. Ein Spiel ist von Asmodee aus dem Jahr 2015. Oh. Es heißt Colt Express. Ja, ist nicht von ihm. Das ist vollkommen richtig. Es ist von Christophe Raymond. Ja, so ist es nämlich. Ja, ja, okay, trau dich hier. Was ist deine Frage? Also, du kriegst von 2010 von Amigo Jäger und Sammler. Das ist kein Knizia. Doch. Oh, Sieh dich an. Sieh dich an, wie du jetzt auch verkacken willst. Ja, okay, los geht's. 2009 Abacus-Spiele. Samurai The Card Game. Ist nicht von ihm. Doch, natürlich. Ja klar, logisch. Hab ich noch nie gehört, das Spiel. Wirklich jetzt nicht. Schon. Ja. Ja, 1-1. Okay, weiter. Ich kann gewinnen. Auf geht's. Amigo Verlag. 2011. 6 nimmt. Das ist Knizia. Nein. Oh! Als Wolfgang Kramer. I'm sorry. Ja, ich kenne den guten Mann nicht. Wer ist Wolfgang Kramer oder Knizia? Wolfgang Kramer. Ja. Aber er ist bestimmt nett. Dann bist du entschuldigt. Ja. Dein Spiel kommt aus dem Jahr 2011. Heidelberger Spieleverlag. Und es heißt K2. Ja, ist von ihm. Nein. Ach Mann, ich weiß es nicht. Verdammt, ich kenne auch das Spiel nicht. Es ist von Jarek Nokun. Ja, okay, hättest du das gewusst? Ich hätte es gewusst. Nicht. Okay, nächste Frage, los, es ist heiß hier. Okay, 2001, Schmidt Verlag, Anosch, kleiner Bär auf großer Fahrt. Das ist Knizia. Das ist richtig. Ja, ich wusste es. Ja. Bei diesen 50% ist überragend. Ja. Ja. Wir bleiben beim Schmidt-Spiele. Ja, klar. 2005. Wir hatten noch nicht von diesem Spiel gehört, das ist wirklich so bekannt. Benjamin Blümchen. Nee, ist nicht von ihm. Benjamin Blümchen, Lernabenteuer, Papier und Co. Lass mich erstmal ausreden. Ja, ist nicht von ihm. Natürlich ist das von ihm. Ach, meine Güte, das ist ja wohl hier gar nicht. 2:1 für mich. Bist du richtig, hast du automatisch gewonnen. Ja, und das wird natürlich geschehen. Das ist noch einen einfachen. 2018 bei Yellow, Downforce. Das ist nicht von Knizia. Das ist richtig. Ich hab gewonnen. Oh ja. Ich bin jetzt der Brettspiel-YouTuber. Hättest du gewusst, Top Gold von der Game Factory 2020 von ihm ist? Ja, ist es. Das ist richtig. Ja. Aber reicht doch noch zum 3-2. Ja, aber immerhin. wenn man uns spielt, Immerhin. natürlich die Karte als Andenken. Stark. Danke. Und nur der Gewinner oder beide? Ja, auch. Wir sind ja nett. Na gut. Danke euch, das war ein sehr schönes Spiel. Du darfst natürlich nicht jetzt als Sieger... Genau. Du kannst den ganzen Tag bashen deswegen. Ja, ich habe keine Ahnung von Spielen. Ich bin jetzt der Brettspiel-YouTuber. Die Kappe musst du dir erst wieder verdienen. Okay, los geht's. Ja, dann viel Spaß weiter. Danke, dass wir dabei sein durften. Ja, danke, dass ihr das gemacht habt. Schaut bei den Dice Brothers rein. Schaut bei den Dice Brothers rein und ihrem Quiz Knizia oder nicht. Das Quiz gibt's nur im Podcast, da kann man nur reinhören. Na gut, aber hört da rein. Bei Knizia oder nicht. Richtig. Perfekt, danke euch. Danke euch. Los geht's, Dankeschön. Macht's gut, viel Spaß. Ja, Daniel, es ist immer wieder ein Fest, gegen dich zu verlieren. Überragend. So, wo können wir jetzt weiterhin? Wo können wir weiterhin? Wir müssen ja auch gucken, wir wollen die Leute ja auch nicht beim Zocken spielen. Ich brauche jetzt irgendwas, wo ich mir meine Kappe wieder zurückverdienen kann. Johannes, komm zu mir. Ich bin entkappt. Ja, also was... Ich will meine Kappe wieder. Ich würde sagen, wir gehen mal vielleicht zu Ben. Beim Sven? Du meinst Benedikt? Ja, da hinten. Ja, hi, ich bin der Benedikt. Hi, Benedikt. Also für dich bin ich, was immer du willst. Ja, oh, das finde ich schön. Oh. Kannst du dafür sorgen, dass ich meinen Hut wieder krieg? Nee, Meiner ist auch weg. Ja. Aber ich sag dann immer, wenn mein Hut nicht da ist, bin ich quasi inkognito unterwegs. Ja, er ist jetzt auch inkognito, weil er ist kein Brettspiel-YouTuber mehr. Kennt ja keine mehr. Geil, oder? Ja, So, Daniel. Komm, wir gehen auf Tour. Tschüss, Daniel. Hab viel Spaß. Ciao. Ja gut, viel Spaß auf dem Klo, ihr beiden. Ja. Wenn ich noch was hervorheben darf, wir haben unter anderem jemanden aus Großbritannien da, der auch Spielefiguren anmalt und man eben sehen kann, oder er darüber spricht, wie man eben mit Figuren, wie man damit, wie man das macht, damit man im Austausch steht und so. Extra aus UK gekommen, finde ich auch total spannend. Der sitzt da drüben irgendwo? Der sitzt da drüben, genau.
Ja, wollen wir können da sehr gerne mal hingehen. Also ich würde dann später noch den Bartholomäus da hinten gerne stören, aber wir können erstmal hier zu dem guten Miniaturenbemaler gehen, weil ich liebe mir ja auch ein paar Miniaturen. Hey, excuse me, I have my hands full. Yes. Great miniatures, by the way. Yeah, thank you so much. I paint miniatures for my board game channel, or actually the YouTube channel for board games, and I paint miniatures, showing people how to paint them. So if you've never held a brush in your life, this is your chance to actually see what you can do upgrading your components. Have you ever won a golden demon? I wish, but I'm not there yet. My art teacher said that I would fail everything I do with art, so this is my revenge. I hope she's watching right now. Yes, from the grave. Oh, yeah, well, that is nice. That's a bit dark. But hey, you with your paint a happier picture and happy chests. What are you painting here? Are you painting live right now? No, I was not allowed to paint because Johanna said it would spoil the tables. I wish I could. So these are mimics that I painted. There's a video of that on the channel, and as well there's some goblin bards. And the thing that were actually sold out, were given away, were actually Grogu there, the Mandalorian. Oh, I see. And your channel, I don't know if you already said the name. It's called Painting with Martin. One single word. And you are Martin, I suppose. I am Martin, yes. Great. How did it come that you end up here at Spiel in Germany? Well, this is my 7th Spiel, but it's my first. It was actually my 2nd Spiel as a content creator, and I actually asked them, like, is there anything like with small-scale content producers? Can it meet other producers? And I was forwarded to Johannes, and or Johannes Wolf, and then he's like, well, is it possible that I can join even though I have less than 1,000 subscribers? Like, is it possible? And then he said, like, absolutely. We don't have a miniature painter here, so there I am. That's so cool. Can you give me a tip? Because you help people learn painting miniatures. And I paint miniatures myself at home. Kingdom Death Monster and stuff like that. But I always have problems with painting faces and shading them and stuff. What is your tip for painting faces? Well, it's a very tricky question because I have a horrible time with faces myself, and I think everyone is struggling with that. Yeah. But my general tip is to use a dark color first, such as brown, and then apply the light color on top of it because it creates natural shadings. And then use a good shade on top of that, and then simply pick out and hold it up in front of the light and see where does the sun actually shine, and then highlight those individual areas with actually light spots on them. So the tip of the nose, the cheekbones, and then you leave everything else as it is. Don't focus too much on like the eyes and things like that because it's not what matters. What matters is that you're happy with the miniature and it's going to look much better than a gray figure. Thank you so much for that tip, and thank you so much for coming here. Yeah, thank you so much. I'll be happy to see you next year. Yeah, same. Same to you. Yep. Have fun at the Meet and Play. Also, thank you. Okay. Ich würde sehr, sehr gerne nun mich umdrehen und den Simon euch zeigen, weil der hat schon wieder eine ganze Gang gefunden an Leuten hier. Ja, ich habe doch mal die wichtigsten Leute hier überhaupt gefragt. Und das sind nicht die Content-Kreatoren, sondern das seid ihr, ja, die jetzt hier hingekommen sind. Und ich weiß gar nicht, warum ihr uns hier sehen wollt. Aber erzählt doch mal, was macht ihr heute hier? Wollt ihr was zocken? Nee, wir wollen heute tatsächlich nicht zocken. Wir sind hier, um einfach nur die Leute zu treffen. Einfach mal so die Content-Creator zu treffen, mal sich mit denen zu unterhalten und mal so fragen, wie das eigentlich so ist bei YouTube und hinter den Kulissen. Überragend. Ich glaube, ich kann stellvertretend für alle sagen, weil ich ja auch zu der Zunft gehöre. Dankeschön. Dankeschön dafür, auch für euren Support. Und eins ist ganz klar. Die Brettspiel-Bubble ist die netteste Bubble da draußen im Internet. Es geht so viel Liebe raus. Ja. Wir haben hier wir sind aus der Pfalz und haben hier eine große Community von mittlerweile 12, 14 Leuten. Und wir schlafen bei denen, wir machen Spielemittage, wir sind einfach unsere Herzensmenschen. So ist das. Oh, dann hoffe ich, dass ihr heute hier alle trefft, die ihr zumindest erwartet habt, dass sie auch hier sind. Ja? Habt ihr schon wen getroffen? Ja, schon. den... Brettspielmagie war eben, wir waren hier bei Meeple, wir haben die KI und ich, Brettspielgarde, die Royal Pöppels, der BrettMan. Ja, also alles, was Rang und Namen hat. Ja, alles cool. Oh Gott, das ist so lieb. Danke, habt viel Spaß. Schöne Gespräche. Ja, tschüss. Ja, bye, bye. Ciao.
Das ist der Kern des Ganzen. Ihr seid der Kern des Ganzen. Und das ist wichtig dabei herauszustellen. Weil eins wissen wir ja, bei uns hier in der YouTube-Szene, ja, in der Brettspielszene, YouTube, das sind ja keine Zahlen, mit denen man da irgendwie Millionen verdient, sondern das ist Liebe zu den Brettspielen. Und dafür seid ihr eben verantwortlich, dass ihr uns da befeuert, dass das da alles gemacht wird. Oh. Und hier, wo darf ich hin, Björn? Ach, hallo Simon. Zum Dirk. Grüß dich doch mal, Simon. Hi. Für alle von euch, die sich gerade fragen, wer steht denn da vielleicht neben dem Daniel? Habt ihr jemals einen Exit-Game gespielt? Wenn ja, dann habt ihr vielleicht auf dem Karton oder auf der Anleitung die Gesichter von diesen beiden wunderschönen Damen und Herren gesehen. Wer seid ihr denn? Ja, wir sind die... Ja, Inka. Und der Markus Brandt. Und ihr habt dieses geniale... Ich muss es kurz loswerden hier, dieses geniale Konzept der Exit Games entwickelt. Dafür kennen euch wahrscheinlich die meisten, auch wenn ihr vorher viele andere schöne Spiele developed habt. Aber wahrscheinlich ist es wirklich so aktuell, dass alle euch so ansprechen wegen Exit, oder? Ja, Exit ist schon das erfolgreichste Spiel und da werden wir in letzter Zeit sehr häufig drauf angesprochen, ja. Wie kam es damals dazu? Also, dass ihr euch gedacht habt, okay, Exit jetzt in Brettspielversion, das müssen wir irgendwie erfinden. Ja, tatsächlich hat uns der Verlag darauf angesprochen. Unser Redakteur, der Ralf Querfurt, hat uns gefragt, ob wir uns vorstellen können, ein Spiel dazu zu entwickeln, hat uns so ein paar Eckdaten genannt, Schachtelformat, kartenbasiert und ja, dann haben wir angefangen und ein Spiel dazu entwickelt und da ist dann Exit draus geworden. Und es ist ja ein riesiger Erfolg geworden, ja. Also viele andere versuchen jetzt ähnliche Produkte zu machen und also ich kenne eigentlich alle meine Freunde und Bekannte haben schon mal ein Exit-Game gespielt, auch wenn sie gar nicht so into Brettspiele sind. Das heißt, danke schon mal dafür. Und jetzt zuletzt habe ich sogar einen Exit-Puzzle gespielt. Ja. Und da ist jetzt sogar noch mehr von der Familie dran beteiligt, nicht wahr? Genau, unsere Tochter, die hilft uns jetzt auch. Die ist ins Familienbusiness mit eingestiegen. Ja, ist doch mega. Ja. Macht es dann auch immer wieder Spaß, die neuen Rätsel sich auszudenken, die neuen Konzepte gemeinsam? Gibt es das irgendwie dann am Abendessentisch oder was? Ja, der kreative Teil, der macht schon sehr viel Spaß. Wenn es dann nachher ans Prototypen basteln geht, das ist dann schon wieder, das ist dann eher Inkas Ding so. Aber muss ja auch sein, ne? Ja, das hilft ja nichts, ne? Das Spiel muss getestet werden. So ist es. Was würdet ihr sagen, ist das schwierigste Exit-Game, was ihr je jetzt rausgebracht habt? Das war eins der ersten, das war unter den ersten 6, die Verbotene Burg. Das ist, glaube ich, nach wie vor das schwerste Exit-Spiel. Das heißt, wer von euch eine Herausforderung sucht bei Exit Games, die verborgene Burg, hast du gesagt? Verbotene Burg. Die verbotene Burg. Also checkt das gerne mal aus. Danke euch beiden und viel Spaß noch auf dem Meet and Play. Danke, dass wir dabei sein durften. Dankeschön. Ja, kein Problem. Während ich diese Gummibären wieder aufhebe, hier die Creme de la Creme der deutschen Brettspielentwicklung unterwegs auf dem Meet and Play. Ihr habt gemerkt, ich bin ganz heißer, seitdem ich Kabanga gerufen habe. Das ist keine gute Idee gewesen. Was ist hier los, Simon? Hier ist einfach mega Stimmung am Tisch. Die haben gerade eine Proberunde gemacht und die will ich einfach nochmal hören. Kriegt ihr das nochmal so hin? Gehen wir nochmal hin. Also hier wird Miezekatze gespielt und wer den Stream geguckt hat, der kennt jetzt schon Miezekatze, weil da sind wir richtig abgegangen. Du warst auch dabei. Und die Community von Fuchs und Bär kann das natürlich. Okay. So, Community von Fuchs und Bär. Los geht's, ich will was hören. Gib uns den Groove. Miezekatze, 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 yeah! Miezekatze, 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 yeah! Miezekatze, 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 yeah! Ha! Ja, das ist jetzt genau der richtige Moment. Das ist genau das muss ich auch der Kamera mal erzählen, weil das ist nämlich mein Lieblingssatz in der Anleitung. Wenn es sich wie ein Fehler anfühlt, dann ist es auch wahrscheinlich ein Fehler. Das muss die Gruppe natürlich ein bisschen selbst entscheiden. Wir sind im Tutorial, da kann man natürlich noch ein bisschen was durchgehen lassen. Ihr merkt, wenn ihr besser werdet, lässt ihr das nicht mehr durchgehen, weil dann können wir das nämlich richtig gut. Oder? Aber das war ja, muss man ja sagen, das war ja hochgradig sympathisch von dir, weil du wolltest ja nur deine Community so gut dastehen lassen, deshalb hast du den Fehler gemacht, ne? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ja. Die können das alle, ich bin diejenige, die das nicht kann. Ja. Jens hat auch immer. Nicht die Fehler erklärt, ja, deswegen wir haben noch nicht das ganze Spiel gesehen, ohne Fehler gemacht zu haben. Ja. Haben sie nie gebraucht. Ja, also ehrenhaft, also eigentlich noch, das hast du klasse gemacht. Dankeschön. Großes Kino. Du weißt, Vielen Dank. Ja. Überragend. Viel Spaß.
Du darfst eine Sache noch sagen. Zu dem Thema Fehler. Man denkt immer oft zu gucken, so, du hast einen Fehler gemacht. Darum geht's hier bei dem Spiel nicht, weil wir wollen als Gemeinschaft wachsen. Das heißt, es geht nicht darum, wer hat einen Fehler gemacht. Es geht darum, dass wir alle mitnehmen und dass wir es gemeinsam schaffen. Weil wenn nämlich einer einen Fehler macht, es gibt immer so eine Millisekunde, wo man noch auf die anderen achten kann, wo du die Crew dich mitnehmen kann. Und wenn wir das schaffen, dann kommen wir richtig weit. Wie der Name Miezekatze schon sagt. Ich wollte eigentlich nur, dass wir uns die Karten alle nochmal angucken können, damit wir wissen, was wir eigentlich tun. Weil das können wir jetzt, wenn wir einen Fehler gemacht haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, YouTuber sind so smart, allesamt. Alle. Ja, viel Spaß euch. Ist überragend. Da drüben übrigens, wir haben ja auch den Ben vom Brettspielblog getroffen und Daniel hat sich ja während der Messe einen Running Gag daraus gemacht, ihn immer beim falschen Namen zu nennen. Und deshalb hat der Ben mir gerade gesagt, wir dürfen nur zu ihm kommen, wenn der Dirk auch da ist. Deshalb habe ich Daniel gerade mit Dirk angesprochen. Und wie ich gerade sehe, ist der Dirk auch beim Benediktus. Hallo, ich bin Dietrich und ich stehe hier mit Barnolf vom Brettspielblog. Hallo. Hallo Dietrich, wie geht's? Ach, mir geht es ganz prächtig und wie ist bei dir? Wunderbar wie immer, wenn ich dich sehe. Ja, so ist es nämlich. Wie ist die Lage hier auf dem Meet and Play? Du bist wahrscheinlich schon seit Beginn an hier. Ja, also, wenn ich pünktlich wäre, wäre ich ja nicht pünktlich. Ich bin natürlich zu spät gekommen. Was ist hier los? Gemein. Immer diese ASA-Bestimmung. Jetzt musst du runterkommen, bitte. Ich hab's im Knie, jetzt gehen, ich bin schon alt. Warte. Setz dich hin. So ist auch gut. Ja. Muss ja gerade sitzen. Du warst nicht pünktlich, oder was? Ja, man hat ja einen Ruf zu verlieren. Wenn man Stream bei mir geguckt hat, die sind immer, das ist so eine grobe Zeiteinteilung, wann die losgehen. Das ist eher so halbe Stunde später. Aber die Leute, also ich bin ja hier nur Beiwerk, die Leute treffen sich auch ohne mich und spielen einfach miteinander. Ich komme, dann sagen sie nett Hallo und dann spielen sie einfach weiter. Ja, gut, passiert. Hast du denn schon hier so ein paar Spiele gespielt, ein paar Highlights auf den Tisch gebracht? Also hier habe ich tatsächlich relativ wenig gespielt, weil man kommt nicht dazu, man ist immer mit Menschen am Reden. Aber meine Mama ist ja dabei und wir haben Dorfromantik gespielt, weil sie es unbedingt kennenlernen wollte, das neue Sakura. Und wir haben es gespielt und dann standen da so zwei Kids neben uns. Und der eine hat sich dann mal umgedreht zu seiner Mama, hat gefragt, Mama, darf ich Tipps geben? Und dann so, ja, das können wir da hinlegen, da hinlegen, da hinlegen. Und meine Mutter meinte schon so, bleibt mal hier, ihr könnt das ja ganz gut. Und er meinte dann so, ja, mein Papa hat das Spiel gemacht. Oh Gott, okay. Ja, ich habe auch eben die guten alten Palms getroffen hier in der Gegend. Und die lachen auch wie ihr Papa. Es ist, ich lieb's. Ja, die sind klein, süß und haben das Spiel auf jeden Fall voll drauf. Wir haben auch gleich gefragt, und was habt ihr sonst noch so gespielt? Schon noch mit einem anderen Thema? Und die so, ja, wir sind gebrieft, wir sagen nichts. Okay, Sie dürfen also nichts über zukünftige Projekte verraten? Scheinbar. Die Eltern haben gesagt, wir zahlen immer mehr als die anderen. Oh, verdammt. Ich muss so ein paar Puddingteilchen oder so mal mitnehmen. Irgendwas Süßes. Mal gucken, ob wir die beiden erpressen können. Aber lass uns das Thema wechseln. Meet and Play, du bist jetzt schon zum wievielten Mal dabei? Also die waren ja ganz am Anfang unten im Keller irgendwie unter Halle 2. Das muss 97, ja genau. Ich bin schon ein bisschen älter. Ja, da bin ich ja gerade geboren. Ich muss kurz einspringen. 2016 war die erste. Okay, ja. Dann war ich, glaube ich, da schon dabei. Ja, das war dann insgesamt vor 8 Jahren. Wie groß warst du zu dem Zeitpunkt noch? Da war ich bin ja schon ein bisschen älter, war ich 2 Zentimeter größer. Man schrumpft ja auch, das wirst du auch bald erleben. Oh nein! Nee, hoffentlich nicht. Aber hast du auch dann die Entwicklung mitgemacht? Also wie waren so für dich als nicht Organisator, sondern besuchende Person die Entwicklung des Meet and Play? Ja, gefühlt war das am Anfang auch schon eine ganz coole, also generell eine coole Veranstaltung. Aber da war natürlich dieser kleine Keller, wo ganz viele Influencer drin waren. Da war gar nicht mehr so viel Platz für Besucher. Und jetzt ist es natürlich immer größer geworden und irgendwann ist es ja hier oben hochgezogen. Und seitdem ist es halt, finde ich, wirklich richtig gut, weil du kannst hier halt sitzen, die Community kann sich hinsetzen und kann dann eben auch einfach, natürlich sich unterhalten, aber auch einfach unter sich Spiele spielen. Und teilweise war es eben auch so, dass die Leute hier waren, die einfach alleine auf das Spiel waren, die ja gar niemanden kannten. Die sind halt hergekommen, um mir irgendwie Hallo zu sagen, haben sich auch damit hingesetzt, haben auch gespielt und haben sie halt weitergespielt bis zum Ende der Messe. Und dann hat man sich für 2 Stunden später, wenn sie aus der Nähe kamen, noch zum Spiel verabredet, ist am Sonntag auch noch zusammen rumgelaufen. Also es bringt auch wirklich die Menschen einfach zusammen. Das finde ich sehr schön daran. Es bringt die Menschen zusammen, es bringt die Menschen zu den Content-CreatorInnen, wo sie Fan von sind. Es gibt Leute, die signieren was, Leute unterhalten, die spielen. Aber wenn wir mal kurz über B2B sprechen, weil das interessiert mich. Hast du auch schon so Kontakte zu anderen InfluencerInnen hier geknüpft? Naja, also wir kennen uns ja alle untereinander von Presseevents, irgendwelchen anderen Veranstaltungen. Das ist ja immer eher wie so ein Klassentreffen. Und hier ist es halt nicht so, weil hier geht es ja auch mehr so um die Leute, die da sind, um einmal Hallo zu sagen. Das heißt, hier ist man quatscht auch mal, wenn man so aneinander vorbeiläuft, kurz miteinander. Aber da ist der Austausch halt weniger als auf anderen Branchen-Events ist, sage ich mal.
Ja, okay, verstehe. Dann danke dir für das schöne Interview. Danke. Ja, das war wie immer schön mit dir. Ja, wie immer schön mit dir. Und dann habt viel Spaß noch bei dir am Tisch. Ja, ihr auch noch hier. Ihr seid bestimmt noch nicht durch, oder? Es gibt noch einiges zu entdecken, glaube ich. Ja, da mal ran. Ja, dankeschön. Tschüss. Auch schön. Hat irgendjemand was Spannendes im Chat geschrieben? Gibt es Fragen? Gibt es Feedback? Gibt es Hinweise? Ich muss zugeben, ich habe es nicht gelesen. Ich bin so gespannt, was Ben sagt, ja, weil die Perspektive der anderen Teilnehmer ist mir ja gar nicht immer so bekannt, weil man ja nicht ständig im Austausch steht. Von daher war das auch für mich gerade sehr interessant und auch ein bisschen Bauchpinsel, muss ich zugeben. Oh, darf ich? Oh. Danke. Danke. So, was hast du denn hier mitgebracht? Wen hast du mitgebracht vor Ich allem? habe wen hier auf frischer Tat ertappt. Du hast es heute wieder geschafft. Wie oft bist du durchs Bild gelaufen? Ich glaube jetzt insgesamt 3-mal. Ja. Mit hier jetzt gerade, genau. Also, wir haben die gute Zoe gestern getroffen und da hat sie gesagt, sie hat eine Challenge daraus gemacht, dass sie jeden Tag, den wir hier live streamen, einmal bei uns mindestens durchs Bild läuft. Hast du es bis jetzt geschafft? Bisher glaube ich ja. Das heißt, sucht mal bitte im Livestream später. Spult zurück, ist ja alles on demand. Und guckt mal, ob ihr die Zoe da findet. Weißt du, wo du überall im Bild gewesen bist? Könntest du das zuordnen? Also bei beiden Tagen ja, könnte ich. Ja, also ihr hört das. Ja, dann hast du morgen noch eine Gelegenheit. Wir werden versuchen, uns zu verstecken, aber das ist echt schwierig, weil der Marci ist groß und die Kamera auch. Ja, und du auch. Ah ja, ich auch. Ja. Danke dafür, viel Spaß hier. Bist du eigentlich für irgendwen Bestimmtes hier? Ja, für euch tatsächlich. Ich bin jetzt extra für euch hier hochgelatscht. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Dann können wir ja vielleicht später noch quatschen, wenn wir die Kamera endlich aushaben. Ja, ich bin dann unten wahrscheinlich irgendwo in den Hallen, sonst... Ja, du findest uns ja. Ja. Danke dir, bis später mal. Bis später, ciao. Ich würde mal vorschlagen, dass wir uns einmal hier so durch das Labyrinth so ein bisschen hier durchkämpfen, weil ich will hier nicht alle unterbrechen. Aber es gibt hier eben jetzt diesmal auch englische Content-Kreatoren. Die sind jetzt hier alle am Zocken und haben hier Spaß mit der Community. Ich habe mir auch gerade wieder rausgesucht, wo ich auch ganz viele Regelvideos dann gucke. Aber ich will jetzt gerade mal zu Content-Kreatoren. Ich glaube, Brettspiel-Bros heißen die. Die sind ganz neu in der Szene. Ich habe die schon entdeckt. Willst du mit dir beiden mal interviewen? Ja, genau. Ja, mega, dann viel Spaß. Ja, danke schön. Weil ich finde das ja selber total spannend, weil ich ja auch diesen Schritt kannte, wie das ist. Und Björn hat mir gesagt, ihr könnt ruhig sitzen bleiben. Ich komme doch zu euch runter. Mensch. So, hier komme ich. Ja. So, wie ist genau der Name von eurem YouTube-Kanal, bevor ich den gerade falsch gesagt habe? Wer will sagen? Links, rechts, so. Die Better Board Game. Quatsch, die Board Game Bros, oh mein Gott, die Board Game Bros. Die sind bei Better Board Games. Ja, Mensch, ihr habt euch verändert. Christoph, Thomas. Nicht ganz, ja, nee, nicht ganz. Nein, wir haben vorher noch mit ihnen gesprochen, deswegen wir sind die Board Game Bros. Ja, die stehen auch da hinten, ne? Deshalb, ja. Da hinten stehen die Board Game Bros und wir sind Better Board Games, genau, richtig, ja. Genau. Und ihr seid erst seit einem Jahr circa am Start? Genau. Okay, wie ist da so bei euch die Entwicklung? Wie fühlt ihr euch? Wie viele Videos macht ihr? Und ist das immer noch Hobby? Oder sagt ihr, oh, so langsam werden es viele Spiele? Also es ist auf jeden Fall immer noch Hobby. Klar, es macht uns auch Spaß. Wir konzentrieren uns auf Arkham Horror, dem Kartenspiel. Oh, ich liebe euch. Also wir sind so ein Nischenkanal, sagen wir mal. Ja, gehen ein bisschen in die Tiefe rein und ja, macht Spaß. Und ich habe auch gerade gesehen, der Tisch war gerade hier noch voll. Ich weiß nicht, ob die Leute nur nicht gefüllt von werden, aber einer sitzt noch da und er sitzt da so ganz alleine. Das möchte ich doch gar nicht. Komm doch mal bitte rüber ganz kurz zu uns. Das ist dann, komm mal rüber zu uns bitte. Ach, genau. Weil ihr habt gerade hier Neon Hope gespielt. Wie viele Runden hast du jetzt mit den Jungs gezockt? Also ich habe eine mit denen hier gezockt und dann hatten wir noch 2 Gäste gerade hier. Und genau, haben wir 2 Runden gezockt. Aber ich habe natürlich übers Wochenende ganz, ganz viele Demos gespielt. Also ja, macht echt Spaß. Und wann bist du auf die 2 hier aufmerksam geworden? Die machen ja, genau, wie Sie gerade erzählt haben, Content über Arkham Horror, das Kartenspiel. Und da sind wir natürlich auch ein Spiel, was in einem ähnlichen Genre ist. Und da sind mir die natürlich sofort aufgefallen, dass es auch mal geilen Content zu Arkham Horror, das Kartenspiel in Deutschland gibt. Ich bin ja selber Fan, deswegen mache ich ja ein Spiel, das dem ein bisschen ähnlich ist. Das ist von dir? Ja, genau. Okay. Designer, ja, dann müssen wir das ja da oben. Ja gut, eine Cappy, ich bin auch nicht von den Dolphins, also oder die Dolphins. Willst du den Spot nutzen, um mal ein bisschen Werbung für Neon Hope machen? Ja, natürlich, du hast völlig recht. Wieso nehme ich denn die unschöne Packung? Genau. Ja. Cyberpunk meets Solarpunk. Genau, wir machen ein kooperatives Kartenspiel mit so einem Near-Future-Cyberpunk-Thema. Aber es ist halt, bevor die Dystopie vollständig eingetreten ist. Und du spielst Leute, die noch versuchen, das Schlimmste zu verhindern. Also im Prinzip hat man halt so Karten auf dem Tisch, die die verschiedenen Orte und Personen darstellen, mit denen man interagiert. Und man spielt dann durch so eine Story über mehrere Episoden. Also jede Episode ist quasi ein Spiel. Und dann spielt man so 4, 5 Episoden
die eine Geschichte zusammen ergeben. Und das sehe ich dann später bei euch auf dem Kanal? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben es jetzt angespielt. Jetzt müsst ihr ja. Ja, na klar. Nee, also wir haben es jetzt angespielt. Gern geschehen. Wir wollen auf jeden Fall nochmal ein Let's Play dazu machen und auch nochmal eine Spielerklärung, weil wir finden, das ist ein super Spiel. Also es macht uns auch Spaß und wir hoffen natürlich, dass sich das auch in Richtung Living Card Game entwickelt und nicht nur eine Box rauskommt, ne? Ja, also wenn ihr alle schon darüber berichtet und es so geil findet, dann wird es ja erfolgreich sein und dann wird es eine coole Story-Kampagne nach der anderen geben. So, deshalb, guckt mal bei den Boardgame Bros rein. Die werden darüber berichten. Richtig cool. Viel Erfolg euch, Jungs. Ich kann das voll nachvollziehen. Ja. Ciao, ciao. Ah, guck mal, wir haben hier neue, alte Content-Kreatoren. Ein Weg, wo... Oh, nee, da muss ich aber mit, Daniel. Das Interview lasse ich dich nicht alleine führen. Nein, das geht nicht. Das können wir uns auch teilen. Das müssen wir uns sogar teilen. Obwohl ich mir den Thomas so ungern teile. Da weiß ich ja gar nicht, in welches Mikrofon ich reinsprechen soll. Hallo. Hallo. Du kannst immer wechseln, wenn du möchtest. So, also, was... Oh, ja, das ist eine schöne Dreierrunde hier, würde ich sagen. Ja, schon. Ja, du hast mich hier geprimed, ich muss hier irgendwie lustige Gags machen und so weiter. Ich versuche mein Bestes zu geben. Aber ich habe miterlebt, was ihr da vorne schon gemacht habt mit dem, was war das, ein Schotte? Oder? Das ist, warte, nein. Das ist, also zu wenig zu sagen, ist das ein Schotte. Es ist der Kabanga Boy. Um das mal eben aufzulösen. Wir waren letztes Jahr das erste Mal Kabanga Boy. Ja. Wir waren letztes Jahr das erste Mal hier und da hat er Kabanga gezockt. Und er ist so abgegangen und er hat so viel Kabanga gebrüllt. Okay, und danach ist er auf der Messe uns jedes Mal im Livestream wieder begegnet und ist in den Stream reingesprungen. Kabanga! Und seitdem, und wir haben ihn wirklich, glaube ich, jeden Tag getroffen. Wir haben ihn, es ist ein Fluch, der auf uns lastet. Das heißt, es eskaliert jetzt quasi jedes Mal mehr, wenn ihr ihn trefft. Ja, hast du das nicht gesehen? Der Mann, der entwickelt sich weiter wie ein Ich habe ja nur irgendwie dein Gesicht gesehen. Ich habe ein bisschen Angst, was beim nächsten Mal passieren wird, wenn ihr ihn morgen irgendwie seht. Aber ja, vielleicht bleiben wir morgen zu Hause. Ja. Einfach der Sicherheit halber. Oh, der Livestream wird toll. Aber ich bin froh, dass du nicht zu Hause geblieben bist heute und auf der ganzen Messe, Thomas. Na, ist das Segway irgendwie, ja? Ich habe es hierher geschafft. Ja, wie war denn die Messe bisher so für dich und auch das Meet and Play dann danach gerne? Also, pass auf, Meet and Play kann ich noch gar nicht richtig verarbeiten. Ich bin noch nicht mal halb durch irgendwie durch die Leute. Mein Gott, bist du nah dran mit dem Mikrofon. Ja, der kann dir das nicht so gut. Die Messe war voll und ich finde, sie ist voll, aber nicht zu voll. Und ich finde es gut. Ich finde es halt vor allem toll, einfach mit vielen Leuten irgendwie zu schnacken. Was ich, wenn die Frage auch kommen sollte, was ich nicht sagen kann, was so mein Hype-Titel ist. Also ich habe noch nicht das Spiel gefunden, wo ich sage, das muss irgendwie jeder haben. Jetzt komm doch dazu. Ja, komm doch dazu. Christoph rennt. Komm mit ein bisschen Kuchen, ja. Oh, der hat einen Kuchen. Guten Tag. Ja. Ich bin auch hier. Wir haben was zu verkünden. Nein, Quatsch. Wir wollen es hören. Wir sind die Ersten. Ja, was läuft hier so? Ja, wir haben gerade ihn abgeworben. Netter Applaus. Ja, viel Spaß noch. Na, wir haben gerade gefragt, wieso die Messe bisher für euch war. Neben Kuchen, was hast du sonst so mitgenommen von der Messe? Die Frage habe ich noch gar nicht gehört. Ja, war sehr schön wieder, ne? Ja, freut mich. Ja. Schön, dass wir hier zu viert stehen. Ja, ganz gut, würde ich sagen. Thomas, verstehst du jetzt, warum ich das Interview führen wollte? Weil wenn der Daniel das macht, dann wird es da einfach langweilig. Wir konnten ja gestern kurz schon mal ein bisschen in den Freigelände schnacken. Ja, wir konnten schon ein bisschen üben irgendwie, ne? Ja, richtig. Herzlich willkommen bei dem Stream. Ja, guck mal, die Zeit fehlt mir. Nein, aber vielleicht noch eine spannendere Frage. Das wievielte Meet and Play ist das für euch? Bei mir ist das 4. Ja, dann auch für mich. Okay, weil wir haben eben mit Ben gesprochen und der hat gesagt, das war schon seit Äonen, seit 1986 war der hier. Die Frage ist, dass ihr jetzt seit 4 Jahren da wart. Geboren. Ja. War noch gar nicht geboren, glaube ich. Das war ein Fake. Meinst du? 86, ja. Wir müssen uns übrigens darauf einigen, ihn nicht mehr Ben zu nennen, sondern immer mit einem anderen Namen. Benediktus, Balduin und sowas, aber immer was mit B. Okay, alles klar. Beowulf. Ja, guck mal, den hatten wir noch nicht. Ja. Nee, aber die Frage ist, wie habt ihr so die Entwicklung des Meet and Play miterlebt? Boah. Da kommen Fragen live, ne? Voll investigativ. Ja, ist größer geworden. Geil, also Thomas, das hat mir mehr Spaß mit dir gemacht, muss ich sagen. Ja, du wolltest sachliche Fakten hören jetzt gerade, ja, oder? Ihr müsst ja irgendwie die Todzeit schlagen, oder? Ja. Also es ist größer geworden, kann ich auf alle Fälle sagen. Ja, die mehr Menschen Leute sind auch größer geworden. Die Liebe ist größer geworden in den Herzen der Spieler. Die Fragen sind besser geworden. Die Fragen sind deutlich besser geworden. Wie bodenlos waren die? Oh, dein Vorgänger, ich möchte es nicht wissen irgendwie. Es ist hervorragend. Es sind immer mehr Leute da. Also ich meine, du hast den Spezialisten hier auf deiner Seite. Es wächst und gedeiht. Also es wird angebaut werden müssen, vermutlich beim nächsten Mal. Ihr habt absolut recht. Und ich tue euch jetzt einen Wahnsinnsgefallen, weil ihr seid hier für die Community, nicht jetzt hier für uns. Also sprecht mit den Leuten. Und ich habe auch noch Fragen. Ach so. Ja, frag doch. Wie war denn für euch die Messe so?
Ja, das werden wir auch häufig gefragt. Also, was für eine doofe Frage. Nee, also, was ich sagen kann, ist, wir kriegen überhaupt nichts mit. Wir kriegen alles mit, aber dann auch wieder nichts. Ich wurde jetzt gestern gefragt, was ist so dein Highlight bisher? Von ein paar Leuten, die wissen, ich bin hier. Gute Frage. Auch eine richtig gute Frage. Und ich sehe jeden Tag alles, aber ich kann mir halt nichts merken, weil die Reizüberflutung so hoch ist, es ist einfach so viel zu sehen. Das muss ich erstmal setzen nach der Messe. Deswegen fragst du mal die gleichen Fragen, ne? Ja. Okay, gut, das Interview ist hiermit beendet. Ich wünsche euch viel Spaß noch auf dem Meet and Play. Macht den besten Livestream. Dankeschön. Ja. Geil, Dankeschön. Ich liebe euch. Ich liebe euch. Gibt ja auch nur einen. All too well. Guten Appetit. Ja, Spaß guten noch. Appetit. Danke euch. Ciao. Ach, Daniel. Ja, weißt du, wo wir jetzt hingehen? Ja. Hier hoch. Warum? Ich hab doch noch ein Date. Na gut. Jetzt hat man gar nicht gesehen, wie cool ich hier hochgesprungen bin. Aber oder ich... Was machen wir hier oben? Hier oben sind wir ganz alleine. Ja, aber gleich nicht mehr, weil wenn die Kamera hier oben ist, Ja. dann werden wir uns umdrehen Ja. und alle sehen, alle, die hinter uns stehen, das wunderschöne Meet and Play. Guck mal, überragend. Haben wir eigentlich unser Spielchen gespielt? Haben wir noch gar nicht, ne? Welches denn? Dass wir unsere Paartherapie hier so ein bisschen aufbauen. Haben wir gar nicht geschafft, ne? Oh, da stell mir eine Frage, bitte. Denkst du nachts häufig an mich? Wenn ich Albträume habe, ja. So, dafür ist unsere Beziehung gerettet. Jetzt stell die besseren Fragen. Ich habe ja gehört, du hast sie drauf. Nein, habe ich auch einfach, wenn ich sie finde manchmal. Nein, Johannes, danke dir fürs Organisieren und deinem Kollegen natürlich auch, aber der hat sich also selten gemacht im Stream, muss ich sagen. Er hat Wichtigeres zu tun wahrscheinlich. Ja, also wir zählen auch, wie viele Leute reinkommen und ich habe ihn gerade eben noch mal gefragt, wir haben jetzt 16:30, das heißt, wir haben jetzt 800 Leute schon drin gehabt. Also letztes Jahr 600, jetzt schon 800, die hier zur Tür rein sind. Und das ist schon mega geil einfach. Und es ist ja noch nicht mal 16:36 Uhr. Absolut, genau. Das wird sich wahrscheinlich verdoppeln in der nächsten Minute. Ja. Ja, so. Wenn wir hier gleich durch sind, darf ich mich dann auch unters Volk mischen? Ja, selbstverständlich. Komm vorbei, spiel mit und hab Bock. Das ist genau die Message, die nicht nur an Simon gehen sollte, sondern an alle von euch da draußen natürlich auch. Die jetzt gesagt haben, boah, das ist so eine coole Sache, alle sind hier versammelt. Die Avengers der Brettspielszene befinden sich hier hinter uns. Die kann man hier treffen, Sachen signieren lassen, mit denen spielen und so weiter und so fort. Dank dir und Max an der Stelle. Ich drücke euch die Daumen, dass es sich nächstes Jahr noch von 75 auf 120 Leute steigert. Ja, genau. Ja. Also an CreatorInnen meine ich, Creator. Ach so, 75 CreatorInnen, genau, richtig. Aber ja, bin ich ziemlich überzeugt von. Guck mal, jetzt bin ich hier einfach so ins Wort gefallen, weil ich würde sagen, bevor wir jetzt euch da draußen einen Blick geben, wer hier alles drin ist, ohne dass unsere Astralkörper hier vorstehen, ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr morgen die verpassten Highlights wieder einschaltet, weil wir gehen weiter durch die Hallen und sammeln alles ein, was ihr meint, was wir verpasst haben, was wir meinen, was wir verpasst haben und was uns auch andere Leute gesagt haben. Der Tim von Lokana hat mir zum Beispiel einen Tipp gegeben und hat gesagt, boah, das war der Knaller, da musst du hingehen. Und all die Sachen, die gehen wir morgen ab? Die gehen wir morgen ab. Und das wird von 10 bis 12 passieren. Und dann nochmal bis um so 14:30 circa. Ja. Da haben wir also einiges an Zeit, auch noch mal in die Galerie zu gucken. Da waren wir ja noch gar nicht bisher. Oh, da ist aber ein richtig cooles Spiel, was wir spielen müssen. Ja. Und vielleicht auch mal ein bisschen was anderes entdecken. Auf jeden Fall. Und dann um wahrscheinlich 14 Uhr, 14:30 so in dem Dreh, da werden wir, je nachdem wie wir an den Märzverlag rankommen, werden wir einen Fazit-Talk für euch haben, wo dann mal gesagt wird, wie die Messe so gelaufen ist. Da sind wir natürlich auch sehr gespannt. Das heißt, seid ab 10 Uhr morgen auf jeden Fall wieder dabei, wenn unsere Stimmen besser, unsere Füße gelenkiger und die Fragen besser werden. Macht's gut, bis morgen und das letzte Wort hat Johannes. Ich wünsche euch eine gute Zeit, spielt gut, tschüss.